Auch jetzt sagt Timmy Boy, heute waren wir beide zu spät. Heute waren wir beide zu spät. Das sagt der was ist da, ich hab nicht einmal meinen Stuhl in den Tee gefahren. Mei. Wieso sägen ich mich da selber nicht? Jetzt säge ich mich selber. Heute einen ganz gemütlichen, Alter. Heute haben wir mal wieder einen Bürger in seinem natürlichen Habitat. So. Wer kann Bademantel an, ist selber schuld. Timmy Boy, kriegst du wieder daheim? Wenn wir beide spät, ist mir wurscht. Rest vom Sauhaufen, Kretinhauf, Dreck, Scheißhaus, Huren, Streamcape. Hab ich. Evans, der Bürger. Heute ist Freitag, 20 Uhr, heute wird Ranken survived, Alter. Rein survived. So, das nehmen wir auf Zeiten, das ist gut. Das ist gut. Das ist alles gut. Kriegst du mal einen Haufen, damit nichts passiert, ne? Habe die Eier an! Den Zampel, den Zodel, den Bazooka, den Wolfrig, an den Björn, an den... Nein, Klarnamen mag ich nicht vorlesen. Den auch nicht. An den Grantlerbord, an den Gromit, an den Dörmi, an den Jodler Sepp, an den Gagal oder Gagal oder der... Oh, das heißt gar nicht, das heißt der Gal. Das heißt gar nicht... Aber jetzt heißt Gackel, selber schuld. Und überhaupt sowieso, Timmy Boy, das war Absicht, habe ich gewusst, dass du zu spät kommst. Das darf ich jetzt auch sagen. Bademantel wo? Da? Eines Tages kommt er. Eines Tages kommt er. Mark my words, ladies and gentlemen. Mark my words. Der Mithrandir fragt, Servus Bürger, wann werden hier wieder Noobs in Daisy geklatscht? Lieber keine Antwort geben als ganz furchtbar schlechte. Wie ist der Sepp? Merci für 45 Monate. Ist klar. Merci dir für deinen Resub. So, wie schauen wir aus? Wenn wir uns mal ein bisschen... Ist der Bademantel wenigstens von Erwin Müller? Abwarten. Ruckelt's nur bei mir, der Streamer so? War ich nicht? War irgendwas? Also bei mir, meine Stream-Meldungen sagen, sehr schön. Sehr schön, sagen die. Was? Wieso kriege ich einen Punkt? Nein. Batman! Merci dir. Schluss jetzt mit der Anwerferei von Geld. So sieht's aus. Löwen Sepp, habe die Biergeist, schöner Stream und einen gemütlichen langen Freitagabend. Der Osserbier hell aus der Schmecker. Stürmlerkaiser, Handy circa Battle. Was ist denn da wieder los? Ich hab nix. Ja, ich stehe nie irgendwas um, aber was ist das? Geil, YouTube sagt mir jetzt erst, dass du streamst. Das ist gut. So, wie lange haben wir da? 2 Minuten, 44 Sekunden. Alles klar. Ja, du warst so. Oh Gott, da springe ich, wenn an einer Scheiß, dann kann es nur gut werden. Das auch. Ein Freund erzählte mir, wie begeistert er von dieser Videospiel-verfilmten Amazon-Serie ist. Ich dachte mir, postapokalyptisches Survival-Setting, das ist doch voll out. War das der erste normale Satz in 8 Jahren, den ich von dir gelesen habe? Ich weiß nicht, was... nicht ignorieren können. Hashtag geldgeiler Wichser. Na, spring ich den verstehe ich, glaube ich nicht. Weißt du, das ist so ein normaler Satz irgendwie. Fallout, du Trottel. So, oh Gott. Auf der Bierbing steht ein kleiner Psoffener. Der Eselsbein voll bis Gott. Wakari! Stenki! Welcome to the squad. Wir sind wieder in Mitgliedschaft. Aber im Chat habe ich der Stenki, wer nicht mitmacht. Stinkt! Ja, ach. Hau ab! Stinke, merci dir. Zampel, merci dir. Du wirst einen nicht ignorieren können. Doch, kann ich, schau. Zampel, merci dir. Dr. Müller-Merz wird 2 Monate. Auf den Gurten! Schmeiß mich Nachschausquote. Ja, wie? Ja, gut, das ist Freitag. Hier war 2 Damen in der Kirche sitzen, die saufen und auf mich warten. Soll ich machen, Alter? Soll ich machen, Alter? Ja, ich bin halt an ihm bloßen. That's what she said! Take me Sepp! Welcome to the squad, ebenfalls merci wieder Mitgliedschaft. Kuss auf die Nuss, danke schön.
Schluss jetzt damit. Kriminalfeier, wen haben wir da noch? Einen Stefka, wir jetzt für 33 Monate haben dritt einen geilen Freitagsstream. Ich hoffe sehr, dann spreche ich seinen Scheiß. Ja, eigentlich mag ihn schon immer gerne lesen, aber ich habe nicht verstanden halt. Alter, vielleicht bin ich auch schon im Weekend-Mode. Kann auch sein. Blödsinn ausgeschaltet. Grantl schreibt, so deswegen Stream halt. Das habe ich nicht vorhersehen können. Ja, die sitzen in der Kirche und saufen und rauchen wie die Bescheuerten, machen sie selber Pizza, ich sitze da und muss mich durch die grüne Helle prügeln. Das finde ich nicht fair. Hinein ins Weekend Feeling. I was there, Gandalf, 3000 years ago. Stopp, Sepp, was? Ich habe gestern einen Schwan gerettet, der heißt jetzt Sven. Es muss stets Vorsicht geboten sein, wenn man sich auf das Nivea eines Sprengis hinauflässt. Das ist schwierig. Es kann unfassbar krass nach hinten losgehen. Stimmt, kein Messer dir. Knädelwutzler Messer. Ja, Kruzifix, was ist denn heute? Memberfreitag oder was? Bekale! Welcome to the Squad. Das sag ich, das ist eine Willkommenstöte. Herr alle, ab in den Chat, habe die Ehre. Merci für die Mitgliedschaft, Dankeschön an alle. Felix, merci für 49 Monate. Animal Salt, merci für 24. Gruß vom Hessen-Sepp an alle. Frage, warum geht das Passwort vom Daisy-Surfer nicht mehr? Das habe ich geändert. Das habe ich geändert in Bier. Nein, das war's damals schon, oder? Hashtag Fordenosquad, Hashtag Fordenosquad, Hashtag Fordenosquad, Hashtag. Was für Squad? Ich hab's nicht ganz verstanden, was für einer? Hier nichts mehr, ich weiß nicht, was das liegt. Jetzt ab bald, gib mal Ruhe jetzt! Kruzifix! Merci dir! Hab ich irgendjemand übersehen? Knädelwutzel, Technophil, nein, Herrn Müller! Nein, Herr Müller! Feldmeister Müller! Warum blendest die zwei Damen nicht während dem Stream einmal schauen, was lustiger ist? Habe drirt, Grias Made Wurmis. Ich gebe dir Brief und Siegel, dass die Kirche lustiger ist wie das. Also gebe dir Brief und Siegel. Ob die Damen das wollen? Ich hoffe ja immer noch, wenn ich fertig bin mit Streamen, dass beide Nocken in der Kirche hocken und schmusen. Das kann alles passieren. Es kann alles passieren. Schluss jetzt. Herr Jesus, merci dir. Haltritt! Grüß mal die Wurmis! Ich weiß nicht, wer die Wurmis sind, aber hoffentlich sind die nicht, essen die nicht mit. Herr Jesus, merci dir. Technofreak, Schluss jetzt, Kruzifix! Dart Maul mit Bart, sagt man nicht auf. Du, ich kann auch nichts dafür, ich verstehe auch nicht. Also, das erste Mal, wie ich ihn angehört habe, hat jeder gesagt, so, da hast du einen Bademantel und hat gelacht. Das ist nicht mein Scheißproblem, wenn du keinen Bademantel nicht hast. Selber schuld. Ganz selber schuld. Ja, das ist wie mit Leuten ausladen wegen die grauen Haare, da weiß ich, die haben selber keinen. Ja, wie ausgelegt wie ein Bademantel, weiß ich, du bist bloß neidisch, hast selber keinen. Sag's, was ist? Heißt nicht, dass du mitmachen darfst, sonst muss ich mir lang zuschauen. Auwe, nein. Neich drin und Fünfer schmeißen. Versteh ich nicht. Oder ein Dreieck. Ja, das Dreieck wollte ich jetzt nicht erklären, aber das kreisrunde Knie hinten. Fast Starter, Messi 120 Mal. Habe ich die Zero Deep Fight. Ja, verstehe die Frage nicht. Die Jessie ist auch dabei. Messi 15 Mal. Prost auf Bürgerin und Bürgermutti. Die schaut mir sicher dazu, die feiert nämlich Green Hell anders. Das taugt dir voll. Kein Mensch weiß. Ja, aber warum weiß ich nicht? Mir taugt ja Green Hell auch. Weiß ich nicht. Vielleicht. Mom schaut sich Green Hell gerne an. Gefällt dir anscheinend, wenn ich mit Deutsch speib, alle 2 Minuten umkipp, weil ich mir kann. und 2, 3 Holzstecker am Boden wirf. Schauen wir mal, wie weit das mal kommen. So. Liebedere Birkbert auf Anschenan Stream und nicht vergessen immer das Baumenü lesen, Smiley mit Freudentränen. Ihr kennt's mir mehr um. Schlägt mir da ein Baumenü! Dein Name ist ein Baumenü! Und das ist der Arschloch! Ziemlich beim Fünfer schmeißen gehört. Okay, Hashtag Leerzeichen. Jetzt hätte ich fast League of Legends gestartet. Sollen wir das spielen? Sollen wir Runden LOL spielen? Community-Zock. Gut, so jetzt Aram. 5 gegen 5. Sagt ihr es dazu?
Löwensepp, merci für 68 Monate. So, den 68. Monatsresub kriegst du auch noch. Ja, alles her mit dem Schund. Alles her mit dem Schund. Timmy Boy, merci dir. Bazooka Joe, merci dir. Dr. Müller, merci dir. Und jetzt der Rest. Schluss jetzt. Kruzifix nochmal. Das hat's lauter geschubst. Ich habe es später schon gestartet, aber aus irgendwelchen Gründen dauert das aber ewig, bis es aufgeht. Ich weiß nicht, was das soll. Da bekommt die Küchenschere gleich eine ganz neue Bedeutung. Ja, ich frage mich, wann die Witze technisch endlich wieder 8 wird. Das wird sicher gut. So, Opa, du bist jetzt der Letzte. Schluss jetzt. Was, Stinky Cheese? Wo er Geld schmeißen, bin ich... Oha, Geld schmeißen. Bin dabei Stinky Cheese. Hau ab jetzt! Opa, merci dir. Toni, merci für den Resub um 4 Monate. So, der Chef heute wieder mal live dabei. Zeit wird's! Was ist da los? Nur live ist... live. Live ist live! Na, 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 na. So, wird schon gegangen jetzt. Der Schnauze jetzt. Dankeschön. So, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Warum? Das weiß keiner so recht, glaube ich. Gell? Oh, wir müssen uns auch wieder umpositionieren, Kinder. Wir müssen uns umpositionieren. So, hier sind wir, da waren wir. Oh, wieso? Habe ich jetzt ein Spätzug gemacht? Nein, habe ich nicht, warte. Ich schaff's nicht ohne zum Lachen. Schaff's nicht. Was? Hier muss ich. So, da muss ich. Na, ungefähr so muss ich her, glaube ich, in Green Hell. Das wird ja nicht langweilig. Was wir jetzt mal ausprobieren könnten? Es gibt doch diese, das sind jetzt nicht die direkten PNG, ja doch eigentlich schon. Diese typischen Avatar-Streamer, die da so eine KI drüber haben und dann aber komplett anders ausschauen. Habt ihr das schon mal gesehen? Haben wir wieder bei KI, weiß schon, aber ist ja wurscht. Die wirklich live 1:1 mir jetzt da in irgendeine Tussi verwandelt, die sicher nicht darum deppert. Ich bin wirklich gespannt, was da in die nächsten 10 Jahren passiert. Ne? Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute das daheim sitzen, denen gekünstelten Tussis Geld hinschmeißen und sie einen wichsen und dahinter sitzt irgendein haariger Fettsack, der im Bademantel, der sich anlacht. So, genug. Wir müssen da haben wir. Einführung, deine Mama ist Einführung, weiter! So, und das komische Kastel da an der Seite. Warte mal, wir müssen wegmachen, sonst kriege ich mich nicht aus. So, wunderschön. 200.000 Zuschauer, nur wegen der Depp, ja, glaube ich. OnlyFans ist ja dasselbe. Ja, ist ja dasselbe. Das ist moderne Prostitution, aber keiner sagt's. Also, das finde ich wirklich. Das ist so. Ja, das muss ich ja sehr wissen. Haben wir schon für größeren Schwachsinn mehr Geld ausgegeben. Alles für Depf. So ist es. So, grüß Gott miteinander, da sind wir, da haben wir, da waren wir, da bleiben wir. Wir schauen mal aus. So, wir haben einen Sperrenhand, das ist schon mal gut. Ich weiß auf alle Fälle noch, dass da hinten irgendwelche Kongo-Mongos einen Sitzkreis gemacht haben. Das weiß ich noch, das war in die Richtung da so. Da haben wir unser Fleisch hier aufgehängt. Das war, glaube ich, Wasserschweinfleisch. Da ist auch Fett drin, das ist gut für uns, jawohl. Es ist halt stockfinster, gell. Da schauen wir auch, seht ihr meine Uhr, das ist aber ein bisschen dumm, gell. Ich weiß nicht, wo ich mich da hinpositionieren soll. Was ist das für Scheiße? Ich mach die Uhr da nicht mitten rein, Alter. Ja, müssen wir so lassen. Das hilft uns leider Gottes alles nichts. So, wir haben letztes Mal noch angefangen, da einen Turm zu bauen, aber dann bin ich auch schon vorgewarnt worden, je mehr, dass wir mir bauen, desto öfter greifen diese Affentypen da an. Da habe ich natürlich überhaupt gar keine Lust mit. Shit. Seriously? Was, shit, seriously? Überhaupt nichts da? Nächstes von mir. Staudi, Kruzifix, der Chef, bin ja leider nur nachs Haus geworden. Geburtstagsessen mit der Oma hat Vorrang, das ist absolut richtig. Trotzdem aber ein geiler Stream und viel Spaß. Ich verstehe zwar nicht, warum es dann an 20 oder einer scheißt, aber merci. Staudi, hauen Sie rein, sagst der Oma alles Gute und du weißt, was es ist. So, was haben wir, was wollte man da? Was wollte man mir da? Was mich mal interessiert, da liegt doch so ein Zettel drin. Bleibt da Zeit stehen, währenddessen ich das lese? Oder verhungere ich jetzt da wieder, wenn ich das lese? Für alle religiösen Rituale und Heilungszeremonien des Yabahuaca-Stammes wird ein halluzinogenes Gebräu benötigt, das Ayahuasca genannt wird. Das gibt es übrigens in echt. Da sechst dann Aliens und so ein Scheiß. In der Quechua-Sprache bedeutet dies Liane der Seelen. Es enthält Bestandteile. Das möchte ich jetzt gerne in Ruhe mal lesen, weil für das haben wir den Stream halt gemacht. Kann man das etwas sagen? Wenn man der Sound läuft im Hintergrund weiter, haut es mir jetzt einfach um während dem Lesen.
Musst eine Überdachung für dein Trockenfleisch bauen, nasses Trockenfleisch. Was her ich da schon wieder umeinander trapsen? Ich warne dich. Na gut, passt schon. Es ist 5:30 Uhr, wir haben eigentlich einigermaßen fit. Wir schauen da eigentlich auch ganz gut aus. Da haben wir Harz, da haben wir Kohle, Lagerfeuer, Asche und was weiß ich, was alles für ein Scheiß. Was der wir als nächstes? Verhungert beim Zedellesen. Mehr Licht bitte, wir arbeiten dran. Das kommt schon, ist schon unterwegs. So. Warte mal, das habe ich noch nicht so gut ausgebaut da. Das da reißt wir sofort wieder ab, das sag ich dir, was ist. Und das ist unsere Plattform, wo wir von oben runterschauen können. So, gestern ist mir irgendwann was eingefallen, was ich jetzt schnell probieren möchte, ob man das bauen kann. Wir brauchen auf alle Fälle, jetzt pass mal auf, was haben wir alles? Na, das kleine Pimmelsteckern, wir haben da das Knochen. Ist eigentlich der Knochenspeer besser wie der Steinspeer? Ich weiß es nicht. Also ich da den echter, die sagen, ja. Der Knochenspeer ist viel schärfer wie ein Star. Wie ein normaler so ein Star, also du kriegst irgendwo, was sind das für schwarze Storne, die so ganz scharf werden? Obsidian, kann das sein? Weiß ich nicht, das vielleicht schon, aber der Knochenspeer ist definitiv einfacher zum Schleifen und so weiter. Ne. Kann der Kongo-Mongo die Latte aufsteigen? Das werden wir außerfinden, habe ich so das Gefühl. So, da haben wir eigentlich auch nur Scheiße, das kann aber eine Kokosnussschale leer, aber da ist doch definitiv was drin. Was ist denn da drin? Ich wirf das mal da hin. Da ist doch was drin. Da ist doch Letten drin. Erweitern. Ja, anscheinend nichts drin. Na gut, so, wir brauchen Steckern. Freunde, wir brauchen Steckern. Feuer brauchen wir nicht wirklich. Und dann müssen wir sowieso wieder schlafen bis um 2 Uhr Nachmittag, weil uns die Energie wieder ausgeht. So, da jetzt ich mal sagen, nehmen wir mal 2 so Bananas mit. Hier, Banana, da kann man auch gleich einmal einen essen. Das hat noch nie geschaut. Was ist da? Da ist eine Apfelschnecke verdorben. Ah, halt, stopp, vielleicht kommen wir, warte mal. Das ist natürlich nichts. Da haben wir Maden, da haben wir die Apfelschnecke, die brauchen wir alles nicht. Oh, bitte, das Wasser unsicher. Da haben 2 Parasiten drin. Wollte man mir das nicht kochen für Expedition? Naja, ist ja wurscht. Na gut. Wir brauchen mal Holz. Haben wir mal die Palmen da zusammen. Draufgeschrieben haben da Kokosnuss dran. Nein. Anderes Werkzeug haben wir nicht, müssen wir unser Hacke bauen. Das hilft nicht. So, jetzt sind wir sowieso schon wieder komplett im Arsch, nehmen uns sowieso gleich wieder Healing. Gibt's, bevor ich da jetzt lang umeinander pöbel, gibt's irgendeine Möglichkeit, dass diese Ausdauer länger hält? Außer, dass ich Proteine, Fett und das alles voll ist. Eher nicht, dass der Balken größer wird, sondern dass das weniger schnell abnimmt. God, I'm thirsty. Oh, ein Durst haben wir. So, Hauptsache das Klumpblick da ist. Ja, das ist wichtig. So, kann man diese so auseinanderhauen? Mein Gott. Das ist langweilig. Kein Platz im Rucksack. Das ist ein Feuerbrett. Dann nehmen wir mal die mit. Und den mit. Ich brauche eigentlich normale Steckern, gell? Den wir da so her, dann den wir das herstellen, weil ich möchte was ausprobieren. Ich möchte sammeln. Seil haben wir, aber ich weiß nicht, was wir noch brauchen. Oder was wir noch brauchen könnten. Jetzt pass auf, folgender Trick. Ha, das war leicht. Haha! Das war leicht! Tagebuch, neuer Eintrag, Bogenfalle. Was für Bogenfalle, oder? Ein Bogen hier. Wir haben natürlich keine Pfeile. Wie wird man Pfeile bauen? Lass mich mal schauen. Herstellen. Da brauchen wir da ein Seil, ja, wahrscheinlich schon zum Umwickeln, gell? Aber wir haben natürlich auch ein paar andere, da tun wir eine Feder dazu. Ja. Dann tun wir mal so ein Fischgerät, ja, nein. Fischgerät ist zu klein, also was kann man da, tun wir mal so einen Knochen dazu. Na. Kann man den irgendwie, ich tue jetzt da mal sammeln, was kriegen wir aus einem, und dann müssen wir schon wieder healing, was kriegen wir, eine Knochennadel? Vielleicht? Oh, das muss jetzt aber wieder schnell gehen, sonst haut es uns mitten unterm Craften wieder um. Was ist da? Knochenhaken, ne? Aus dem kann man sich nichts bauen. Naja gut, da müssen wir ein wenig heiteln. Du, das hilft uns alles nix. Müssen wir schlafi. Schlafi! Ich weiß nur, dass deine Skills-Levels, wenn es Bamfest und so weiter, Bamfest. Ja, das habe ich schon gespannt. Da immer, wenn Klingen +1 dort steht oder so, jetzt mal, wenn ich mit der Klinge da drauf hau.
So müssen wir das jetzt machen. Das hilft uns alles nichts. Banane fressen. Dann müssen wir Feuer machen. Thirsty. Oh shit, wir müssen auch was trinken. Wir haben doch da Kokosnuss umeinander liegen. Kokosnussschale, genau. Das ist unser Trink. Warte, da liegt doch was drin! Ja, ist doch scheißegal. So, das Ding machen wir auch, hätte ich vorgeschlagen. Ja, das fressen wir, dann haben wir neue Kokosnussschalen. So, jetzt trinken. Dann tun wir auf sammeln. Dann kriegen wir 2, oder? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was gibt denn das eigentlich? Fett und Kohlenhydrate, da fressen wir beide. Und dann haben wir da erinnert. Mehr Platz für unsere Coconuts. Ich bin ja gespannt, ob uns der Kongo-Mongo die Scheiße klaut. Wir werden sehen. So, die ganze Holzkackasche, die wirft man aus. Die brauchen wir nicht, die braucht bloß Platz. Können wir den noch stacken? Nein, dann wirft man einen Knochen dabei. Auch da einer. Den tun wir da auf. Die scheiß Coin brauchen wir auch nicht, aber lassen wir einen Stack im Inventar. Das schaut gut aus. Handbohrer benutzen. Dann machen wir uns einmal ein Feuerchen und kochen wir das Wasser ab. Das ist einmal das Erste. Haben wir doch da irgendwo Bladel gehabt. Hier, Bladel rein. Einmal kleiner Stecker, zweimal Feder, einmal Seil. Dann habe ich aber ein Holz. Ja, okay, check schon. Hoffentlich geht das jetzt nicht aus, wenn ich es da durch den Ring trage, aber das werden wir schon herausfinden. So, anzünden, wunderbar. Jetzt ist die Frage, kann ich das, nicht das gewesen, das mit dem Abkocher gleich wieder gegangen. Jetzt nehmen wir mal da, hier, trinken, nehmen. Das auf, dann legen wir mir, hoppala, das legen wir da so drauf, das legen wir da so drauf. Und dann so und so. Und den Rest muss ich verschütten, weil sonst kann ich nirgendwo hin tun. Das ist natürlich klar. So, dann machen wir es so. Ja. Und so. Dann füllen wir das wieder auf mit dem dreckigen Wasser und da haben wir ein sauberes Wasser. Ja, kriegen wir schon. Schaut gut aus. Wir werden unsere Expedition vorbereiten, meine Damen und Herren. Plus 2 geistige Gesundheit, Nähe zum Feuer, wunderschön. Wunderschön, haben wir das auch. Da ist nochmal zweimal was drin. So, dann haben wir da mehr ein voll Coconut. Dann können wir das Schneckerl auch mal grillen, weil warum nicht? Hätte ich gesagt gehabt. Tust du mir das her. So. Das tun wir wieder da rein. Das tun wir auch wieder da rein. Schaut gut aus. Bevor das Schneckerl wieder kaputt ist, grillen wir es lieber, damit es nicht total umsonst war. So, dann geben wir unsere Kokosnussel wieder hin. Alter, hat sich das gerade auch gehört, wie schreit. Ich krieg einen kompletten Vogel. So, tun wir das hier. Coconut, werfen wir daneben. So, wunderbar. Dann Kokosnusswasser sauber erweitern. Wo ist das Feuer? Müssen wir noch schnell warten bis... Ja, scheiße. Das kann ich nicht platzieren, gell? Bis dann das Wasser... Ja, scheiße, dann ist das Wasser weg. Ich wollte das Feuer ausmachen. Brauchen wir jetzt dabei nicht mehr. Glaube ich. Da kann man uns natürlich aber auch... Wo ist denn jetzt die scheiß Kokosnussschale hin? Ach, da ist. Kokosnussschale leer. Werft man da her. Sieht gut aus, meine Damen und Herren. Sieht gut aus. So. Den Bums da, den braucht auch kein Mensch da in der Nacken, hab ich gehört. Schmeißt ihn da hinten, irgendwann können wir es schon brauchen. Wunderbar. So. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal, jetzt probieren wir mal was. Da war jetzt doch gerade ein kleiner Stecker. So, hier, kleiner Stock. Und dann brauchen wir noch Seile, vielleicht können wir uns ein paar Pfeile bauen. Na, das schaut doch noch Seil aus da. Ist da ein Seil dran? Nein, wieso nicht? Jetzt müsst ihr nachwachsen. Was ist das? Was ist das? Unbekannte Blume? Für was habe ich euch? Kann ich diese Vulva-Blärme essen oder nicht? Du brauchst ein Dach über dein Trockengestell. Mais, Mösenblüte, nicht essen,
Der Nougat-Kick sagt Essen, ja, Essen ist gut. Was soll ich mit euch? Was soll ich mit euch? 2 sagen ja, freilich, einer schreibt Mösenblüte, der Rest sagt nein. Was soll ich jetzt machen? Nicht essen, Kinder ja, aber wird nicht gut ausgehen. Das ist die sogenannte Mumu-Blume. Nicht essen, nicht essen, warten bis der Frucht wird. Okay, passt. So. Hab schon gesehen, ich muss dem Ganzen ein bisschen mehr Zeit lassen. und dann rauslesen, wie viel Expertise da wirklich vorhanden ist und war. So. Salbrei! Fix an den scheiß Lianen ist doch normalerweise immer so Seilkacke drauf. Ja klar, neben dem Lager 5 Meter daneben natürlich wieder nicht. Da haben wir was schon. Ja, da werden wir aber ein bisschen mehr brauchen. Hab ich das Gefühl. Heute habe ich es aber auch bloß wieder nicht gesehen. Das halte ich nur für das größte Manko des Spiels, dass man da Sachen nicht gescheit anweisen. Was ist das da hinten? Das Feuer ist doch gerade gegangen, oder? Ist das ein Feuer da hinten? Das ist so weird. Ich weiß es nicht. Und wir sollten nochmal so eine Wasserfackel sollten wir uns nochmal snacken, meine Damen und Herren. Was ist denn das da hinten? Das ist in der Fackel. Die haben aber schreckhaft, du. Oh, die haben sehr schreckhaft. Sehr schreckhaft. Da ist doch gerade was am Boden gelegen. Hast du doch genau gesehen. Da ist was gelegen. So. Gut, gehen wir wieder heim. Wieso ist denn eigentlich schon wieder stockfinster, Kruzifix? Suchen wir uns lieber ein Capybara. Good old Capybara hat noch nie geschaut. Das ist. Warum ist schon wieder Stock in dem Speisezimmerfenster? Verdammt nochmal! Kruzifix! Warum müssen das scheiß Lagerfeuer jetzt auf Weiß nicht ausgemacht hat? Mir ist wurscht. Am Baumann, nice! Ist doch mir wurscht! Was ich jetzt da möchte? Rest. Ja, need to rest. Du musst alle 5 Minuten resten. Du bist der instabilste Typ, der umeinander rennt. So, jetzt nehmen wir das und dann hat es geheißen Feder. Feder. Ne, stimmt nicht ganz. Nochmal Feder. Na. Nehmen wir den einmal wieder weg. Den wieder hin. Den weg. Wie wäre der Pfeil gehen? Nein, ich verhungere halt wieder 14 Mal, bevor ich außerfällt, wenn man einen Pfeil baut. Das geht nicht. Da haben wir einen normalen Stock. Natürlich zu fett, das war mir schon klar. Steckerl, Stor, Federn. Stor. Haben wir mit Storner. Probieren wir den. Na. Ja gut, dann müssen wir Storner sammeln. Weil es nicht helfen tut. Was haben wir jetzt da eigentlich? Wasserschweinfleisch, getrocknet. Nehmen, das hört sich doch einmal ultra vernünftig an. Wie lange? 4 Tage. Herzlichen Dank auch. Fucking finally. Oh, und das gibt richtig fett. Das gibt richtig fett Zeug. Schauen wir mal auf die Uhr, es ist 8 Uhr auf der. das gibt richtig fett Zeug. Okay. Wir brauchen einen Storner. Schauen wir, ob wir irgendwo einen Stor finden. Was hängt denn da eigentlich so dran? Wissen wir nicht. Schauen wir mal, ob wir irgendwo Storner finden. Sehe nicht, die scheiß Schnecke kommen am Arschlecken. Da liegen doch normalerweise Storner umeinander. Ist das eine fackige Grunze oder war das etwas, was mich absticht? Das war der Kleine. Das sind die Wildseien. Ja, passt schon. Sehe ich da. Vielleicht sollten wir uns eine Fackel bauen, vielleicht sehe ich dann mehrere. Hier das Gegrunze schon, das sind bloß die Fackeln davon, die deren nix. Mir wundert. Oh, da ist er. Drin geworfen. Drüber geworfen. So, finde ich jetzt den Stecker jemals wieder, oder? Also. Ich weiß schon nicht so durchs Wasser gehe, ich weiß es ja eh, aber es wird noch nichts angezeigt. Da war Tabakpflanzen, ich hab's schon gesehen. Hey Kapi, bleib mal stehen.
Wo ist denn das Mistviech jetzt? Ich hab doch's Blut spritzen sehen. Ich hab doch's Blut spritzen sehen! Wo ist denn mein Speer jetzt? Warum hat denn da so komische Trommeln? Muss ich dem Capybara jetzt da nachlaufen? Wie soll denn das jetzt da schlagen? Wie soll denn das jetzt machen? Ach, mein Gott. Ja gut, wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Wir haben wieder Blutegel irgendwo am Arsch. Da. Freilich kannst du mitfahren. Irgendwo haben wir noch was. Ich sehe nichts. Ich sehe gut nichts. Nein. Das Game, Alter. Ah, nehmen wir zumindest das Klump noch mit. Da müssen wir uns einen neuen Speer bauen. Frage, bleibt der Speer... Letztes Mal haben wir nämlich das scheiß Capybara ge-one-hitted. Bleibt das der Speer im Capybara stecken und läuft davor damit? Schon mal versucht, das Licht ein- und auszuschalten. Ne? Warte, ich finde den Schalter nicht. Ich glaube, das ist der Schalter. Nein, funktioniert nicht. Ich muss mich ausruhen. Ja, ist gut. Was ist da wieder los? Fridolin! Grüß dich, Junge! Halt mal live dabei. Ich stell dich ohne Plädo. Ich muss Plädo gestellt. Fridolin, merci. Speckmeister, merci dir. Nougat-Keks, alles merci. Schluss mit dem Schund. Ich muss mich jetzt untersuchen. Wir haben noch irgendwo Scheißdreckpicker. Da ist noch einer. Jetzt halt. Gut. Tja, mal ganz was Neues. Wir müssen schon wieder schlafen. Da mit dem die kleinen Steckern mit. Wir schlafen mal wieder. Was tat man sonst den ganzen Tag in dem Speer? Außer schlafen, der Speer bleibt drin und das jietet davon und kann ausblenden. Dachte ich mir, gibt's dann Blutspuren am Boden? So, ich schlaf durch, ich sag's freiwillig, wie es ist, dann ist es wenigstens einigermaßen hell am nächsten Tag, ja. Gut, dann müssen wir das Holz von dem Dach holen, das ich da geschlagen hab. Das kriegen wir schon. Da liegt vielleicht nur Klump umeinander. Hier, eins. Feuerbrett können wir nicht brauchen. Das kann man wieder nicht gescheit anvisieren. Die Hälfte der Zeit. Das Palmblatt kannst du sonst durchstecken. So, passt schon. Warum lese ich da alle Schafe? Wo? Das weiß ich nicht. Diese Frage kann ich dir nicht beantworten. So, dann dreschen wir die Scheiße da einmal in der Mitte auseinander. Damit wir da einmal einen kleinen Holzvorrat haben. Ja. Da müssen wir uns leider Gottes nochmal einen Speer bauen. Das hilft uns nichts. Da muss ich näher an das Capybara ran und muss fitter sein. So. Herstellen. Dann der wir da hat es geheißen, einen Knochen dazu. Und das hier. Jawohl. Sehr gut. Aller Anfang ist schwer, aber weißt du, dass es ist. Oh, weißt du, dass es ist. So, dann nehmen wir ein paar Kürzesteckerl mit. Den Rest lassen wir da einmal liegen, weil warum nicht? So, Steiner wollten wir suchen, Capybara wollten wir fangen. Bis dahin schauen wir mal auf die Uhr. Saufen wir mal die ganzen Kokosnuss aus. Na, da geht gar nicht so viel aus. Gell? Hoppala, das wollten wir nicht. Hoppala, das wollten wir nicht. Sehr gut. Ansonsten sind wir eigentlich ganz gut dabei. Wir haben da ein bisschen, aber zum Essen brauchen wir noch was. Dringend. Frage. Da, wenn ich da jetzt mit dem Mauszeiger nämlich drüber gehe, während das Ding an dem Trockengestell hängt, steht kein Ablaufdatum dort. Das heißt nicht in 4 Tagen, wenn ich es nimm, steht auf einmal 4 Tage dort. Soll das heißen, an dem Trockengestell bleibt das Fleisch forever haltbar? Kannst die großen Holzteile nicht auch mit Sammeln zerkleinern, ist vielleicht leichter wie zusammendrischen. Das ist wahrscheinlich, das wird hier, so oder so. Einer schreibt doch, es wird schlecht, ja okay, dann passt. Man sagt es bloß nicht. Aber das müsste nach Adam Riese jetzt eigentlich weniger wie 4 Tage haben. Schau hier, das hat aber mehr wie 4 Tage. Scheißegal, wird gefressen, passt schon und jetzt fangen wir uns noch ein zweites. Da finden wir schon eins. Brauchen wir bloß da einmal, jetzt können wir einmal bei die was wir jetzt auch mit denen, jetzt schauen wir mal bei die Kongo-Mongos vorbei, haben wir noch nichts zerrissen, wenn wir jetzt sterben, dann passiert nicht viel. Aber ich glaube, dass die nicht mehr da sind. Die haben, glaube ich, da irgendwo gesessen. Will man nicht sehen. Ja gut, findet man schon wieder. Das findet man schon wieder. Gehen wir jetzt da einfach einmal, wir gehen mal nicht zu weit weg. Jetzt verlaufen wir uns wieder 15 Mal. Was ist das da? Was? Hat mir jetzt der Frosch ausgelacht, habe ich das richtig gehört? Ob mir der Frosch jetzt ausgelacht hat, habe ich gefragt! Bogen Headshot, one-shottet immer, Speer nicht.
Oh, ich habe einen Speer von gestern im Kreuz. Erst mal hinsitzen. Was soll ich jetzt da sagen dazu? Mir hat er schon gewundert, dass nicht davor läuft. Ja, Entschuldigung, ich hab nicht gewusst, dass in dem Speer sieht Viecher hinsitzen und sterben. Knochenspeer 1, Knochenspeer 2. Kein Platz im Rucksack. Ich möchte das Viech gern. Ich möchte nicht trinken, ich möchte. Ja, komm halt doch dein Maul mit dem Speer. Komm halt dein Maul mit dem Speer. Tschüss. Was ist das? Karl, ich möchte ihn looten! Du Mistviech! Komm! Guck mal, ist das... Was soll das denn? Oh Mann, ey! Jetzt hab ich so viel Dusel gehabt, dann hab ich wieder keins. Da, schmeiß mir das Knochenmesser weg, das braucht kein Mensch. Hab. Nimm mir lieber meinen Speer mit, kann ich zweimal werfen, kann ich zweimal daneben schmeißen. Oh, jetzt halt. Währenddessen stapft das andere Kapibara vorbei und schaut zu, wie er seinen Freund aufschneidet. Herzlichen Glückwunsch, gut Spei. So, wo ist denn sie? Kommst du das? Oh, ich bin dreckig. Waschen. Geil. Geil. Stark. So, Kapibara 2, wo? Hallo? I gonna find you. And I gonna kill you. Dafür müssen wir aber erstmal wieder nach Hause finden. Oh, dann nehmen wir ein paar Bananas mit schon. Banana? Das stimmt echt, das ist ja hier. Das ist einfach umgefallen. Haha! Halt, stopp! Ist da gerade unten gestanden, das war ein Weiberl. Man kann doch ein Tierpferch bauen. Kann man in dem Spiel Kapibaras züchten? Machen die und dann... Alles klar, Freunde der Sonne, dann wissen wir was. Wie fangt man die lebendig? So. Du kannst eine Farm aufbauen, aber wenn du weit weg bist, die spawnen die. Oh, das ist natürlich bitter. Nein, dann mag ich mir die Arbeit nicht tun. Oh, mehr Schweine beim Schnackseln zuschauen. Ja, sagt man die auch dabei? Okay. So, wieso kann ich jetzt nicht mehr gehen? Ich fürchte, ich bin zu schwer. Oh, ich bin sauber, Schwein. Ja, okay. Knochen raus, Knochen raus, Knochen raus, Knochen raus, Knochen raus. Was haben wir nur so? Banane essen, Banane essen. Steckern raus. Was haben wir nur so für einen Schund dabei? Wo ist eigentlich unser Bogen hier verschwunden? Haben wir den schon noch? Ja. Dass man da Sachen nicht tauschen kann, das macht mich auch narrisch. Hier Feuerbrett am Arsch, die Waldfee. Hier Feuerbrett, Handbohrer. Dein Mama ist ein Handbohrer. Was haben wir sonst irgendwas zum Ausschmeißen? Kohle, Tabakblüten, fick dich. Was wiegt denn da noch irgendwas? Harz, das brauchen wir, das war selten. Zumindest bis jetzt. Jetzt gehen wir da hier, Angelhaken. Ja, jetzt können wir wieder gehen. So, gehen wir nach Hause, waschen wir uns. Wir waschen uns. Waschi, waschi. Sehr gut, sehr gut. Knochen haben das beste Item im Game. Ja, aber es wuseln ja überall Viecher umeinander und da fallen offensichtlich 64 Knochen aus und wenn, dann wissen wir, da hinten liegen wir. Oh, dann nehmen wir lieber noch ein bisschen Seil mit. Aber dann können wir wieder nicht gehen. Habe ich mir schon gedacht. Schmeißen wir was anderes weg. Knochennadel. Ja, dann tu das auch nicht selber weg, leck mir am Arsch, weil ich jetzt da umeinander krebs. Kriegen wir schon. So, nochmal durchs Wasser stapfen und der schmeckt sicher auch gut. Kann man die auch trinken? Nehmen. So. Und der wir unser Rack mal wieder auffüllen. Wenn nichts passiert. Ich bin ja bloß gespannt, wann irgendein Bäser. Da hupft der blaue Frosch auf mich zu. Was ist mit ihm?
Dann müssen wir das da reinnehmen und müssen wir das da hernehmen. Dann brauchen wir ein Feuer. Tust du mal ein Feuer her? Hätte ich gesagt. Ja. Wunderbar. Stecken rein. Stecken, wir haben ja keinen Stecken. Wir machen jetzt da aber dann so. Hier sammeln. Kriegen wir schon. Wir haben ja richtig gut dabei. Müssen wir ein bisschen aufstocken. Und wir müssen ein bisschen was trinken. Müssen wir einmal. Wie schauen wir da aus? Ja. Bis aufs Fett ist eigentlich alles. Also, was gibt uns das? Proteine und Fett, Energie, Gesundheit. Naja, nur wegen dem Fett friese ich das jetzt nicht. Das kannst du aus dem Kopf schlagen, mein Freund. So. Brauchen wir noch mehr Stockris. Sammeln. Der gute alte Mr. Krabs. Wir gingen aus einem langen Stecker bloß geschissen, nicht zwei kurze aus, oder was? Meine Fresse, dabei! Stein, großer Stein. Das gibt's ja nicht. Tatsächlich. Das nervt ein wenig. Das muss ich jetzt leider Gottes also sagen, das nervt sogar wie scheiße, dass das so zack ist. Aber gut, hilft nicht, müssen wir nur eine Palme umhauen. Oder haben wir noch einen Stecker irgendwo? Nö. Gut, dann müssen wir zusammenhauen. Dafür, dass man mit dem komischen Stor die Palme auf 8 schlägt, der Dreschen, ist schon auch irgendwo immer ein bisschen interessant. Für Fettmanie sind die unbekannten Nüsse gut. Ja, die haben wir schon ein paar Mal gehabt, ich weiß, vor allem im ersten Stream, aber seitdem habe ich irgendwie keine mehr gesehen. Jetzt probieren wir was. Holzscheit sammeln. Was kriegen wir denn dann? Haufen weiß steckern. Das ist gut. Glut erfordere ich. Kleines Feuer hergestellt. Kann man eigentlich auch ein großes Feuer herstellen? Dafür müssen wir das Baumenü lesen. Ja? Also hier Steinring, Lehm, Trockengestell. Was haben wir da? Der gute die Lehmmischer, der Lehmkohleofen, kleiner Setzkasten, großer Setzkasten. Was ist denn das Setzkasten? Da kann man Sachen anbauen wahrscheinlich. Der Komposter. Brauchen wir alles nicht. Ich möchte einfach bloß ein bisschen was zum Essen dabei haben. Jetzt scheißt einmal Schnecke gekocht. Hier, Schnecke gekocht. Wenn die noch gut ist, dann haben wir es uns so schnell ein. Freilich haben wir uns die. Was tut man sonst damit? So, einen Krebs legen wir da auf. Dann machen wir wieder mal ein Feuerchen. Hier, Feuerchen. Ich habe Feuer gemacht. Großes Feuer ist mit Steinring, dann wird's mehr gut, dann müssen wir wirklich ein paar Steine so hergeben. Das hilft nicht. Das machen wir jetzt so. Habe ich sonst noch was zum Ankokeln da herin? Ja, das Wasserschweinelfleisch. Das lassen wir da herin. Wir müssen irgendwie. Mr. Lego an. Kannst du schon lange anfahren? Fahr halt auch an. Müssen wir Gift nehmen. So, Kohle schmeißen wir da rein. Knochen schmeißen wir da rein. Anti-Giftbladel. Sammeln. Was kriegen wir, wenn wir die sammeln, die Anti-Giftbladel? Weiß ich nicht. Aber wir können das probieren. Ja, Anti-Giftverband. Gleich baut, warum nicht? Der hilft mit Sicherheit gegen beides. Schau her. Wunderbar. Das können wir auch da reinschmeißen. Kohle schmeißen wir da rein. Die geschissene Blärme kommen ja auch. Der Angelhaken interessiert mich einen Scheißdreck. Harz lassen wir. Was ist denn da dann noch so Schwärme? Werkzeug wahrscheinlich, gell? Zweimal ein Speer, wie vom Knochenspeer da einer, brauchen wir nicht. Pfeile warten jetzt, geil. Jetzt werden wir mal die Steckern sammeln. Ja. Ja. So, dann haben wir. Oh, leck bin ich jetzt da schon! Oh, leck! Oh, leck mich doch an meinem Arschloch, du Mistvieh! Bist du komplett narrisch! Oh, leck, Alter, was? Leck mich am Sack, Alter. Oh, leck, wo ist denn der jetzt hergekommen? Oh, leck, hat's mir jetzt gerissen. Oh, leck mich am Arsch, Alter. Alter, was? Ja, leck, Alter. Möchtest du mir sagen, die Mistviecher schleichen sie, oder was? Boah, leck, Alter. Leck mich am Arsch, Alter. Alle, das war jetzt zu viel. Normal, dass ich jetzt aufstehe und noch nicht her. Das soll ja, wie es ist. Das war leck, war das jetzt. Oh,
Okay, runterkommen. Ich habe euch schon gelesen, ich blüht irgendwo. Ja, aber du hörst ihn schon genug. Ja, da habe ich jetzt nicht aufpasst drauf. Sag ich, wie es ist. Wow. Okay, wir blühen mal einmal. Wo? Da nicht. Au! Oh, fuck off. Okay, wir sterben. Das war's. Was brauche ich da dafür? Gelangt da diese Aloe Vera Pflanzen, die gelbe? Gelangt das, kann ich das drüber wickeln? Nadel oder? Ach, man muss die Scheiße nähen. Nadeln habe ich. Achtung. Fuck off. Okay. Wie behandeln wir das? Nadeln zum Nähen oder Ameisen? Ameisen habe ich noch gar nicht gesehen, aber Nadeln habe ich ja. Da habe ich jetzt gerade nichts erkennen. Wie tut man das? Das war eine Fischgräte. Ja, die kann ich doch wohl als Nadel hernehmen, oder? Oder? Nein. Keine Gräte, eine Nadel. Geht auch nicht, über Knochennadel. Ich habe Knochennadel, ist gerade nicht gegangen. Molinaria-Blatt mit Asche kombinieren. Ich glaube, normaler Verband und danach Maden, wenn du Pech hast. 3 Mal, das geht zu 100%. Ah, das muss jetzt wieder ultra schnell gehen. Nein, geht nicht. Geht nicht. Wenn das nicht jetzt da umeinander probiert, blüht die aus wie ein Stückel Viech. Asche plus Verband, Ascheverband. Ascheverband hat bei mir gereicht. Das geht zu 100%, ne, geht nicht. Ich glaube, normaler Verband, ja gut. Ja, ist ja wurscht, da lernen wir alle was Neues. Ja, so. In welcher Richtung war jetzt die nächste gelbe Blärme? Einmal geschissen auf Asche und den Scheiß. Ich hätte einfach die Blärme mehr mit. Verband plus Maden oder Asche plus Verband. Asche haben wir genug. Okay, da müssen wir uns jetzt aber auf den Weg machen, weil sonst verreckt man. Mein, lass mich halt runter! Kohle. War vielleicht doch nicht so schlecht. Ist mir wurscht jetzt. Das hilft nicht, wir müssen irgendwo hin. Ich hoffe jetzt einfach mal, die Miete kommt nicht nochmal. Wir müssen irgendwie, sonst sind wir hin. Irgendwo die Blärme mit dem gelben Klump. Ja, du kleiner Sack. Ich glaube, ich stirb jetzt direkt neben dir. Oh, fuck. Ich weiß auch nicht mehr hundertprozentig, wie es ausgeschaut hat. Da ist. Okay. Besser mal wie nix. Oh, es ist kalt schon, hin. Ohne Asche, ohne alles, es scheint sich zu heilen. Hab mir das Vieh nur irgendwo erwischt? Ach gut. Die sind mir scheißegal, das ist so freiwillig, wie es ist. So, haben wir nichts mehr dran. Ah, die Miezi ist böse. Gott segne unseren Knochenspeer, meine Damen und Herren. Geil. Oh, Feier. Wieso verlieren die immer noch Leben? Feier. Nachladen, haben wir mir Holz ein wenig? Ja, bis sie uns. Wie lange hält das noch? Das hält noch ewig, oder? Was haben wir da? Das ist gekocht und da haben wir ein Languste gekocht. Oh, das wird festmalt. Schau her. Erweitern, hineinstecken. Ach so. Proteine, Energie, 5 geistige Gesundheit. Ja, hier getrocknetes Fleisch, das hält noch ewig. Das kocht die halt nicht mehr so lang. Weißt du was? Das essen wir jetzt nicht. So, dann. Scheiße, jetzt haben wir Fieber. Oh shit, wir haben Fieber. Was tut man gleich wieder gegen Fieber? Was tut man gegen Fieber? Doch, Ascheverband. Okay. Achtung, Lagerfeuer Asche. Müssen wir bauen. Herstellen. Ascheverband, jawohl. Okay. Dann schauen wir unseren rechten Arm noch mal an. Oh.
Jetzt brauchen wir Maden, oder? Fuck, wir brauchen Maden. Sag ich das richtig? Lass mich schauen. Oh, lecker, jetzt wird's wieder zach. Aber gehört dazu. Schlafen oder Suppe? Jupp, Maden nicht ist, dann müssen wir irgendwas verderben lassen. Das hilft nicht. Was lassen wir verderben? Was verdirbt denn schnell? Ich hab keine Ahnung. Ja, das nicht. Laufen hilft mir nix, gell? Scheiße. Wir verlieren heute halt auch Leben. Das ist wirklich, wir müssen jetzt irgendwas killen und das Fleisch muss verderben. Fieber geht von so einem Weg, kannst du einfach abwarten. Nein. Überleben wir das. Das wird weh. Aber meine Wunden muss ich trotzdem versorgen, weil mir die langsam... Was ist denn das da? Stachelrochen! Den werfen wir jetzt einfach in die Letten und schreien wir die ganze Zeit an. Oh, schau hier, schöner Stachelrochen. Verdirb! Und verdirbt denn der? Ich sammle den einmal. Was haben wir jetzt da gekriegt? Stachelrochen roh 19 Stunden. Das überleben wir nicht. Sorry, was ist das? Überleben wir nicht. Ich gehe jetzt trotzdem da einmal schnell her und speichert da. Wir speichern mal unten. Weil wenn wir das jetzt alles verlieren, das war ein bisschen ärgerlich. Das war wirklich ein bisschen sehr ärgerlich. Gehen wir mal da ans Feuer her. Probieren wir mal eine Stunde schlafen. Schauen wir einfach mal, was passiert. Okay, es ist gar nicht so schlimm. Also mein Health droppt nicht so schlimm, wie ich mir das dachte. Wo habe ich jetzt den scheiß Stachelrochen? Der hat noch 15 Stunden. Das überleben wir halt nicht. So ein Tierkadaver. Habe ich auch noch keinen einzigen nicht gesehen. Schauen wir uns das an. Das schauen wir eigentlich gut aus. Ja, dann müssen wir irgendwo umeinander wandern. Das hilft ja sowieso nicht. Was soll ich jetzt machen? Vielleicht ist in der kleinen Falle noch... Stirbt der Mistviech! Brasilianische Wanderspinne. Nehmen. Na, die nehme ich nicht. Na! Da ist eine Riesenkröte drin. Nehmen! Was tue ich mit der? Riesenkröte. Ich tue mich sammeln. So. Was haben wir dann? Riesenkrötenfleisch, das braucht alles so 20 Stunden, bis es verdirbt. Jetzt geht's wieder nicht schnell, nur das, was verdirbt! Verdammt! Aber gut, gehen wir in den Dschungel hinein, das hilft sowieso nicht, vielleicht finde ich irgendwas. Schwammerl, da, ein paar Steckerl nehmen wir auch mit, die können wir auch brauchen. Jetzt können wir auch mal noch schnell was probieren, das interessiert mich jetzt einfach, weil es eh schon wurscht ist. Irgendjemand hat einfach gesagt, 2-mal Feder plus Stock. Pfeil! Ja bitte! Ja bitte, geht doch! Haben sie absolut recht gehabt schon, ja? 5 Pfeilchen, in der Hoffnung, die kann man auch wieder einsammeln dann. Ja, das ist dabei da, ist wurscht ist. So, Tierkadaver. Ist die Katze nicht in die Richtung? Ich hab gerade einen kleinen Schlager gekriegt, da ist ein Babyfacke schon hin. So, was haben wir da? Da sind Larven. Die helfen uns einen Scheißmist. Da haben wir was, ja, einen Stor haben wir vorher auch mitgebraucht, gell? Da mit Storne her. Die haben Haltbarkeit, jeder Schuss macht die Haltbarkeit von den Pfeile kaputt. Ja gut, das macht Sinn. Was ist das? Da haben wir einen Parasit. Karte neuer Ort, was ist denn das? Was ist das? Das ist auf alle Fälle rot. Da will ich nicht hin. Das ist nichts für mich. Was ist das da? Immer nur dasselbe, die haben wir wieder bei der Mumu-Blärmi. Die nenne ich jetzt übrigens auch schnell Mumu-Blärmi. So viel Zeit muss sein. Namen geben. It is what it is, meine Damen und Herren. Du musst die Drogensuppe machen. Aber was für Drogensuppe? Ich hab keine Drogensuppe. Ich brauch Madenleid. Hab aber so ein bisschen das Gefühl, das überleben wir schon. Bis das zeigt bei uns. Babyfacke! Das nehmen wir natürlich auch mit, du darfst man sonst mit.
Oh, das ist ein Tapir-Baby. Oh Gott. Und wieder 5 Tage früher in die Hölle fahren. Tapir-Schädel. Sprinten wir mal heim. Brickert's einmal. Drück N, dann steht, wie die Drogensuppe geht. Muss jetzt mal heim. Muss jetzt mal heim finden und auf mein Lager aufgehen. War Tapir-Baby, das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich nicht. Schauen wir mal, die Tierfalle müssen wir auch wieder scharf machen. Das hat noch nie geschaut. Ja, so schlimm ist die Wunde nicht. Wir verlieren zwar langsam Leben, aber das kriegen wir schon geschissen. Dann legen wir da mal die Steine rein, die wir gesammelt haben. Das schaut da mal nicht. Bisschen was. Achtung. Außergegossen schaut auch überhaupt nicht. Dann schauen wir da, wie schaut es da aus? Roh 17 Stunden. Tapirfleisch roh. Das ist auch alles roh. Im Prinzip braucht man einen zweiten See einen Trockenständer. Sagt der was ist. Lupe, oh. Haben wir da irgendwo einen Bums dran? Ja, der zeigt ja das da. Ich meine, vielleicht ist das die Lupe, ich weiß es nicht. Bin mir nicht so ganz sicher, aber ich meine schon. Meine Suchbeim. Da sehe ich jetzt nicht gescheit hin, aber da glaube ich ist nichts. Na, da ist auch nichts, Das Lupenproblem ist nach wie vor, wir müssen warten, bis irgendwas vergammelt. Wir haben noch genug Ausdauer, wir gehen dabei nochmal rundum, schauen wir, ob wir noch mehr Verbände finden. Wir brauchen so Zeug auf Lager. Und nicht erst das Suche anfangen, wenn's. Aha. Sammeln. Was kriegen wir da? Federn, Arafleisch roh, Tapirfleisch, Stachelrochenfleisch, Tapirfleisch roh. Was, das ist halt alles roh, das ist alles für den Arsch da. Tun wir einen Energizer-Fungi her, Harazerfimmel, Fummelpingi. Das müssen wir halt wieder in der Finstern. Werden die aggro? Nein, ich glaube nicht, das sind meine Eltern. Ich habe gerade ein Baby geschlacht, tut mir wirklich leid, aber was soll ich machen? Schau da, wo du gerade bist, umeinander, da liegen oft tote Wildschweine rum. Bin gerade dabei, falls wir uns sehen. Der Tukan! Was wir nicht alles finden. Feder, Tukanfleisch, roh, das hilft mir alles ein Scheißdreck. Aber gut, das lassen wir alles vergammeln und da tun wir Maden raus. Halten Maden ewig, weil die komischen Larven. Ich hoffe, das ist das Gegrunze von einem Tapir. Bitte mich nicht nochmal hauen, Miezi. Nicht. So, Augen. Es ist halt in der Nacht echt schwierig, diese scheiß Verbandspflanzen zu finden. Stocke nehmen wir mit. Und nicht. Oh, wunderschöner Schmetterling. Jetzt gar nicht Armadillo pfeift. Naja, gehen wir ins Lager zurück, schlafen wir bis hell ist. Ich hasse die finsterne Scheiße da. Ich hasse es. Hast lang gewinnt. Warum machst du das auch immer in der Nacht? Ja, weil ich am Tag offensichtlich immer so viel Ausdauer hab. Was weiß ich, was das soll? Schlechter Schlafrhythmus. Was soll ich machen? Da sind wir eigentlich immer gut genährt, bis aufs Fett. Das schaut ganz gut aus. Kriege ich das noch mal aus. Bevor es zu spät ist. Ja. Stocki rein. Alle Stocki rein. Wunderbar. So. Dann werden wir wohl mal eine Runde schlafen. Das hilft nicht. Speichert man mal. Ich glaube, das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon geschissen, ohne dass wir da jetzt verrecken. Ich habe gesagt, heute gibt Zero Depth. Ab in den Chat. Ich habe noch keinen gesehen. Tun Sie sich mal nicht hinunter. Schlafen wir mal wieder, bis hell ist. Und dann schaut die Welt schon wieder ganz anders aus. Um 4 in der Früh schlafen gehen, um 14 Uhr aufstehen. Ich wundere, dass es so früh dunkel wird. Ist fast wie in echt. Ja, aber es passt schon hin. Haben wir schon wieder gut beieinander. So, die Uhr sagt irgendwas. Ja, können wir mal was schnabulieren. Jawohl, wie lange hat jetzt der Bums da noch? Schau hin, der Stachelrochen ist in 2 Stunden kaputt. Dann können wir die Scheiße da behandeln. Und jetzt gehen wir einfach sofort in diese Richtung los und sammeln mal Tabakpflanzen und vor allem dieses gelbe Scheißding.
Diese scheiß gelbe Wundpflanzen. Armadillo Sepp, du bist mein Haustier, du bist meine Alarmanlage. Wenn der Panther wiederkommt oder der Jaguar oder was da immer war, dann möchte ich, dass du mich einmal hochgrunzt. So. Augen auf beim Pflanzenkauf. Das ist eine Tabakpflanze. Ich weiß aber nicht, was man da... Ich habe jetzt einen Haufen... Oh, der Tapirschädel. Oh. Tapir-Baby, Tierhaut. Na, nicht zerstören. Was kann ich mit dir tun? Nichts zerstören, bist du deppert. Man reiche mir eine Verbandspflanze. Du Coconut! She put the line in the coconut. Ich bin... Nee. Trinken. Sammeln. Easy. So. Mehr Gelbe. Bau dir eine Rüstung. Herr Cartoon, wie? Bitte teilen Sie mir mit, wie? Aus Babyhautrüstung werden nicht so stark sein, hab ich das Gefühl. Ich glaube eher, dass ich dort Mama einen Partner schlachten muss. Das ist richtig. Wir tun noch ein paar Steine sammeln, damit wir unser Feuer mal größer kriegen. Sektor aber auch schon wieder keinerlei so gelb. Oh! Lecker Mandarin! Die essen wir gleich einmal. Wie schauen wir da? Ja, die können wir alle fressen, dann sowieso sofort hin. Ja. So, wie schaut unser Fleisch hier aus? Ist jetzt da einmal so weit. Stunden noch. Knapp 2 Stunden noch. Da ist wieder so eine geschissene Schlange, die lasse ich in Ruhe. Knochenrüstung, Bananenblatt, Seil, Knochen. Aha. Okay. 3 Knochen und ein Bananenblatt und ein Seil, das kriegen wir hin. Haben wir mit zufällig gerade 3 Knochen dabei? Ja, ich hab bloß 2. Der Rest liegt bei uns im Lager drin umeinander, aber so wurscht. Kriegen wir schon. Ich brauche jetzt erstmal Verbände. Kinder, wir brauchen Verbände. Ob sie möchten oder nicht. Ich habe immer noch keinen Scheiß gegeben. Die schaut auch sehr verdächtig aus da. Was kann das? Was tust du? Klingen +1. Ich höre schon wieder was grunzen. Verpiss dich bloß. Das hat sich jetzt nicht angehört, wie doch tatsächlich. Das ist so unbekannte Kräuter. Du hast Egel. Wo siehst du denn das? Wir haben Egel. Wahrscheinlich an die Brunstohren. Mistviecher. Geschissene. Einfach. Da steppt schon wieder irgendwas neben mir. Ich hoffe jetzt einfach mal, das ist nichts Base. Oh, das schaut gar nicht gesund aus, das sagt ich. Ah ja, na gut. Da kommt ja rechts -2, weil Egel, gell? Ja, weiß schon. Tun sie sich nicht hinunter. Wir suchen wir jetzt aber trotzdem. Wir brauchen Medizin. Ich habe also das Gefühl, das Zeug wächst nach, genau an der Stelle, wo ich es vorher schon mal gefunden habe. Ist mir aber jetzt halt wurscht. Da können wir nicht warten. Da können wir nicht warten. Ist das der kleine Pit? Wo wir sonst da wieder rundum gereist sind? Schon, gell? Vielleicht gehen wir mal hinten aus dem Lager aus. Da war auch sehr viel. Wenn wir schon dabei sind und am Rüstung bauen sind, da brauchen wir Seil, habe ich gehört, da haben wir keinen Platz mehr. Sehr schön. Der Dr. Birger. Ja, der Bergdoktor muss sich jetzt ein wenig. Der muss sich selber ein wenig, weißt du das schon? Da ziehen wir uns schon aus, Kinder. Kannst du es nicht auf deine Karten markieren, wo die Pflanzen sind? Ich glaube, auf der Karten kann ich gar nichts markieren. So. Map! Entschuldigung, hätte ich fast vergessen. Liegt denn da ist umeinander? Ah ja. Bananenblatt. Kommst du gerade richtig. Bananenmann. Stupid piece of shit. You stupid piece of shit! Zweiten Stor dazu herstellen. Wenn du falsch zum Sortieren bist, halt Y gedrückt im Rucksack. Das war mal ein Tipp, den kann man wirklich brauchen, meine Damen und Herren. Den kann man wirklich brauchen. So, Rüstung wollte man bauen. Hier. So. Banane, also, wie? Ja, was ist halt das für Bananenblätter? Oder? So, hier, Bananenblatt. Wir brauchen noch Knochen. Nehmen wir mal ein paar Knochen mit. Irgendwas habe ich rascheln gehört. Banane, Seil, Knochen. Okay. Jetzt können wir uns gerade nicht.
gerade nicht bewegen, aber das ist mir wurscht. So, herstellen. Knochen. Seil. Banane, Seil, Knochen. Einmal Bananenblatt, 3-mal Knochen. Zweimal Seil. Ja, Alter, wie sollst du denn das rausfinden? Alter, also. Ups. Warte mal. 1, 2. Wie sollst du denn das rausfinden? Wie ziehe ich die jetzt an? Kein Platz im Rucksack. Ja, das hilft jetzt leider nicht. Müssen wir jetzt leider die Knochen wieder rausschmeißen. Den brauchen wir auch nicht, glaube ich. Die Babyhaut ist jetzt auch mal noch wurscht. Wo ist jetzt die Rüstung hin? Da war's. Ausrüsten. Die kann man öfter brauchen. Das dachte ich mir fast. So. Wie schaut's da? Ja! Sammeln! Her mit den Maden! Mistviecher, angesorgte! Das lassen wir alles vergammeln da drin. Wir brauchen viel mehr Maden. So. Essen, zerstören. Rechter Arm. Ja, jetzt wird langsam ein Schuh draus kommen. Das ist wirklich. Das muss das so! Egal, tu das noch, dass er so laut ist. Trockenes Bananenblatt. Das hilft mir ein Scheißdreck. Wir nehmen Knochen wieder mit. Ja, nehmen wir alles wieder mit, weil es mir wurscht ist. So, herstellen. Wir brauchen 4 Stück. Habe ich das richtig verstanden? 1, 2, 3. Was war das andere? Seil. 1, 2. Knochenrüstung. Baume! Die können wir wieder nicht nehmen, oder? Scheiße. Ja gut, dann werfen wir es dabei da her. Das ist okay. Ausrüsten. Habe ich die jetzt ausgerüstet? Sehe ich das irgendwo? Weiß ich nicht. Ist mir aber auch scheißegal. Brauchen wir nur ein Bananenblatt. Hier, herstellen. Banana! Das können wir eigentlich auch mit Steuerung machen. Das habe ich jetzt finally auch mal ausprobiert und finally herausgefunden. Und 2-mal Seil herstellen. So. Ausrüsten. Hoppala. Linkes Bein. Und dann braucht man noch einen Knochen. Liegt noch zufällig irgendwo ein Knochen umeinander. Jawohl. Banana Blau. Look at me, I'm the banana boy. Und zack, zack. Herstellen. Jetzt haben wir aber beieinander, du. Da kannst du schon noch mal kommen, die Scheiße aus Miese. Ausrüsten, rechtes Bein. So. Zauberhaft. Hätte ich gesagt. Das kann ich mit dem sammeln. Ich sammle jetzt einmal den Schädel und schau, was passiert. Was kriegen wir da? Gestungene Knochennadeln. Ja, lass mal da. Wie war's? Y drücke. Ah, Y und Rechtsklick. Ah. Es ist so wunderschön. Es ist so wunderschön. Es ist so wunder. Wir sehen jetzt, ob ich da verwundet bin oder nicht. Wir tun das. Ich meine, ich habe eine Lupe da, aber jetzt sehe ich halt Viecher nicht mehr, die an mir tropiken. Wohl gesagt, Maden bekommst aus allem Verfaulten, nicht nur Fleisch. Okay. Dort sitzen. Rüstung ausblenden, wie rechts am Körper klicken. Wo ist... Brauchen wir doch eine Asche? Müssen wir heim. Bruder, wir müssen heim. Ich weiß gerade nicht, in welche Richtung dass wir heim müssen. Da nicht. Da müssen wir, glaube ich, hindrehen. Was haben wir da noch? Nehmen wir einen Stocki mit. Stocki. Ja, ist noch irgendwas Wertvolleres rundherum. Müssen wir uns schicken. Ich möchte nämlich... Haben wir mir einen Ascheverband? Ah ja, wir haben einen Ascheverband. Ascheverband. Dieses Mal. Besser! Super gut. So, habe ich die Rüstung jetzt an? Rüstung anzeigen. Ah ja, gehört schon dazu, dass man die anzeigt. Sag ich dir, was ist? Das gehört dazu. So, gehen wir heim zu. Kinder, gehen wir heim zu. Was haben wir da? Da habe ich noch ein paar Schwammerl entdeckt.
Ja, kleine Stecker und so nehmen wir auch mit. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Und wir haben ja eigentlich ausgeschwärmt, damit wir Verbände finden, gell? Hat's eigentlich geheißen. Das ist der OG-Ghillie-Suit sprengen, das ist absolut richtig. So, aber bevor ich da wieder sauber zu weit irgendwo umeinander laufe und mich keinen Stecker mehr auskenne, wo wir überhaupt sind, lassen wir das lieber bleiben. Wir haben nämlich noch nicht einmal unsere Koordinaten für das Lager gemerkt. Merke ich gerade so ganz erschrocken. Ich laufe jetzt einfach durchs Wasser durch, weil es nicht hilft. Dann machen wir noch Folgendes. Steine nehmen wir noch mit. Jawohl. Und dann kannst du damit da in 2 cm auf das Ding aufspringen, du Horst. Da liegt noch ein Kokos. Da, jetzt aber schau her. Her mit dem Schund. So, 5000 Federn, die nehmen wir mit. Brauchen wir die? Ah ja, vielleicht nimm's mit. Oh, scheiße, das war zu viel. Das war zu viel, dann fressen wir mal die und fressen wir mal die und dann können wir gerade wieder gehen. Roh, Larve, Tierfleisch, roh. Ja, passt schon, haben wir schon gut beieinander. Tu dich nicht hinunter, ich hoffe, dass wir da... Der Lager ist auf der Map markiert, ja, aber ich nicht. Deswegen weiß ich nicht, wo wir hin müssen. Finden wir schon wieder, da wuseln wir jetzt da ein bisschen. Ja, haben wir schon, passt schon, haben wir schon da. Trotzdem haben wir immer noch keinen Verband nicht gefunden. Wir haben eigentlich ziemlich gut beieinander, das passt. Ich darf jetzt sagen, dass wir diesen Tag noch irgendwie überstehen. Aber einmal möchte ich gerne noch Verbände finden, weil da haben wir wirklich nicht einen Teufel. Da haben wir bloß die 2 und das ist Zwing. Den Rest lassen wir im Lager dann aus. Und dann passt. Da wachsen Mandarinen, das merken wir uns auch. Wie schauen wir da eigentlich aus? Ja, schauen wir ziemlich fit aus. Alle unsere nächsten Sachen sind so gut wie voll. Was ja, denen da hinfinden dann. Haben wir schon hingefunden. Jetzt gehen wir noch mal Richtung in das komische rote Deal. Seile wieder farmen. Oder wir überhaupt nicht geschaut. Sehen haben wir gar nicht mehr, aber jetzt kann ich nicht mehr gehen. Dumm. Schmeiß das weg. Geht zurück, lassen wir erst das Lager aus. Eins nach dem anderen. Koordinaten sind doch auf der Uhr, oder? Das stimmt ja. Eine grobe Richtung kann man schon herausfinden, wenn man wollen würde, aber ich habe gewusst, dass wir nicht so weit weg sind vom Lager. Was tut da so wuseln? Was haben wir da gefangen? Eine brasilianische Wanderspinne, die nehme ich nicht, bist du besoffen. Oh, stirbt aber auch nicht. Soweit ich noch weiß, gibt ein langer Stock, großer Stein und ein Seil, eine Zweihänder-Axt. Oh, okay. Jetzt müssen wir trotzdem erst das Lager ausleihen. Hilft uns nichts. So, den ganzen Schund, den wirf ich da, den wir nicht brauchen. Was brauchen wir zum Beispiel nicht? Y erstmal. So, die Tierbabyhaut ist sauber zu fett. Die scheiß Steine, die wir ins Dings rein, da brauchen wir da überhaupt noch kleine. Oh ja, da brauchen wir noch einige kleine. So. Stein. Und 4 große Steine. Gut, die finden wir auch noch irgendwann. Zweihänder-Hacke ist eigentlich gerade gar nicht so wichtig. Wenn ich drüber nachdenke, was sind unbekannte Kräuter? Ja, weiß ich nicht, was das tut. Raus. Kokosschalen stellen wir 4, die behalten wir uns. Da machen wir jetzt wieder so. Das passt, was ist denn da so schwer? Das ganze scheiß Fleisch. Roh. Das nehmen wir da oben. Da oben. Das ist sauber, Wasser sauber. Und der wir dann zu unseren Coconuts ein paar dazu. Ich weiß ja nicht, ob das die Einheimischen klauen oder so, aber das werden wir dann schon herausfinden. So, wunderbar. Dann haben wir wieder ein Stück leichter. Da werfen wir die ganze Kokosnuss her, die brauchen wir nicht. Die eine Larve lassen wir frei. Da, die linken, nein, das tun wir nicht. Nein, das tun wir nicht. Was ist da? Es ist immer noch roh. Ja, aus Lehm, aber Lehm ist limitiert in Story-Modus. Was gruschelt da? Abhauen. Man kann jede Menge Lager bauen. Ja, das ist mir letztes Mal schon gesagt worden. Aber das ist mir jetzt halt einfach mal wurscht. Wir haben jetzt wieder gesund, wir haben richtig gut dabei. Wir haben einen Knochenspeer, der hat leider bloß noch 8% Haltbarkeit. Knochen haben wir halt jetzt gar keine mehr, gell? Aber wir haben einen Stachelrochenstachel. Muss ich direkt was ausprobieren. So. Und die fetten Steckern, die müssen wir auseinanderhauen, weil wenn ich die sammle, kriege ich lauter kleine Steckern und die kann ich nicht brauchen. So, jetzt pass auf. Herstellen. Dann probieren wir jetzt mal was. Ah, Kim, wieso nicht? Kann ich es dann... Nein, das haut jetzt auch nicht hin.
Egal. Was soll man? Nein, kann man nicht, gell? Ja gut, dann müssen wir uns einen Steinspeer bauen. Das hilft nicht, Hier, Steinspeer. Weil unser Knochenspeer geht relativ bald kaputt. So, wir nehmen einen Bogen auf die 3, die 2 Speere da her, dann bauen wir uns noch ein Werkzeugel, haben wir da noch 2 Steine umeinander liegen gehabt. Hätte ich gehofft. Ja, ohne Scheiß, seitdem der Scheiß... Da haben wir noch einen Knochenspeer, wieso nehmen wir nicht einfach den? Wie ist denn der bei noch? 21%. Dann werfen wir da dabei den rein. Machen wir es so, wir haben ein paar Pfeile dabei, das schaut gut aus. Sortiert das mal neu, wunderbar. Riesenkrötenfleisch, sammeln. Jetzt wieder paranoid, jetzt ist es noch und so weit. Ja, ist aber auch so! Ich meine, das klumpt da, das lassen wir drin, das ist wurscht, das können wir stapeln. Nein, ums Tapirfleisch ist es halt echt schade, da hätte ich jetzt gerne einen zweiten Ständer. Ständer! Aber das dauert nicht zu lang, das ist schade drum ein bisschen, aber das hilft nicht. Da schauen wir da, das schauen wir auch gut an, da kann man mal ein bisschen was gegessen. Weil dann suchen wir noch Steine für unser Feuer. Warum nicht? Werkzeug benutzen, um Glut herzustellen. Nein, ich möchte eigentlich das ganze Holz da reinwerfen. Jawohl. Jawohl. Und dann können wir da eigentlich noch ein bisschen was sammeln. Und Steine um Versandpflanze, ja genau. Und Verbandspflanze. Da haben wir wirklich, die ist schon selten, das Drecksding, gell? Kruzifix. Jetzt mal, wenn wir eine gebraucht haben, haben wir ziemlich schnell eine gefunden. Jetzt, wo ich allgemein danach suche, da findet man keine. Nur mal ein bisschen ausschwärmen. Das hilft nicht. Wie spät ist 3 Nachmittag, perfekte Uhrzeit zum Ausschwärmen. Wir haben in diese Richtung. Was haben wir da so? Nix. Gelbe Verbandspflanze und große Steine. Aber die großen Steine muss man in der Hand zurücktragen. Das gefällt mir nicht. Kannst du anbauen, ein bisschen gärtnern, die wachsen nicht nach sonst. Was wächst? Ach, man kann man diese Pflanzen anpflanzen. Also ich habe noch keinen Samen nicht rausgekriegt aus so einer Pflanze, wenn ich es zusammengehauen habe. Ich habe noch keinen Samen aus der Pflanzen rausgekriegt. Ja, okay. Komm, lass bleiben. Zauberpflanzen nehmen. Oh, mit Scheiße. Nochmal kein anständiges Werkzeug. Eine Hacke kann man uns einmal wieder bauen. Stein! Stein wo? Bei Wasser. Ist das ein Stein? Das ist ein Stein. Das ist auch ein Stein. Stein! Aus den Blüten kann man dann das... Ja gut, das macht... Da hätte man auch selbst drauf kommen können. Aber sagt es keinem. Und so eine Anbaute, was ist denn das? Das sind diese Tierkadaver. Haben wir auch noch nie gefunden gehabt. Aber ich sehe jetzt das erste Mal. Und da haben wir einen Stein. Ist das ein Stein? Ja, großer Stein. Und mit dem gehen wir jetzt nach Hause. Ich hab die genau knurren gehört, du Mistviech halt. Hau bloß ab. Ich geh da. Ich geh da so rundum in der Hoffnung, da geht der Weg weiter. Hau bloß ab. Da ist ein Kapibara und ein Wulzau im Fluss. Nimm das. Das ist gut, schmeckt. Bruder muss los. Ich hoffe bloß, dass ich in die richtige Richtung laufe. Sicher bin ich mir nicht, sag's was ist. Warum haben wir da eigentlich keinen Baum auf Eislauf gebaut? Ich weiß nicht. Scheiße, was haben wir jetzt? Armadillo-Mann. Scheiße, wo sind wir jetzt? nicht verlaufen. Okay, da ist Storhausen. Da haben irgendwo... Okay, jetzt haben wir uns komplett verlaufen. Jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Ich laufe einfach mal. Wir haben Gott sei Dank einen Haufen genommen. Wird das unsere Expedition. Das hilft eh nicht. 10 Meter weg vom Lager und lost. Ja, wenn mit der Jaguar so der Schritt hat der Huren. Ich glaube eher so in die Richtung da. Hä? Ja, Katun, danke für den Tipp. Links. Du hast einen Kompass. Das ist richtig. Das werden wir schon herausfinden. So.
solange ich das Gegrunze da neben mir her laufe, ich einfach bloß das kenne. Ist so ein Kompass links, Map-Uhr. Hallo, bloß. Hallo, Herr Kraut. Ist mit euch. Aber so scheiß gelbe Pflanzen haben wir immer noch gar nicht gefunden. Kommt sie fix. Scheißegal. So, hier, Stein. Stein ins Feuer. So, wunderbar. Wie schaut das Ganze klar? Ja, da können wir hier sammeln. Maden her. Her mit dem Madenschund. Am Fluss lang. Das Lager ist am Fluss. Nein, soll einfach nicht. Also grundlegend, ja. Es gibt aber wahrscheinlich nicht bloß einen. So. Wie viele Maden haben wir? Wo sind die Maden? Wo sind die Maden alle? Ah, da. Maden 6. Ja, schön. Ja, passt schon. Maden gesichert. So. Da hinten war ein Stor mit einem Haufen Steine. Da gehen wir jetzt wieder hinten und holen wir die Steine, wenn es pressiert. Und wenn die Miezi kommt. Miezi, hau ab, ich habe eine Bananenrüstung! Oh, so, großer Stein. So einfach was gewinnen. So. Sehr schön. Dann habe ich da noch ein paar lange Stecker umeinander liegen sehen. Die schon auch überhaupt nicht. Die haben wir, glaube ich, letztes Mal noch angeholzt. Langen Stock. Warte, ich trage mal zurück. Die können wir auch noch für irgendwas brauchen. Das Einzige, was mir beim Baum abholzen nervt, ist. Schnell was ausholen. Oh, so, hier sammeln. Und nochmal sammeln. Bauen wir uns noch ein paar Pfeile. Das hat er mir überhaupt noch nicht geschaut. So. Jawohl. Du hast wahrscheinlich 2 Baupläne gelernt, die du dir anschauen kannst. Ja geil, machen wir. Haben wir sowieso noch nicht lang gemacht. Jetzt hätten wir eigentlich lang genug mit Zeit gehabt. Machen wir so. Da können wir eigentlich noch viel mehr solche Dinger bauen. Hoppala. 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 So, sammeln. Mehr Pfeile bauen, oder? Man kann überhaupt nicht genug Pfeile haben, das sage ich dir, was ist. Ich sehe nämlich, da ist schon 3 so Kongo-Mongos umeinander und dann bin ich gefickt. Tja, so sind aber die Kongo-Mongos gefickt. Das ist alles, was ich weiß. Ah, nochmal 5. Sehr schön. Fackel! Ja, das wird man eigentlich auch nicht dabei haben auf unserem Weg, gell? Eigentlich schon. Da müssen wir für alles gewappnet sein. Aber wir haben schon gut unterwegs, der ziehe ich mir nicht an. Und jetzt sagen, kann ich das nicht besser sortieren, oder was? Naja, gut. So. Stein raus. Gut, Feder wiegt nichts, ist mir jetzt aber auch wurscht. Das da her. Das Herz lassen wir dabei da drin. Knochen werfen wir da her. Lassen wir, nehmen wir mit. Für was das ist, weiß ich noch nicht so ganz. Knochennadel lassen wir auch da. Okay. So, dann nehmen wir sammeln. Das vergammelte Fleisch muss weg. Dann bevor die Schwammerl verrecken. Die finden wir unterwegs. Essen, als Wurst ist. Weg mit dem Schund. Essen. Was haben wir da so? Ein guter Bissi-Verband haben wir, aber wenn die Mieze kommt, sind wir wieder genudelt. Knochenspeer 21%. Der Bong hat 36 und die Steinklinge, da brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Da kann man noch eine Fackel reinstecken. Wir haben eine Fackel gleich wieder gebaut. Stock, Seil, trockene Blätter oder irgendein Schmarrn. Weiß ich nicht. Gehen wir nochmal ein Stickel. Vielleicht findet man noch einen Stor. Mit dem Stachel kannst du Würmer unter der Haut raus. Das weiß ich. Das haben wir schon mal gemacht. Das haben wir schon mal herausgefunden. Da ist der Drumstor mit den Stornen um. Das ist gut, bauen wir unser Holz. Gehen wir einmal ein bisschen sprinten, schaut nicht, haben wir gut beieinander. Jetzt war noch geil, wenn unser Fleisch da fertig tricket, damit wir da oben haben wir schon wieder irgendwo. Warte mal. Stein rein. Jetzt ist es natürlich in der Finstern. Warum auch nicht? So, haben wir da irgendwas? Nein. Haben wir da irgendwas? Nein. Möchtest du wetten, dass dann die Weidel drauf picken, wieder die Mistviecher? Ich weiß nicht, wo sie herkommen. Oh, Leeches everywhere. Remove 50 Leeches from your body. Aber das Scheiße schon 50 Mal gemacht. Der Ernst? Hat's auch. Besser später als nie, deren Leute. Adina, da hast du absolut recht.
Was wollten wir da? Noch einen Stor suchen? Noch einen Stein. Wir haben noch genügend Ausdauer, genügend zum Essen. Es ist 7:30 auf die Nacht. Da vorne haben wir noch irgendwo einen Stor gesehen, meine ich. Da nicht am Stor, ein Stor. Was da? Stock, nehmen wir mit. Was ist das? Was ist das? Halten, annehmen. Banisteriopis-Reste, für was da immer, dass wir die brauchen. Aber. Oh. Da brauche ich euch. Leute, ich mag nicht sterben. Blauer Pilz, essen oder nicht? Das braucht, dass die Story weitergeht. Oh, okay. Das ist ja das, was ich jetzt gern dann einmal anstoßen würde. Ja, das sind alles Vorbereitungen, damit ich nicht alle 5 Minuten schauen muss, oh Gott, ich verhungert. Oh Gott, ich bin ohnmächtig. Oh Gott, ich hab keine Ausdauer mehr. Oh Gott, ich brauche Fett. Das ist ein guter, ja, unbedingt. Essen brauchst du nicht für die Story, schreibt der Cartoon. Gibt Energy, geht, die Blauen haben die besten Schwammerl. Okay. Ich vertraue euch jetzt da einfach einmal. 2 Kohlenhydrate, 10 Energy! Brother! Wenn muss mir etwas sagen? Namen geben? Duracell! Ich schreibe lieber Energy. Nice! Blaue Pilze machen hart. Die blauen Tabletten auch. Was? Aber nicht kochen, das mag ich nicht. Gut, das haben wieder Details. Bis jetzt habe ich noch keinen einzigen Schwammerl gekocht. Ich brauche noch einen Stor, Kim. Oh, es ist wirklich fucking finster. Nein, was meinst du, was da los ist, wenn du in der Finstern in so einem Dschungel bist? Was meinst du, was da los ist? Ja, du Arschlochpilz, wie haben wir ihn genannt? Man kann es nicht lesen vor lauter Behinderung. Kacknudel-Hurensohn-Stor habe ich, glaube ich, genannt. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon, so in etwa. So, wenn wir jetzt da irgendwo einen großen Stor finden, dann war ich wirklich glücklich. Da unten ist ein großer Stor. Na, da springe ich jetzt nicht runter. So, großer Stein und dann einfach zurück aus. So, hier haben wir schon und wieder nach Hause. Soll ich mir jetzt was brauen? Nein. So, wir gehen nach Hause. Im Fluss entlang. Wunderbar. Was man auch mal gibt's irgendeine Fackel, die unendlich lang brennt? Weiß ich nicht, irgendein so ein Ständer mit einem Topf drin, so den man um das Lager rundherum aufstellen kann irgendwie. Gibt's sowas? Oder das nicht unendlich lang vielleicht brennt, aber halt lang brennt. So, und jetzt machen wir was. Ja, wir gut dabei, speichert man ganz um. Nein, gibt's nicht. Feuer spawnt Einheimische und Jaguare. Was Jaguare gingen dann aufs... Also die Einheimischen, ja genau. Einheimischen, das verstehen, aber dass der Jaguar, geht der in echt auf, Licht in der Nacht? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Dass wenn der Feier sagt, dass er da hingeht. Ich weiß nicht. Wenn du jetzt in der Nacht vor einem Jaguar gefressen wirst, lachen wir die aus. Das ist dir bewusst, oder? Ich glaube, dass es mir wurscht ist. Sie werden halt angezogen. Naja, gut. Dann lassen wir das Feuer schön brav da, wo es ist. Und weißt du, was ich jetzt tue? Ja. So. Jetzt passen wir mal hoch. Dromen lockern mit Sicherheit auch gar keiner. Kann mir nämlich der Jaguar sauber am Arsch lecken. So, jetzt haben wir doch da hinten irgendwo Palmblätter hingeworfen. Du gewusst, dass wir es noch brauchen. Kann ich die irgendwie... Ja. Die Lorte ist noch ein bisschen unvorteilhaft platziert, das müssen wir noch anders machen. So. Nein, wir kriegen das ist genau die richtige Hebe, kriegen wir keinen Damage. Und dann liegen hinterm Heisel, glaube ich, liegen auch noch ein paar umeinander. Ja, oh ja, die Nester, die Fasern können wir brauchen. Faserige Faser. So, ich weiß nicht, wie viele Palmblätter das wir brauchen, aber ich glaube, wir alle zusammen, die da hinten am Boden anliegen. Das schaut gut aus. Und dann müssen wir die Leute ein bisschen umplatzieren, weil da ist ein bisschen blöd auf zum Gehen. Ich muss da mitzogen oder da mitzogen. Tja. So. Und was wir auch noch brauchen, um ehrlich zu sein, war da ein Dach drüber. Das ist das Peinlichste. Bladelhaus, das jemals jemand gesehen hat. Das ist mir aber wurscht. So, was ist Plattform mit Aussparung. Oder Plattform. Nein, ich brauche keine Plattform. Warte mal.
Ich brauche das Gesteh da. Dann brauchen wir das da. Holzscheit, langer Stock, ja, das kriegen wir hin. Ah, genau, ziehen wir jetzt doch direkt da so her. So. Dann springen wir da, dann haben wir noch ein bisschen Ausdauer. Das passt ja schon. So, komm ich da hin. Need a rest. Ich muss mich ausruhen. Erstmal springen und einen Baumstumpf da oben aufwuchten. So, wir schauen mal ganz gut aus. Hier nehmen wir mal eine Banane mit, die hat noch nie geschaut. Und haben wir die Palmen um. Der Jäger kann fein da aufspringen. I don't believe you. Kann er das wirklich? Haben wir noch genug aus da, oder wie? Kann jeder im PC? Ja, egal. Ich baue den Turm jetzt da trotzdem, ob es da passt oder nicht. Ich schlaf trotzdem da oben. Ich fühle mich sicherer. Ah, ich will keinen Ton hören. Bitte lassen Sie mich zufrieden. Brauchen wir immer noch einen langen Stock. Haben wir noch einen langen Stock? Weiß nicht. Und aber Baumstumpfen. Oh, da ist noch was. Aus dem kommen die letzten 2 Steckern raus. Das passt auch. Wir haben noch genug Ausdauer. Das passt auch. Warum ist denn unser Lehm so schlecht beieinander? Eins, zwei. Ja, oft zuhauen können wir nicht mehr, aber das klang schon noch. Das wollte ich nicht. Was soll das? Weißt du, wie ich mein? Mein Cursor ist da, aber der weiße Punkt ist und die Feder markiert mir. Leg mir doch am Arsch. How about that? Nimm jetzt das Ding, weil ich ausrast. So. Nein. Ich muss die Leute anders bauen. Krieg einen Vogel. So, und dann brauchen wir noch Seil. Seil. Wir haben natürlich wieder keine Seile nicht. Schafft man das noch? Vielleicht haben da wieder welche nachgewachsen. Schauen wir mal. Wir werden der Hardway lernen, ob der Jaguar da aufkommt oder nicht. Na, so wie wir es immer lernen. Muss man jetzt nicht alles vorsagen lassen. Aber ich möchte behaupten, wir haben schon sehr viel besser dabei, als das vorher war. Oder sonst der Fall war. Wenn das Lager hinzimmert. Ja. Also wenn mich in meinem Leben jemals, selbst mit 70, die halbe Ausdauer, egal in welchem Zustand kostet, dass ich über den Baumstampf drüber steige, dann bitte grabt's mir ein, dann mag ich nicht mehr da sein. So, ein Ding noch. So, und dann brauchen wir ein Dach. Wo ist Dach? Dach. Na, das Ding da. Sehen wir das aus? Ja, das brauchen wir nicht. Eine Plattform brauchen wir nicht. Dachplattform. Was ist das da? Bananenblatt. Was ist? Bauen wir uns aus Bananenblattl? Nein, ich mag die Bananen eigentlich gar nicht abholzen. Das ist ein totaler Krampf. Genau. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen eng, dass wir das noch fertig kriegen. Aber schauen wir mal. Wie viel haben wir braucht? 16. Das wird eng, das werden wir nicht mehr ganz schaffen, fürchte ich. Wo haben wir jetzt die ganzen? Eins. Da müssen doch 15.000. Ja, da oben liegen 15.000. Okay. Wird schon. Ja, man kann da eine Wand bauen. It's 16 times the progress. Herr Bernie, danke schön. Wenigstens einer merkt's. Stimmt eigentlich da ein Wind und wir bauen, dann kann ich da einfach da so aufsteigen, ohne dass es mir runterhaut. Kann man schon mal planen, weil warum nicht? Eine Mauer, Hauswand haben wir sowieso noch, die habe ich noch nicht mehr gesehen. Ja, genau, sowas, mit dem Fenster. Freilich bauen wir mir da ein Fenster hin. Leiter, Hängebrücke, hier, freilich, hier, pass auf, die zimmert man da rein. Da, hier, oben, kann ich aussehen. Ja? Kann ich aussehen, warte, wo ist denn der Bogen? Da, funktioniert das überhaupt? Mei, das fühlt mir dann schon aus. Jetzt holen wir noch mehr eine Ladung Palmblätter. Dann können wir wieder oben sauber schlafen. Da hat ein Bananenblättl liegen, aber die interessieren uns jetzt nicht. Da haben auch noch 25 herum. Oh, kein Platz mehr im Rucksack. Schweinerei, mag ich behaupten. Oh. Okay. Das geile Rumgeklitsche. So.
Wir brauchen noch 4 Palmblätter. Kriegen wir noch. Die kriegen wir noch, bevor es uns umhaut. Schlangen. Wo sind Schlangen? Ich habe keine Schlange gehört. Ich höre normalerweise zischen. Mistviecher, die angesuchten. 4 Palmblätter brauchen wir noch. Ich habe hier 2. Liegt da noch irgendwo eins umeinander? Ist irgendwo eins runtergefallen? Ist da haben wir noch eins. Da, schau hin. Gerade zum Saufordern haben wir's! Oh, jetzt wird's dann eng. Ja, ich hab schon gesehen, jetzt wird's dann eng, aber ein Dachel braucht man schon, gell? Und, yes. So, die Scheiße schmeißen wir da runter. Jetzt schau hier. So, da schlafe ich in meinem Blätterbett. Meine Damen, aber essen hätte man da was sollen vielleicht. Meine Lebensleistung ist so seltsam. Da müssen wir schlafen bis um 10 Uhr Vormittag speichern und dann gehen wir einfach mal auf Expedition. Packelt mal ein, was da ist, was wir brauchen können. Thirsty. Kriegen wir. Da bauen wir jetzt nicht weiter. Da wird jetzt einfach einmal, bevor wir uns, schauen wir mal die so. Ja, genau. Das schaut richtig gut aus. Wieso ist die, da müssen wir was sammeln. Ich sehe mich schon wieder den ganzen Tag verblöd. Was ist denn das da? Das behalten wir uns einmal. Die komische Tierhaut werft man da her. Wieso ist da nichts drin? Guck, dass die Schale leer ist. Pisst doch die ganze Zeit. Sauber. Das war die ganze Coconut. Die brauchen wir natürlich nicht. Dann schauen wir da mal her. Essen. Dann schauen wir nochmal. Dann brauchen wir ein bisschen Fleisch. Ein bisschen Fleisch. Bist du jetzt da einmal fertig? Es ist immer noch nicht fertig. Sagt man das da irgendwo, wie lange die brauchen? Oder brauche ich wirklich? Normalerweise läuft doch da ein Ding rundum. Muss ich wirklich ein Dach drüber bauen? Ist das irgendwann? Das war ein Witz von euch, ihr Trottel. Also ein bisschen hassen tue ich euch schon. Ich weiß nicht, das ist ein Geben und Nehmen. Ihr wisst nicht, wann ihr mich ernst nehmen sollt und ich weiß nicht, wann ich euch ernst nehmen soll. Aber der Chat macht es nicht leichter. Verdammt! Ja, dann müssen wir da noch mal einen Tag lang rundum ziehen. Ja, es hilft ja nicht. Hey Leute, es ist, was es ist. So. Rahmen. Was heißt Gabe? Das haben wir noch gar nicht gehabt. Im Chat kannst du immer ernst nehmen. Ja. Räuchereffekt. Ja, das ist mir schon klar, dass ich ihn echt natürlich nicht einfach als Fleisch zum Tricken draußen den Garten hänge ohne Dach. Das ist mir schon klar, aber dass das Spei so weit denkt. Stehst unter das Bett, da hast du ein Dach. Das habe ich mir jetzt auch gerade gedacht. Ich kann doch das einfach abbauen, aber da ist ja kein Platz. Das ist wieder sicher nicht. Das ist unser Chaos-Dings da. Das heißt gelb. Was es gelb heißt, da sind Pflanzen im Weg, die man kaputt hauen könnte, oder? Nehme ich mal schwer an. Dann platzieren wir es halt ein bisschen so, dass es einfach weiß ist. So. Müssen wir halt leider Gottes jetzt nochmal irgendeine Palme umhauen. Ist mir aber auch scheißegal irgendwo. So freiwillig wie es ist. Kriegen wir da irgendwas raus? Schauen wir mal. Ja, ich sehe, wir haben eine Lupe. Sehr schön. Untersuchen wir uns einmal kurz. Ja, wo kommen die alle her? Bruder, ich habe im Baumeisel geschlafen. Geht ein blutige Mistviecher angesucht. Haben wir nichts mehr. Passt. Wo stock ich? Stock 1, 2, langer Stock. Langer können wir mit Sicherheit auch brauchen, ja. Es ist ja gar nicht so unendlich viel Aufwand, diese komischen Rahmen da zu bauen. Es hält sich in Grenzen. Da, der nervt mich auch. Alles nicht abgeholzt! Ist mir wurscht! Hau ab mit deinem Schund! Kriegen wir den da auch umdroschen? Ich weiß jetzt nicht, den lassen wir nochmal stehen. Da haben noch Palmen. Hinten. Schauen wir schon gar nicht so schlecht aus. So, was mich sowieso schon lange mal interessiert, was passiert, wenn die Palme auf mein Zeug drauf fällt. Gott sei Dank nix. Gott sei Dank geht's nicht wie in The Forest. Oh! Ja, markier halt bitte den Rahmen. Bitte. Los mit. Nein. Da muss ich also hinzielen, dass ich den Rahmen. Okay. Ja, das Spiel wird schon wissen. So, der lange Stecker, der ist schon verpackt, seit wir angefangen haben zum Spielen. So, langes Stockri. Jawohl. Dann haben wir da nochmal ein langes Stockri, wenn ich mich richtig erinnere. Und da haben wir einen Holzscheit, den behalten wir uns einmal noch. Ist da ein langes Stocki. Kim, bitte. Ach, ich hasse. Da ist noch ein langes Stocki.
langes Stocki, kurzes Stocki, wunderschön. Machst einmal ein Dachel über meinen Schund drüber, bittchen. Ja, ja, ja. Wie viel Soll haben wir? Wahrscheinlich auch wieder um 1 zwingen. Nein, um 2 zwingen. Kriegen wir schon. Freilich warum brauche ich für die eigentlich eine Viertelstunde zum Aufklauen und für einen Holzstecker nicht? Das verstehe ich auch nicht, aber das wird schon alles sehr richtig kein haben können. So, habt ihr heute eigentlich schon mal auf den Like-Button draufdroschen? Habt ihr das heute schon mal da? Wisst ihr überhaupt, wie das geht? Das ist dieser lustige Daumen nach oben, das kleine Symbol unter dem Video. Das ist gut für euch, vor allem, wenn du da drauf druckst. Warum, das erklärt dann erst mal, wenn es soweit ist. So, Dach. Wo war's Dach? Da war's Dach, dann nehmen wir wieder Palmblätter, rauf damit. So, da liegt da der Haufen Schund umeinander, das können wir direkt anstauen, schau her. Ja, gleich zusammenzimmert. Wie nicht, wie nicht. In echt kann ich übrigens, momentan schaue ich zum Einschlafen, schaue ich mir Outdoor Boy so, das ist ein Amerikaner. Der wohnt in Alaska, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe noch nicht so viel angeschaut, aber das, was ich angeschaut habe, da habe ich gedacht, so, der wohnt in Alaska. Sagt er ab und zu. Und da tut der so Outdoor-Sachen machen. Der geht da einfach in einen Wald rein und dann ist er da für einen Tag oder 3. Und der tut da ein Lager bauen und hat so einen Scheiß. Sehr entspannend. Das macht Spaß zuzugucken. So, Dachel baut! Kann ich da jetzt eine Hängematten umbauen oder wie läuft der Bums? Was der ich sag? Was der ich sag, Freunde, das auch nicht. Das mag ich jetzt mal schnell ausprobieren, wo man das hinbauen kann. Kann man das da am Baum aufbauen, oder was? Oder brauche ich da so einen ultra fetten Baum? So den da hinten. Warte mal. Das ist voll die Ries, das ist eine Atomplattform! Da kann ich ja Raketen starten auf dem Ding! Wie bauen wir denn? Warum bauen wir mir einen Turm am Boden, wenn ich das haben kann? Der Jaguar kommt da auch auf, das ist mir wurscht. Wie komme ich da auf? Baumplattform, Rahmen, Baumhausrahmen. Kleiner Unterstand, Hüttenunterstand. Der ist da noch nie aufgekommen. Denk dran, wenn du ein Blatt betrittst, bricht es zusammen. Das habe ich nicht gewusst schon, ja? Baumhaus wird gebaut. Nice, da müsste normal so ein Kletterding im Baum. Ja, das Seil habe ich schon gesehen. Irgendwo mal. Warte mal. So das Aufgekraxel-Ding. Na. Jetzt warte mal, Plattform. Was war da? Ich hab's genau gehört. Ich warne dich, Mistviech. Ich warne dich, Mistviech, einmal. Baumplattform kannst so an kleiner Baum nehmen, um eine Kette zu bauen aus Baumheisel. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Baumenü Lesson. Free Frankie. In Caps Lock auch noch. Lesson mit 2 S. Erst Pläne lesen, dann anfangen zum Zuhören. Nein, ist ja langweilig. Komplett langweilig ist. Oh, blaue Schwärme. Ah, nein, die verfaulen bloß in meiner Hosentaschen. Ja, aber das hilft nicht. Da müssen wir jetzt nicht reinluren, wenn wir das bauen. Das hilft ja eh nicht. Was ist das da so? Der blöde. Nein, das ist alles Schwachsinn. Wenn, dann muss da drin sein. Ja, genau, das da. Seil. Oh, Platz schaffen. Ich meine, wie. Ja, ich sag schon, aber ich kann das da nirgendwo. Need a rest. Haben wir ja schon wieder ein bisschen ausgepowert, aber gut. Wenn es Plattform fertig ist, dann ist. Ja, aber wie soll denn ich die. Achso, das kann ich von der. Okay. Was passiert? Was passiert denn, wenn ich den ganzen Scheiß da wieder zusammenhau? Ich mag ihn eigentlich nicht zusammenhauen, das sag ich dir, wie es ist. Leckt mir am Arsch. Aber noch Klump umeinander liegen, das wird erst verheizt. So schaut's aus. Aber ich kann nicht mehr so lang. Du brauchst dann noch einen Boden für das Klettern. Ja, ich dachte es mir schon. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass das geht. Dass ich von daher unten die Banddinger da einstecken kann. Das ist auch ein bisschen komisch, unrealistisch, aber gut, ist ja wurscht. Gut,
Wir haben einmal angefangen damit, das interessiert uns eigentlich nicht allzu stark. Wir warten mal ein, unsere Expedition geht los, wenn das Fleisch drucker ist. Aber vorher brauchen wir nicht gehen. Schauen wir mal, wie wir da beieinander sind. Wir könnten Fett und Dings brauchen. Fett und. Ja, oh, das dauert ja ewig! Fuck, das hätten wir viel früher machen müssen. Scheißdreck. Ja, das hilft uns nichts. Das hilft uns nichts. Wie spät ist? 1:45 Nachmittag. Wir müssen eigentlich eine Feier machen und noch mehr ein Viech grillen. Müssten wir eigentlich, aber wir können noch ein bisschen Holzzeug sammeln. Vielleicht kriegen wir einen Holzbaum, noch mehr einen Baum umgeworfen kriegen wir nicht, glaube ich. Da liegen noch 2 Holzstämme umeinander, das ist gut. Feuer und das Fleisch. Ich weiß nicht, kann sein, bringt das was, aber ich glaube, das tust du nicht, tust das normal, glaube ich auch nicht. Normal tust du das dann, kann man reichern? Und es hält dann noch länger? Brauchen wir noch 8. Dann muss ich einen Baum nach dem anderen da umeinander hauen. Lieber später als nie. Servus. Sei noch da, grüß Gott beieinander. Nein, Wasserschweindl. Ein Wasserschweindi. Da können wir mal ein bisschen was trinken, damit es da besser geht. Aber jetzt müssen wir schnell ein wenig schlafen. Hilft nicht. Wir kommen schon vorwärts. Kinder, wir arbeiten dran. Nein, ich gehe in mein Baumhäusl. Für was habe ich es gebaut? Für was habe ich es gebaut? Lassen mich in Ruhe. Ich sag, dass der Jaguar da nicht draufkommt. Servus, Bürger, das ist wieder Zeitlang. Das dauert denn sonst den ganzen Tag. So, 18. Ja, wir müssen wieder mitten in der Nacht umeinander wursteln. 6. See. Ja, mach aufwachen. Hätten wir früher aufwachen sollen, dann hätten wir wieder am nächsten Tag. Ja, gut, weißt du, was es ist. Weißt du, wie es ist mir scheißegal. Jetzt sehen wir halt wieder einen Scheißdreck. Ich hab vorher gerade wieder Baum umeinander stehen sehen. Die Frage, hauen wir den da um? Hauen wir mal so einen richtig dicken zusammen. Hauen wir die fette zusammen jetzt! Die daten halt so schön die Seile dann daneben spawnen und so, aber die 10 Meter, das kennen wir schon. Wenn du am Jaguar oder so mit dem Pfeil ins Gesicht schießt, fällt er einfach tot um, One-Shot. Also Headshots sind bei allen immer One-Shot. Kriege ich den Baum mit dem Stor überhaupt down? Macht jetzt nämlich gerade nicht so den Eindruck. Da müssen wir uns gerne die Baum suchen, das hilft eh nicht. Da, hier haben wir noch was. Da kriegen wir nichts Gescheites raus, da könnten ein paar rausfallen. Bogen-Headshot ist immer One-Shot. Immer. Okay, dann müssen die mit dem nochmal üben, glaube ich. Naja, das werden wir dann, wenn es soweit ist. Das kriegen wir dann schon. Das kriegen wir dann schon. Jetzt fetzen wir da erst einmal im Vollsprint in der Finster umeinander. Und zimmern wir da dabei das Zeug zusammen, bis unser Fleischdrucker ist. Weiß ich nicht, was soll man sonst tun? Da können wir den noch zusammenhauen, da, weil warum nicht? Je mehr Klump das umeinander liegt, desto gut. Was haben wir da? Da haben wir wieder die Radion, was weiß ich. Der Kaiman braucht 2, schreibt der Deepcounter. Schöner Spoiler, dass es Kaimane gibt. Danke. Irgendwas ist grantig. Hier ist. Irgendwas hat doch da jetzt Vollgas gemacht, oder nicht? Das helle zeigt da. Das ist bloß irgendeine Spiegelung. Ja. Paranoia beginnt zu kicken. Wieso glaubt dann der jetzt wieder zu... Ich weiß immer noch die ganze ist, du Trottel. Wirfst du einfach da einer. Okay. So, mehr Baumhäusl, mehr gut. Was haben wir da noch so? Langer Stock. Da ist ein Haufen Zeug, glaube ich, da irgendwo umeinander gefallen. Das finden wir dann schon. Was haben wir da noch so? Ist das noch mehr dicker? Ja. Haben da die Fetten unterwegs? Ja, werfen wir den hin. Weißt du, was wir den sammeln? Kein Platz mehr, ist mir wurscht, sollen sie umeinander rein. So. Das hat anscheinend unendlich Reichweite, das da aufzubringen. Da waren wir zu faul, dass man das Spiel fertig macht. Ich hab's genau. Dass man sich eine schöne Mechanik einfallen lässt, wenn man da raufkommt. Was genau wie das hergegangen ist. Riech bis da her, riech das. Das gibst mir, das gibst mir, das gibst mir.
Hätten wir mal lieber 10 Minuten mehr in Dinge anvisieren investiert, Kinder. Na, komm jetzt. So. Was? 24 lange Steckern? Okay, Kim! Naja, Hauptsache jetzt mal voll das scheiß Feierbredel aus. Ich kotze. Ich kotze! Hier, langer Stock. Da hinten haben wir noch einen gehabt. Wirfen hin. Hau das Ding auseinander. Kriegen wir schon. Kinder, das kriegen wir schon. Bis unser Fleisch fertig ist und dann gehen wir. Wie lange Steckern kommen dran? Ich hoffe 4 oder 5. Kriegen einen Vogel. So, hätten wir mal den da nicht zleckt. Mit den Punkten, die du verdienst, kann man da Skills leveln. Die ganze Zeit, seitdem ich die ganze Zeit schon zuschaue mit geht das von da? Ne? Beim Sachen hauen, denke ich mir die ganze Zeit schon, jetzt schaust du dann einmal endlich in das scheiß Baumenü rein, ob da irgendwas davon steht, wenn man das. Oh. Gehen wir noch schnell mal, jetzt pass auf, das haben wir da irgendwo, das müssen wir dann auch mal in Ruhe lesen, bevor wir speichern, bevor wir mit der Story anfangen. Das sind diese ganzen Sachen, die wir gelernt haben, Früchte, der Fungi und so. Was haben wir da? Das haben wir auch schon alles gesehen, haben wir auch schon gesehen. Was war das? Wunden mit Ameisen zunähen ist schnell und effektiv, aber auch sehr schmerzhaft und der Geisteszustand leidet. Das ist auch alles in Ordnung. Da haben wir noch ein paar Sachen, glaube ich, die wir noch nicht gesehen haben. Fieber. Fieber wird vom Körper mit der Zeit auf natürliche Weise bekämpft. Lebensmittelvergiftung haben wir schon gehabt, Parasiten haben wir schon gehabt, Würmer haben wir schon gehabt, Dreck haben wir schon gehabt, passt auch. Ja, genau. Klingen haben wir bei 48. Erhöhter Schaden, geringerer Ausdauerverbrauch. Und mit die Äxte haben wir bei 39 von 100. Aber sonst sehe ich jetzt da drin nichts. Kochen, also man kann da viel skillen. Erhöht Brenndauer, verkürzt Kochzeit. Ja, heute schon wieder irgendjemanden da umeinander grunzen. Ich find's geil, wie da herin Leute gibt, die das triggert, dass er noch immer mitten Stein auf den Baum eintrischt. Ja und? Schon mal drüber nachdenken, dass es vielleicht mit Absicht tut? Keine Ahnung. So, aber wir brauchen mehr Baum. Sollten wir uns vielleicht eine Hacke bauen? Bauen wir uns eine Hacke? Ist das okay? Dafür brauchen wir aber, was hat's vorher gekostet? Da brauchen wir einen Stecker, einen Stor und ein Seil, glaube ich. Ein normaler Stor. Haben wir mir da irgendwo einen normalen Stein? Brauchen wir 2 Steine? Ich weiß es nicht mehr. Also wenn man es einmal baut hat, das Ding, dann so, finde ich, sollte man das einfach sehen, dann, was man braucht. Spart auch Energie, das Hackeln. Das ist mir momentan eigentlich gerade wurscht. Die Energiesparerei braucht einfach bloß einen Stor. Wasser unsicher, dein Mom ist unsicher. Da haben wir einen Schneck. Snack. Steinmesser. Steinmesser? Muss das ein Steinmesser sein? Aber das, ich möchte den fetten Baum umhauen. Jetzt brauchen wir leider Gottes eine Hacke. Leider Gottes brauchen wir jetzt eine Hacke. Machen wir schon wieder irgendwo Blutegel dran. Ich seh's schon. Schild. Kokosgrün. Was haben wir da? Nixe. Dann haben sie am rechten Haxen dran. Was soll ich denn? Ja. Angesuchte Teufeln. Wir haben immer noch welche irgendwo. Moment einmal. Habe ich die andere Seite nicht gescheit angeschaut? Natürlich nicht. Die Hitbox von denen hätten wir auch ein wenig größer machen können. Kriminalfeier, Himmelsackel, Zement. Wie spät ist es denn jetzt? 4 in der Früh. Wir brauchen Proteinen. Leute, wir brauchen Proteinen. Jetzt wird geschlafen, dann wird fertig gebaut. Oder 2 Knochenseil und Stecker, dann hast du eine Knochenaxt wahrscheinlich. Wobei mich immer noch interessiert, welche da stärker ist. Die Storaxt oder die Knochenaxt. Schärfer ist garantiert die Knochenaxt, die geht aber auch schnell kaputt. Naja, gut. Gehen wir mal schlafi, das sagt er eh. Haben wir eine Banane, dann pflücken wir uns noch eine frische Banane. Banane! Ist der eine wäre Banane?
I don't think so. Gut, legen wir uns zum Schlafen. Sein Nägel in echt nicht ein altes Hausmittel. In bestimmten Fällen schon, ja. Schlafi! Braucht man für die großen Bäume eine große Axt? Okay, das kann man vielleicht wirklich jemand sagen. Gibt es diese Zweihand-Axt wirklich? Kann man die Schneck essen? So König der Löwen-Style-Proteine? Ja, kann man. Aber dann kriegst du geistige Gesundheit. Ruhiger Schlaf! Plus 30! Ja, Blut ist ja ein absolutes Problem. So, erst einmal. Die scheiß Kokosnussschale ist immer leider. Die müssen wir weiter ausstellen, habe ich schon gesehen. Zweihand-Axt ist Kampfwaffe. Also, okay. Die interessiert mich nicht, das sage ich, wie es ist. Ich bin jetzt mal mit Bogen und Speer bin ich zufrieden fürs Erste. Aber um den fetten Baum da zu fällen, gelangt da die normale das kleine Hacke. Reicht hier Steinklinge herstellen, Stock, Seil, Steinhacke. Das ist ja eine Hacke. Gut, baut jetzt mir trotzdem, scheißegal. Was genau ist das? Steinhacke. Das ist ja zum Fädel ackern. Oder ist das eine Spitzhacke zum Metallformen? Egal, lassen wir da liegen, können wir auch brauchen. Hier ist ein Stein. Aber ich glaube, ich brauche 2 Steine für die Axt, oder nicht? So, herstellen. Stein. Steinaxt. Was kann man jetzt da noch hinzufügen? Da haben noch 2 Slots frei. Was kann man jetzt da noch hinzufügen, dass es besser wird? Ein Stein, ein Stock. Der hält von selber. Mit dem Siemens Lufthaken. Was könnte man da jetzt noch hinzufügen, damit die Steinaxt besser wird? Das Seil habe ich schon probiert, dann geht's nicht mehr. Ja. Oder 2 Seil vielleicht. Na. Weg damit. Geht das eigentlich auf die andere Richtung? Ja, Rechtsklick. Stock plus Seil plus Stein. Also 2 Steine und nur ein... Die nehmen wir. Die schaut doch schon mal stabiler aus. Die hält wahrscheinlich auch mehrere her. He? Ja, besorgt. Kann ich mit dem jetzt den Baum umhauen? Das probieren wir jetzt einfach, dann sehen wir schon. Dann nehmen wir aber vorher das Seil noch schnell runter. Jetzt müssen wir dann langsam wirklich... Nein, müssen wir eigentlich nicht. Wir warten jetzt bis Fleisch fertig ist und dann sehen wir schon. Das schaut mir eher nach einer Kampfwaffe an, hä? Das schaut mir eher nach einer Kampfaxt an. Mit der Einbauung Stock plus kleiner Stein. Verbessert diese zur Axt. Stock plus 2 kleine Steine plus Seil. Oder baust direkt eine Knochenaxt. Stock plus 2 Knochen plus Seil. Während die mächtige. Haltbarkeit wird besser mit die Level, wo du aufsteigst. Das ist eine Holzfäller-Axt. Wieso hau ich dann... Kann man dann den nicht umhauen da? Verstehe ich das richtig? Da haben wir doch vorher aber schon einmal so einen umgehauen. Das fühlt sich jetzt gerade nicht so, als da ich den Baum umhauen. Ich weiß nicht, warte mal. Das halt schon. Weißt, da bleibt er kurz so. Wir brauchen lange Steckern, da fallen wahrscheinlich welche raus. Der ist für Baumhaus, der ist unverwundbar, der ist fürs Baumhaus. Also, ja gut, das sind halt lauter Sachen. Mann, woher soll ich es wissen? Woher soll ich es wissen? So. Ah ja, da fühlt sie sich schon besser. Bin ich schon stark. Tun Sie sich mal nicht hinab. So, und jetzt erklärt mir jemand, wie ich den dicken in 2 lange mache, ohne dass ich mit dem Hacke draufhau. Bevor es den letzten aus dem Schädel aus triggert. Herr Rotkopf-Steff, die habe ich komplett übersehen. Ich hoffe, du bist noch da. Halt Tritt, ich hoffe, es geht gut voran. Ich habe mir jetzt in Nachschausquote mit der lustigen Zigaretten. Da wünsche ich dir sehr viel Spaß dabei. Ich glaube, dass das heute wird. Das ist Szene. Was? Okay, hat keiner gesehen. Herr Rotkopf-Steff, ich wünsche dir aus der Zukunft zurückgegrüßt. Vielen Dank für deine Donation. Kuss auf die Nuss und viel Spaß. Watson Dani, ich hoffe, du bist noch da. Merci für 44 Monate. Derek Birger, bin süchtig, suche eine Selbsthilfegruppe. Saugut, Spiel, merci. Herr Watson Dani, das gefreut mich narrisch.
Da haben wir letztes Mal schon drüber geredet, dass NX viel Probleme hat, aber das Spiel wird im Laufe der nächsten Wochen und Monate komplett auf den Kopf gestellt, wenn die aktuelle Runde vorbei ist. Heute in Schleichmodus gehen, hau hi, ist ja nicht dein Mutter. Gar nicht, du kannst gecraftete Werkzeuge im Menü nachlesen, weil du gerade gemeint hast. Knochenaxt hat selben Damage als normale Axt, ist aber schwerer. Jetzt haben wir schon beim Min-Maxing. 200 Story-Fortschritt ist Vorbereitung ist fast fertig. Toni, richtig, absolut richtig. Pipi Rauchpause, noch nicht. Jetzt machen wir erst einmal das. Also nochmal. Die Dicken beim Stumpfen. Wie kriege ich die in lange Steckern? Ohne Hignieren beim Split. Ach so. Ja, okay. Ja, ich hab mir einen Riesenadler auf mein Dach aufgeschissen. Ach, geh Kim. Ja, gut, aber oh shit, jetzt hab ich den langen geschlungen. Mein Gott. Nee. Das O-Visieren in dem Spiel macht mich völlig narrisch. Vielen Dank für den Tipp! Da haben wir natürlich gleich viel schneller fertig, Freunde. Das ist gleich zusammengezimmert, das Bumswerk da. So, wie weit ist das? Oh ja, meine Damen und Herren! Dann haben die Sachen auch fertig, die halten 4 Tage, das ist perfekt. Da sicherst du immer eins gleich einmal runter, wenn es fertig ist, dann neu. Schauen wir mal, liegt da noch irgendein Scheißdreck umeinander? Jawohl. Da können wir einen brauchen, da können wir einen brauchen, liegt da sonst irgendwo, können wir die dabei aufklauen? Nö, können wir nicht brauchen, der ist glaube ich immer noch verpackt oder er kehrt so, man weiß es nicht. Was haben wir? Da haben wir noch einen, da haben wir noch einen, dann ducken wir uns, da währenddessen man da ist, kann man sich nicht ducken, passt schon. Mein Gott, sie fix, es bleibe mit jedem Scheiß da hängen. Wenn man weiß, wie es geht. Ja, ist eigentlich mal, woher soll ich das denn wissen? Aber natürlich ist es nur logisch. In echt knie ich mich ein, wenn ich das tue. Zumindest in den meisten Fällen, zumindest, hoffe ich. So, kriegen wir schon. Da haben wir noch mal einen großen Stein. Können wir mir... So hungry. Oh, scheiße. Wir müssen was essen. Naja. Pfeifen wir schon wieder aus dem letzten Loch, du. Großen Stor, den legen wir sicherheitshalber mal da her, den kommen wir runter, ne? Jetzt trinken wir da mal ein wenig was. Wie schauen wir da aus? Da schauen wir gut aus. Ist jetzt da mehr Fleisch fertig? Ja. Haben wir mal wieder was Gescheites zum Essen. Essen. Schau her. Da fressen wir gleich noch eins. So, Essen. Wunderbar. Haben wir schon wieder viel besser beieinander. Bauen wir weiter. Jetzt, wie spät ist? Es ist 2:45. Wir werden diesen heutigen Tag da, jetzt halt, also nicht in echt, sondern in-game, werden wir noch dazu nutzen, um Baum zusammenzuschneiden und das Baumhaus weiter zum Treiben und morgen machen wir uns auf die Reise. Und dann da die sagen, vor dieser Reise machen wir eine kurze Pipi, Raucher, sonst was Pause. Stock. Stock. Ist da oben ein dicker Stock oder was ist denn das? Nein, ist nicht. Dann müssen wir noch irgendwas zusammenhauen. Da, der schaut doch gut, da sind lauter lange Steckern da. Okay. Okay. Okay, ein bisschen mit der Ausdauer sparen. Friesen eins, das heilt gut. Hab ich mir auch gerade gedacht. Machen wir dann schon. Oh, da können wir dicke Holzscheiben lassen. Ja, die Kacke, oder? So, mehrere 5 können wir sowieso nicht tragen. Ist da noch ein langer irgendwo? Ja. Da ist noch eine klare, da liegt noch einer dazwischen drin. Wunderbar. Aufgeschnalzt auf den Bums. Okay, brauchen wir noch 5. Haben wir es gleich. Das sieht gar nicht so aus. Aber jetzt brauchen wir einen Bohnen auch noch. Tabakblatt. Lass drin, braucht kein Mensch. So, wir haben doch da mehrere umgeholzt. Wo ist da jetzt? Da ist noch ein langer Stecker. Wo ist denn das hingefallen, das Klump? Da ist noch was hingefallen. Ziehen wir jetzt auf. Ah, ist schon. Was ist das? Ah! Da ist noch mal so ein Lernen-Ding dran. Halten wir uns. Tukan brauchen wir nicht. Aber was wir mal noch da könnten ist. Hilft nicht, da geht mein Hacke schneller kaputt, ich weiß, aber. Vielleicht kann man sich da auch mal hingnieren. Ja, aber ich sehe am Boden besser. Tabakblatt interessiert mich nicht. Feuer mal du in diese Richtung um mich bitte.
Ja. Zack. Zack. Alles wird abgeholzt. Oh, der will gar lang an. So, jetzt müssen wir eigentlich für den Rahmen alles haben. Ja. Jetzt brauchen wir wie viele Seile? 12. Okay. Unser hart erschlagenes Holz. Ja, was ist jetzt passiert? Weh, du fällst zusammengegriffen, voll. Das tun wir alles daher. Sammelt man so ein bisschen. So, was wird jetzt? Seile wollten wir. Seil! So viel wie wir dran können. Kriegen wir schon. Na? Gut, zu früh auslassen, glaube ich. Da ein Hausig weiter. Mei, bleibe ohne Scheiß. Das Anvisieren in dem Spiel ist fürchterlich. Das wenn on point war, ist allerdings auch der einzige Kritikpunkt, den ich an dem Spiel leider auszusetzen habe. Das hilft nicht. Ja, das hilft nicht. Rahmen, ja, was brauche ich jetzt noch? Seil brauchen wir. Eins. Baumhaus, fertiggestellt. Ich habe das Baumhaus fertiggestellt. So, was jetzt? Jetzt meine ich... Oh, Klingenaxt. Hätte ich mal das Baumenü gelesen. Was haben wir noch? Knochenspeer, langer Stock, Seil, Knochen. Das haben wir. Schwere Steinaxt, großer Stein, langer Stock, Seil. Angelhaken haben wir schon. Knochenrüstung haben wir auch. Maltechnik, kleiner Blätterhaken, Psychotria, Indigo-Pflanze. Was nicht alles gibt. Mein Baumeisel möchte ich auf, wie du Zipfel haben. So, das Ding können wir das schon irgendwo festmachen. Nicht, da werden wir wahrscheinlich, jetzt pass auf, da werden wir wahrscheinlich das Dachel, das da, brauchen, oder? Ja. Und dann hätte ich da das Seil anlassen. Ich weiß jetzt auch nicht so recht. So, wie kann man das drehen? Drehen. Aha. Ja, da halt so, oder? Wahrscheinlich so am Eckdotten. So. Bevor ich das da jetzt hinbaue, kann ich das Kletterseil dann in das Loch da einbauen irgendwie? Oder wie haut das hin? Das neben dem Tabakblatt war Heilpflanzen. Scheiße, da hab ich jetzt gerade gar nicht aufpasst drauf. Kann ich da dann in das Loch das Seil einhängen? Dass ich dann da halt aufgraben kann. Aber ich muss erst die Plattform bauen. Mach's in der Mitte, da kannst du dann von der Steinrampe drauf. Das war meine Idee gewesen, ja. Ich überleg bloß, ja, kannst, okay. Da machen wir gerade noch nicht. Machen wir so. Machen wir das. Genau, so zimmert wir das da drauf. Das war langer Stock 3. Haben wir. Langer Stock 3. Langer Stock 3. Das machen wir so. Bitte nicht daneben hauen, sonst kriege ich einen Anfall. Mei. So. Ja. Und dann brauchen wir hineinstecken. Brauchen wir nochmal ein Seil. Brauchen wir nochmal ein Seilchen. Irgendwo da war Heilpflanzen. Da ist Heilpflanzenschei. Ja, die erntet man auch noch schnell. Da müssen wir uns eher ein neues Hacke bauen, fürchte ich. Sehr schön. Zauberblau nehmen wir auch mal mit, weil warum nicht? Da haben wir. Ich spring halt über den Baumstumpf von ich kriegen vor. So, ist mal eine Banane. Was haben wir da so? Herstellen, da machen wir gleich mal Verbände draus. Was darf man sonst damit? Bis das Ding steht, hat er den ganzen Dschungel abgeholzt. Das ist der Plan. Ha? Selbstverständlich tun wir das. Tabakblatt. Was? Da stellen wir auch gleich. Machen wir einen. Einer gelangt, die restlichen, da werden wir noch ein paar mit Asche vermengen. Das werden wir sortieren. Schaut gut aus. Wunderbar. Warum kann ich die Banane nicht nehmen? Ist die noch nicht fertig oder was ist damit? Ah, ja. Wie schaut unser Kohlehydrat aus? Oh, sehr gut. Banane rein damit. Rein mit der Banane, sehr gut. Gut, die Bananenplantage, die hat er noch nie geschaut. Du hast gleich ein paar mehrere, oder? Banane geht immer. So, hier, Banane geht immer. Bürger 1, sind wir 2 aus 0. Ja, so ganz steht's nicht, aber ja. Das Seile wollten wir. Ich lasse mich alle 5 Sekunden von irgendeinem anderen Scheiß ablenken. Ja, ist so. Hilft nicht. So. Sobald ich irgendwas
sobald irgendjemand irgendwas also brüllen, oder halt so, wie nennt man das? Wütend schnurren. Sobald irgendjemand in die Stauern irgendwo ein wütendes Schnurren hört, dann möchte ich, dass der Chat eskaliert und Jaguar schreibt. Sonst kriege ich einen Vogel. Holzscheit. 2 Holzscheitel brauchen wir jetzt noch. Scheiße, kriegen wir die jetzt nicht mehr geschissen, bevor es finster wird, oder? Kriegen wir jetzt da keine 2 Bäume mehr umgehauen, bevor doch da hinten ist noch einer. Den zimmern wir noch schnell um. Der gefällt mir sowieso nicht da. Oh, was tut denn da so? Da ist irgendein Mistviech drin, gell? Was? Oh no. Nein, jetzt geht meine Hacke kaputt. Jetzt haben wir wieder keine Steine. Naja, es ist, was es ist. Ein bisschen Zeit haben wir schon. Geht schon noch. Feuerbrett, wo habe ich den Stein geworfen da? Großer Stein sammeln. So, Stein. Das ist eigentlich... Jetzt pass auf. Herstellen. Wo haben wir erst eine Steinklinge? Und also Na, wie ist es gegangen? Das ist schon wieder vergessen. Herstellen. Stein. Mach einfach noch meine Steinaxt. Das ist wurscht jetzt. Das kam jetzt dabei schon für den noch geschissen. So. Steinklinge. Daher. Passt schon. Irgendjemand einen Zwiegel reingeschissen. Ich schau gleich. Chillen Sie. Und erst noch das Ding jetzt fertig bauen. Aha. Was haben wir braucht? Ja, die Dicken haben wir braucht. Die Dicken! Nikos! Mir ist wieder eine Zwiegel. Wenn's die Baumstumpf auch noch zusammenmachst, wächst der Baum nimmer nach. Wächst der Baum nimmer. Ich merke, dass der Baum nachwächst. Also, ich weiß ja nicht, ob er jemals nachwachsen kann. Aber die sollen ruhig nachwachsen, das passt schon. Ich mag ja noch nicht alles abholzen. Kinder. Bing! Und jetzt biegt man das Seil auf ihn. Seil wo? Ist Seil die vernünftige Geschichte, wie man da raufkommt. Was brauchen wir da dafür? Seil. Halten, klettern. Look at my treehouse. Meine Damen und Herren, vor unserem Lager hat sich eine Bande Kongo-Mongos versammelt. Ich mag nichts wissen, was passiert. Wir werden es rausfinden. Aber jetzt muss ich mich erst mal untersuchen, weil ich glaube... Ja. Ich tue Blutegel aber, nicht das, was ich meint. Ich sehe jetzt schon wieder nichts. Ja. Meinten noch welche, ich sehe nichts mehr. Nein, weiß aber von der Seite ein Stockfinster sein muss, Götze, fix! Ach. Ihr wisst, was zum Tor ist. Ich schieße jetzt einfach mal. Oh, Alter, was ist das für wackelige Scheiße? Ach, weil wir keine Ausdauer haben. Okay, das war meilenweit zu weit. Oh, so weit war es gar nicht. Weißt du, was ich jetzt tue? Ich geh jetzt schlafen und ich speichere erstmal. Ich speichere das erstmal. Sonst kriege ich einen Anfall, wenn jetzt da irgendein Scheiß passiert. Oh, die gefallen mir aber gar nicht da. Wir haben gut dabei, da speichert man das. Hey, Kongo-Sepp! Ich glaube, es war ein Headshot. Gecko! Da, den kannst du haben. 6 Minuten. Die werfen mit Steinen! Ah! 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 Ah!
ich komm im Storspiel pissen. Hey, Kongobert, was ist der Isaac? Walla, du, den kannst du, du Trottel! Haha, da steckt der sauber im Kopf drin. Da, Freunde, das war's mit euch, oder? No, not the bees! Da hab ich jetzt Bienenstiche übrig. Und da, hier, Pfeil. Die lassen wir jetzt da mal so liegen, ich muss schlafen, Leute. Aber der Speer... der hat, ich möchte behaupten, der hat gesessen. Kriege ich meinen Speer wieder, wenn ich den... Ja, so. Ihr holt euer Fotzen da jetzt. Oder die Pisser schmeißen mit Bienen, Alter. Geile Typen. So, jetzt schauen wir nochmal. Kurz bevor es mich umhaut. Da ist nix, da ist nix. Da ist nix. Da. Das gibt's ja nicht. Ach, da hängt er im Schatten drin. Ich hab nicht gescheit gesehen. So. Pfeile haben wir zum Saufen und das Bein. Lass mich jetzt auf da! So, passt schon. Das war mindestens ein Like wert. Mindestens. So, Kinder, es ist ziemlich. Es ist 7 Uhr morgens. Wie schaut unser Lager aus? Tabakblatt werft man da her. Zum Essen, Banane essen. Feuerbrett braucht man nicht, Wer weiß, ob wir unterwegs ein Feuer brauchen. Weiß ich nicht. Die 2 Dinger lassen wir mal drin. Kann man die stacken? Nein, kann man nicht. Stecken. Wirf ich einige jetzt einfach einmal weggert. Nicht alle. 5, die lassen wir auch noch dabei. Ein paar Seile haben wir dabei. Unser Werkzeug ist dabei. Das schaut alles gut aus. Bogen ist gut beieinander. Speere gelangen. Hoffe ich fürs Erste einfach einmal. Wir trinken. Wie schauen wir da aus? Schauen wir eigentlich grundlegend ganz gut aus. Dann nehmen wir 1, 2, 3, 4 Stück mit. Wir nehmen alle mit. Weil, scheißegal. 1 essen wir. Unsere Baumhausplattform ist baut. Wir haben einen Überstand für unser Trockengestell gebaut. Wir haben 4 Kongo-Mongos da schlungen. Halten zum Sammeln. Ich mag ihn eigentlich nicht sammeln. Eine Stockklinge. Was ist das? Und mit dem Pfeil möchte ich mit. Schiebe ich ihn durchs Knack, durchs Hirn, durchs Knack habe ich ihn geschossen. Ich mag den Pfeil wieder haben. So, dankeschön. Dann schauen wir beim Rest noch ein wenig. Da liegt auch noch Zeug. Oh. Dann nehme ich natürlich den Stammesspeer mit. Der ist mit Sicherheit besser wie meiner. Die wissen ja, was der nie weiß nicht. Knochenspeer 21-7% Knochenspeer, den können wir da reinwerfen. Dann werfen wir in unser Gruschlager. Und dann gehen wir mit da hinten und holen uns den Stammesspeer. Was hast du da noch so dabei? Nix. Da habe ich einen Pfeil reingeschossen anscheinend. Vanada Forever, eher von Never. Ja, das hat sich ausverkannt, Freunde der Sonne. Dann speichert man da herum und dann machen wir eine kurze Pipi-Pause. Ist das in Ordnung? Und dann gehen wir mal auf den Weg und schauen wir, ob wir irgendwas... Wir haben da ja an der Wand, an der Kanten da, das ist nicht weit weg. Das ist da irgendwo in die Richtung, oder da oben vielleicht sogar. Da ist irgend so ein Story-Element. Und dann lesen wir mal in Ruhe. Schau beim letzten, der war Bogen... Scheiße, stimmt. Absolut richtig, Herr Caesar. Da hätte ich selber drauf kommen können, das stimmt. Und dann der Topf in meinem Lager, das ist ein Story-Element. Die Türe da hinten ist ein Story-Element. Dann glaube ich, hängt da oben am Felsen irgendein Story-Element. Dann lesen wir mal in Ruhe das Buch durch. Dann laden wir mal das Spiel einfach rein vom letzten Spielstand. Weil während dem Buch lesen verhungert man ja langsam. Und der Topf führt dich. Mein Martins, jetzt lasse ich es nur durchgehen. Ich mag keine Spoiler. Außer ich suche mich behindert und es ist eine absolut verblödete
kryptische Story-Kacke, die man nicht kapieren kann ohne Tipps, dann haut's ruhig Tipps ein. Aber ansonsten mag ich das jetzt selber auskundschaften. Das Spiel macht so viel Laune. Ich weiß, es ist prinzipiell das gleiche wie Raft, aber Raft geht mir so auf den Sack, dass man richtig leid tut. Aber mei, jeder hat einen anderen Geschmack. So, was der mir jetzt sagt, sammeln mal einen von den Typen, hab ich schon. Ja, wir haben ja schon einmal jemanden umgebracht, da kriegen wir einen Haufen Knochen, Menschenfleisch, Schädel und was weiß ich, was weiß ich. Legt dir ein kleines Beet an, stimmt, können wir auch noch machen, aber jetzt eins nach dem anderen. Der Bahako schreibt, Annex geht nicht. Haben wir jetzt Umstellung geschafft, ja? Lass mich schauen. Oh! Also bei mir geht Annex. Lass mich mal schnell was schauen. Wenn ich weiß, was Annex ist, ist mein eigenes Spiel, ist ein Browser-Game. Annex.gg, viel Spaß. Na, das war falsch. Let me have a look. Na, bei mir ist immer noch Cloudflare hinterlegt. Was ist denn wie schaut es denn in Deutschland aus? Frankfurt hat immer noch Cloudflare, gibt's nicht. Bei mir geht es auch nicht. NX geht wohl, NX geht, okay, passt. Das war jetzt noch der super, aber da hätte ich jetzt sowieso nichts da. Ich sag das, da können wir jetzt, also noch mal kurz für alle Annexianten, ganz kurz zwischendrin. Ich habe halt Cloudflare rausgenommen. Und bis sich der DNS aktualisiert, das dauert eine Zeit. Es ist schon passiert, teilweise ist er schon aktualisiert, teilweise aber halt nicht. Wenn was nicht geht, bitte nicht 3000 Mal markieren oder sonst irgendwas. Ich weiß, dass dann eventuell irgendwann mal kurz was nicht geht. Das kriege ich schon mit. Ja? 1000 Mal markieren und sagen, Annex, es geht nicht, macht es nicht besser und deswegen geht es nicht schneller. So. Und immer irgendein neuer Scheiß, der passiert. Na, aber Annex läuft ganz normal, passt schon. Wenn es bei einzelnen Leuten von euch jetzt gar nicht mehr geht, also gar nichts mehr kommt, dann könnte das der Beweis sein, dass tatsächlich Cloudflare schuld ist, dass bei manchen, wo man nicht nachvollziehen kann, keine Ahnung, wieso geht es bei dir und bei mir hat noch nie was gefeit, dass das der Grund ist dafür. So, was schauen wir uns für ein Video während der Pause? Wir machen mal kurz die 5 Minuten Pipi-Pause, rauchen wir eine, trinken wir was, gehen wir zum Pissen, kacken, was weiß ich, was da haben. Von mir schleudert es da an. Wir schauen wir für ein Video. Grantlerbart kommt rein, kannst du das Menschenfleisch verderben lassen für Maden? Ja, das darf gehen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir diese Kadaver, die wir da jetzt liegen lassen, einfach, dass wir die einfach verrotten lassen und da kriegen wir auch wieder. Und Maden haben wir echt genug. So, was schauen wir uns an? Was lassen wir laufen? Ein Musikvideo. Na. Was haben wir schon lange nicht mehr gehabt? Nehmen wir einen Klassiker. Ich weiß was. Ich weiß nicht. Es dauert gut 6 Minuten. Ich weiß nicht, was danach kommt. Das ist mir ehrlich gesagt auch wurscht. So, das machen wir jetzt zu. Das geht natürlich kein was noch. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, mir der jetzt Folgendes. Achtung. Bin ich da irgendwo sichtbar? Ja, tatsächlich bin ich. Ich mache mich da jetzt weg. Es ist eine kurze Pause. Ich sage mir, normalerweise dauert es so 6 bis 7 Minuten. Dann bin ich wieder da. Ich rauche jetzt eine, ich muss mir jetzt eine Wusel anschauen, mit so die Weiberviere, ob die schon die Küchenschere ausgepackt haben. Und dann trinke ich noch was und bieselt und dann komme ich wieder. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, bis gleich. Wir sehen uns in circa 5 Minuten wieder. Habe dir dabei. Habe die Ehre! Ich bin's, der Birger. Da, mir seid schwan auch nie wehrlosen Random Bullshit und darum heißt Zeit How to Foodlappal Franz. Da natürlich nicht jeder weiß, wer der Franz überhaupt ist, ausschaut und so treibt, fangen wir ganz vorn an in Phase 1. Wer ist der Foodlappal Franz? Der Franz ist der feste Lude in der Bude. Mit seinem kreisrunden Haarausfall und Pornobalken in der Goschen reißt er zwar in dem Leben auch kein 19-Jährige mehr auf, für die unterfegelten Schnallen im Bienenkorb, die sonst keiner zusammenhaut, klang's aber oben noch überall hin. Der Jünger ist er auch nicht mehr, darum schmückt sein Wohlstandsranzen ein Unterhemd und natürlich die rote Herzlbuchs seines Vertrauens. Durch die Weißen sieht man oben so schnell ein Bremsfleck durch, weißt du eh. Und wer keine roten Cowboy-Stiefel hat Kontrolle über seinen Alkoholkonsum verloren in seinen Augen. Umgezogen ist er auch der Franz. Sein Foodlappal-Namensschüttel kann er aber nicht mit dem einen Luftnagel in die Weggeschichte einhängen. Da baut sich ein Foodlappal Franz von Welt eine Bude.
10 Quadratmeter, klang überall für eine handelsübliche Seniorenbukake, eine Couch zum Rieseln und Schnackseln, ein Licht, damit ein Sekt beim Rangalschlecker, ein Fliesentisch zum Kippenstopfen, ein Mikrowellen zum Chicken McNuggets von gestern aufwärmen und natürlich sein ganzen Stolz, den heiligen Sprühwurstthron in Apfelgrün. Ja, wenn das keine Bude nicht ist, bei der jede Alte beim Vorbeigehen schon ausrinnt. Ja, anscheinend nicht. Sobald man sich eine Bude für 3/4 Million hinstellt, stehen dann natürlich die Nachbarn vor der Haustür zum Einschleimen. Ein typischer Foodlab-Ball Franz oder aber da gar keinen Bock drauf. Hey, was möchtest du mit dem drum? The Nina Gabar. Nina Gabos? Das ist mir wurscht. Den einbackelten Ziegelstall, den kannst du selber fressen. Schaut, dass du lang gewinnst, du Zigeuner. Schwerlerweise. Arbeiten tut der Franz übrigens auch nicht mehr. Zu einem Chef, dem hat er auf den Schreibtisch geschissen. Das wollte ich schon über mich machen. Weil er am Jürgen geil auf jede Woche einen Brief mit der Aufschrift Motherload im Briefkasten legt. Motherload auf Briefpapier und der Tag gehört dir. Komplett allein ist am Franzl aber auch irgendwie langweilig. Darum gehen wir weiter in Phase 2. Paarungsverhalten des Foodlab-Ball Franz. Unser Halbglatzer, der Herzlbuchs- und Scheißhausfanatiker, hat leichte Probleme mit der Hygiene. Ja, Kruzifix, wenn du keine Duschen in die Bude stehst. Darum tut er sich ein wenig schwer, mal eine neue Alte kennen zum Lernen. Ein selbstbewusster Franz von Welt lässt sich aber nicht unterkriegen. Er probiert's einfach auf gut Glück einmal. Ja, servus, ich bin der Franz, der Foodlab-Ball Franz. Du magst schmusen, mir was wurscht. Bula Smurds Mubna. Thori. Ja, so nicht. Ich hab die heute in der Früh beim Scheißen draus gesehen. Kann man vielleicht einmal fischen gehen oder so? Chubrazzo Samson. Was ist das, ja oder nein? Oh, Jatabu. Was? Gute Frau, ich versteh kein Wort. Ich hab da auf deine Couch geschissen, magst auf meiner sitzen. Hey, schöne Schuhe, Bock auf Fegeln. Divawis. Verpassa. Gut, wie gesagt, der 19-Jährige reißt sich in dem Leben nicht mehr auf. Darum legt er sich die Messlatten ein wenig tiefer und probiert's ganz anders. Hey, grüß dich, ich bin's, der Franz. Darf ich mein Arsch einmal an deiner Platten reimen? Kira, Sie. A few moments later. Ja, das ist jetzt aber schnell gegangen. Schau hin, geht doch. Die Platten ist poliert, der Arsch juckt auch nicht mehr. Endlich kann sich der Franz seiner liebsten Freizeitbeschäftigung widmen in Phase 3. Hobbys des Foodlab-Ball Franz. Schon immer wollte der Franzl Fotograf werden. Jetzt war Zeit, da richtet er sich erst einmal einen Midlife-Crisis-Hobbykeller ein. Schön großzügig, ein wenig Platz braucht er schon. Am Ende ein kleines Fotostudio mit schönen großen Schaufenster. Eine schwarze Couch, oder soll ich sagen, die schwarze Couch, tu nicht dazu, du weißt genau, was vorne ist, ich mein. Anständiges Licht, sonst wären die Fotos nix. Und nur ein wenig Deko eingeschmissen, sonst macht er dir gar nichts her, der Bunker. Jetzt fehlt bloß noch ein Model. Gut, dass der Franz schon ein paar halbschaurige Bekanntschaften gemacht hat. Irgendeine von den Brütschen hat schon Bock, OnlyFans, Instagram-Star zu werden. Frank kostet nix, da ruft man die Nina an. Grüß dich, Nina. Du, ich darf gerne ein paar Fotos von deiner Brauerei ausscheißen in meinen neuen Hobbykeller machen. Magst? A few moments later. Ja, super. Dann fangen wir an, oder? Nieklawush. Gut für den Franz ist, dass die Nina die schwarze Couch noch nie in ihrem Leben gesehen hat und sie tatsächlich freiwillig in das Fotostudio einstellt. Was sie nicht weiß, Ha, Nina, du wohnst ab jetzt da? das Foodlab als Plan ist aufgegangen. Sofort lässt er seiner Kreativität freien Lauf und genießt den ersten Fotoshoot in vollen Zügen. Gute Frau, schau mal für Zinnalblät. Ui, ein Bauchi. Hey, schöne Schuhe. Ja, bleib so. Ui, die. Oh, schon wieder schöne Schuhe. Ob das die Nina auch so sagt? Ist fraglich. Das Wichtigste ist, dass am Ende der Franzl seine schlechte Laune ein bisschen holen kann, weil er endlich seine neue Bude mit zauberhaft schönen Beutel dekorieren kann. Tja, und da sitzt er jetzt, der Foodlab-Ball Franz, in seinem eigenen Fotoatelier. Wer hätte es gedacht? Und wenn er nicht der Stunge ist, dann schleudert er sich heute noch einen auf der Nina ihre Schuhe. Ich hoffe, euch hat die einigermaßen belustigt. Auf den Plätzchen habe ich schon lange Bock gehabt. Falls ja, Like und Abo nicht vergessen und lass mir in die Kommentare wissen, ob du Bock auf mehr hast und wissen möchtest, was der Franzl sonst Ich noch geh so noch schnell treibt. bieseln, dabei druck ich auf schlag Haut zu nicht so. Winter. Schau- Ihm gleich wieder. Habe die Ehre, ich bin's, der Bear Grill, der Birger.
Wobei, wenn es so weitergeht, sauf ich auch mein Eigenurin. Da ich ganz schwer davon ausgehe, dass die wenigsten von uns im Lotto gewonnen haben, die wenigsten in die Telegram-Gruppe gekommen sind und jetzt Maserati fahren und die wenigsten von uns Brennöl-CEOs sind, heißt's halt How to Winter. Überleben. Damit du auf Winter nicht pleite bist, kann ich als Survival-Spezialist meine Pro-Tipps nicht vorenthalten. Ist eh klar. Obacht! Kann sein, dass es Nivea-Dosal übergeht. Man munkelt. Fangen wir an. Phase 1. Strom sparen. Da sich der Strompreis ver 10 oder 20-facht, müssen wir sparen. Ohne Licht ist aber auch scheiße, darum bunkert man ab jetzt kein Klopapier mehr. Okay, das darf auch leichten, wenn's brennt. Sondern palettenweise Teelichter. Ja, wie Teelichter? Kauft ein Tausenderbagel für 60 Euro, pro Stück 6 Cent, die stellst du ins Zimmer. Meinen natürlich absolut fehlerfreien und akkuraten Berechnungen zufolge hat ein Teelicht eine Leuchtleistung von 12 Lumen. Heißt, du hast 12.000 Lumen, also ein kleiner Flakscheinwerfer, in deinem Zimmer stehen. Du erblindest zwar unter Umständen, aber hey, mit der einhergehenden Heizleistung von 40.000 Watt sparst du sogar die Sahne dazu. Da wird sogar dein Schwein aus einer schönen Nussbrücke, wenn's pressiert. An Ofen kannst du also auch noch sparen. Alter, Win-Win-Win. Und falls die Hobbits anklopfen und einen Ring zu dir ins Zimmer schmeißen wollen, sagst du bim Beutel in kleiner, er soll dir ein Backel Klopapier mitnehmen, für das Geld nicht mehr gelangt hat. Ein Fackel, gebunden aus 5-Euro-Scheinen, hat sich übrigens auch ganz gut und kostengünstig bewährt. Die Waschmaschine lässt aus, gewaschen wird er jetzt in der Isar oder Donau, ein Trockner, den verkauft man und das Gewand hängen. Die guten alten, gute alte Zeiten. Wer ist denn da? Hallo, ist noch irgendjemand da? Ich kenne mich nicht aus. Mut ist zu, Mut ist auch zu. So, geht NX noch? Hallo? NX live, erreichbar, wunderbar. Achtung, muss ich mich kurz einloggen, muss ich nachschauen. Wer ist noch da? Ich bin noch da. Das ist gut. So, schauen wir mal schnell. Wie lange dauert's? Pulling, was auch immer. Immer noch. Was? Oh, das hat jetzt ungewöhnlich lang tatsächlich dauert. Interesting. Das muss ich jetzt ganz gucken. Habt ihr die Videos alle nicht angeschaut? Hallo? Das sind zeitlose Meisterwerke, meine Damen und Herren. Kann man sich halb anschauen. Was passiert denn, wenn ich so mache? Was ist denn das? Mein Wind von hinten, was ist denn das für Scheiß? Bin noch da, Alter. Das ist gut. Auch noch am Start. Bogen nicht vergessen zum Checken. Richtig, Herr Sisa, wunderbar. Dumme, freilich, so ist recht. So, jetzt pass auf. Jetzt gehen wir da hinein. Und dann gehen wir wieder back da hinein. Dann schauen wir mal gut aus. Jetzt bei so 8. So. Was soll ich brauchen beim Bisinn? Ja, 10 gewaschen. So, fortsetzen. Jetzt schauen wir noch zu dem anderen Mongo da hinten. Sortieren wir das aus. Uhrzeit sagt, das ist 8:26 Uhr, perfekter Zeitpunkt. Was hat denn er da eigentlich umgeschnallt? Ist das sein Pimmel? Bruder, was hast denn du für ein Gerät? Da unten? What the fuck? Der Hunter-Stream ist rot. Da hinten liegt der Bogenschütze. Die Videos sind schon fällig wie Dinner for One, die muss man ab und zu schauen. Toni, das wollte ich hören. So, wo hast jetzt du deinen Bogen hingeschmissen, Meister? Stammesbogen? Ja, das war klar, dass ich den nicht nehmen kann, weil ich keinen freien Slot nicht habe. Der Gerät. So. Wo werfen wir unseren Bogen hin? Ein Bogenständer war mal eine Sache. Da ist doch noch Platz für einen Bogen. Hier Bogen, Knochensperrbogen. Wie ist denn der benannt? 33%. Den werfen wir jetzt da hin. Und dann machen wir einen Vollsprint. Vollsprintus Maximus. Irgendwas grunzt mir von rechts an. Das ist der Armadillo-Bärter. Das ist okay. So, wie ist denn der? Was ist denn das da? Obsidianknochenklinge. Ja, Bruder, schneid mal den Scheiß da weg und tu das da. Was man nicht alles finden, schon, ja? So, wie ist jetzt der Bogen beieinander? 79% und der Speer bei 80%. Ich habe jetzt zwar keine Ahnung, was da am meisten Damage macht, ist mir aber auch scheißegal. Hat der noch irgendwo einen Köcher oder so, mit ein paar Pfeile, hallo, Giftpfeile oder so einen Bums? Aber Memo an uns, wenn die da in der Gruppe sitzen, ist ein Bogenschütze dabei. und ein Bienenwerfer. Der Bienenwerfer. So, jetzt ist die Frage, wir haben geschickt. Die Waffen von denen kannst du nicht craften. Nimm mit. Bogenständer hat jeder hin umgehabt. Gab es da nicht irgendwelche Eingeborenen, die sich da so Holzdinger umschnallen? Ja, gibt's in echt, ja, die Holzdinger halt ohne Zipfen. Ich empfehle auch How to Burger. Kannst du speichern. Haben wir das nicht unmittelbar, aber gut, können wir nochmal machen. Die Frage ist, wo fangen wir jetzt an?
Wo fangen wir jetzt an? Am besten eigentlich einmal mit Buch lesen. Wir speichern jetzt, das ist ein guter Plan, und dann lesen wir mal die Scheiße, die da steht. Ich versuche jetzt da einmal den ganz langen Text da drin, zweizeilig zum So, das ist einmal das Erste. So, und dann schauen wir uns einmal das da an. Ich versuche es einmal ganz kurz zu überlegen. Brechen, Durchfall, die westliche Medizin, das leichter Fall, allgemein sind die Auswahl nicht gefasst und zufrieden. Zudem haben sie Ist das eventuell ein Hinweis? Da steht jetzt nicht recht viel drin, außer dass die ganze Zeit um dieses Drogending da geht. Ist das eventuell alles da so ein bisschen ein Hinweis, wie man das Ding braut und dass das quasi so, das musst du machen, und zwar da hinten drin? Da drin so? Erforderliche Gegenstände, kleines Feuer. Ja, dann bauen wir da ein kleines Feuer drunter. Okay. Gut, da brauchen wir wieder Stockkies, aber da haben wir genug. Da haben wir wirklich genug umeinander liegen. Ja, können wir nicht nehmen. Dadurch hast du das Rezept im Buch anlockt und da steht drin, was passiert. Ja gut, das werden wir rausfinden. Ich habe es natürlich jetzt nicht genau gelesen, aber jetzt klangen die kleinen Stecker wieder in die Lecken am Arschstand. Da hast du jetzt das Rezept schon im Bauern und weißt die Zutaten für die Suppe. Ah ja. Glut erforderlich, das kriegen wir auch auf die Schnelle hin. Benutzen. Schön hier. Und dann schauen wir uns einmal das Rezept an. Vielleicht speichern wir auch gleich nochmal, damit wir die Scheiße dann nicht nochmal machen. So, Ayahuasca. Erforderliche Gegenstände. Psychotria. Wo kriegen wir Psychotria her? Wahrscheinlich aus Schwammerl irgendwo, oder? Wenn du den Zettel nicht gelesen hast, ist der Spielstand verpackt, wenn es weitergeht jetzt. Deswegen war der Chat so stark drauf aus, dass du das machst. Okay, dann sehe ich das nicht als Spoiler. Okay, bin schon stark. Vielen Dank dafür. Ayahuasca macht leider. Vielleicht sehen wir das ja im Buch. Pass auf, vielleicht sehen wir das im. Was ist das da? Schau her, gibt tatsächlich einen Pfeilständer. Rüstungsstände. Bogenfallen. Ja, das interessiert uns alles überhaupt nicht. Lagerfeuer, Steinring. Da ist ein Bündel von der Pflanze im Baum. Ja, genau, das versuche ich gerade auszufinden, ob das da irgendwo steht. Die Frage ist, wo, in welcher Kategorie das drin steht. Wahrscheinlich eher da. Überprüfe den Ort Lambda 2, untersuche das Stammesdorf. Okay, vielleicht sollte man. Jetzt pass auf, machen wir jetzt Folgendes. Das finde ich dumm. Während das Baumenü offen ist und du bist im Singleplayer, soll jetzt stehen bleiben. Wenn ich auf Escape drücken kann. Ich möchte in Ruhe das Zeug lesen und währenddessen verhungert ich 20 Mal. Das ist einfach irgendwie kacke. Zweiter Kritikpunkt. So, speichern und jetzt schauen wir uns in Ruhe das Ding an und dann loten wir, bevor wir einfach weitermachen. Was ist los? Wo ist Mia? Weißt du, was wir auch mit da kannten? Erstellen, Karte untersuchen, Rucksack, Tagebuch, schlafen. Wo ist denn mein Walkie-Talkie? Wir benutzen mein Walkie-Talkie, Block angreifen, Shift. Was war denn das, glaube ich, der T? Hello? Can anyone hear me? Da passiert nicht viel, gell? Aber ich kann mir gut I had an accident. I don't know what happened. Please, help? Over. Aber ich kann mir vorstellen, dass das eventuell für... Fuck. Das ist auf T gegangen. So. Dann. Was ist los? Vielleicht für alle, die Story überhaupt nicht mitgekriegt haben, ich meine, das ist der 4. Stream, dass da nicht jeder alles gesehen hat, das ist mir klar. Wir haben ja da gekommen, um die Eingeborenen zu studieren, beziehungsweise sie. Wir sind, glaube ich, Archäologe und was weiß ich, was wir so haben. Sie ist fort, wir haben allein, wir haben gestrandet. Was ist los? Wo ist Mia? Sie hat mich aus einem Indiodorf angefunkt. Wovor hatte sie Angst? Wovor bin ich weggelaufen?
Und wir haben dann davor gelaufen, haben wir runtergerutscht, haben wir total im Arsch und jetzt haben wir uns gefangen. So hat jetzt gerade mal 2 Wochen dauert, aber das ist ja wurscht. Fakten, es ist der 33. Expeditionstag. Mein Tagebuch ist klatschnass, ich habe keine Vorräte. Mia antwortet nicht. Ist das Dorf? Wo sind alle? Kein Anzeichen von Eingeborenen oder Mia. Verbrannter Rucksack, Buch, Notizen und Karte. Wem gehört das alles? Da stehen dann sogar Koordinaten dabei schon hin. Njum. Aus den Notizen. Ayahuasca hilft Patienten mit Gedächtnisverlust. Nur im Beisein eines Schamanen. Scheiße, ist das sicher? Nein, ist allein mit Sicherheit nicht. Habe ich das schon mal gemacht? Gibt es einen anderen Weg? Schritt 1, entzünde ein Feuer unter einem zeremoniellen Kessel. Das haben wir gemacht. Schritt 2, sammle die Zutaten und wirf sie hinein. Das sind diese Lianen, die Hammer. Lianenstreifen, die an den lichtesten Dschungelbäumen wachsen. Schritt 3, sammle die Zutaten und wirf sie hinein. Psychotria viridis. Blätter und rote Früchte des Buschs. Okay, das sind so kleine rote Bärle. Schritt 4, bring alles zum Kochen und trink aus einer Zeremonienschüssel. Spuren von Eingeborenen. Sie benutzen kein Alphabet, sondern einfach Zeichnungen. Mir könnte mir beim Übersetzen helfen. Der Wind heult, ist etwas hinter dem Felsen. Ah ja, so weit sind wir. Das heißt eigentlich, da haben wir jetzt nicht recht viel Zeit verloren, das ist wurscht. Rumlaufen und rote Schlange. Ich höre schon die ganze Zeit zischen, ja, aber irgendwie. Es ist 12 Uhr Mittag, das passt, da können wir mal was rausgegessen. Das heißt, ein Pflanzensucher, wo kleine rote Bärle dran haben. Entweder unter dem Blättersymbol oder links oben oder so, man das sagen, wie die Pflanze ausschaut. Schlange? Was ist das? Genau um das geht's. Also er ist mit seiner Frau im Dschungel, weil er mit dem Stamm untersuchen wollte und dann ist Unfall. Und jetzt ist er allein, muss es wieder. Sapse, was da los? All of a fucking sudden! Servus aus dem Feierabend. Haben wir morgen noch 10 Stunden Dienst in Nachschaussquad. Schönen Abend und nur gute Nacht. Sapse, erholen Sie sich, schlafen Sie gut. 10 Stunden Hurensohn-Schicht, kommen wir schon einmal ins Bett gehen und sagen, leck mir am Arsch. Schlange hinter Kokonat? Nein, das ist das Baby-Tab hier, Phil. Was? Ich versuch's zum Triggern, ich gehe mal in die Richtung. Da sind wir schon ein paar Mal vorbeigerannt an der Pflanzen. Ich habe auch den Eindruck, ja. Ich gehe jetzt einfach mit der Vieri, wo die Wulzei waren und dann schauen wir, ob wir eine finden. Falls irgendjemand da. Tja, ich glaube, das war leicht. Ist die? Sag mal, ich hab's die. Psychotria! Meine Damen und Herren, was passiert denn eigentlich, wenn ich so mache? Okay, die Kokosnuss, die nehmen wir auch noch schnell mit, weil umsonst los muss. Eine Nummer anlegen. Du holst die Gosch. Wir haben schon wieder irgendwo Blutegelkacke irgendwo dran. Wo und vor allem warum? Ich hab nichts da. Da biegt einer weg. Da biegt zwei. Schleichen sie sich. Passt. So, haben wir noch irgendwo Medizinpflanzen zufällig in Sichtweite? Ich sehe keine. Die Uhr läuft mit Solar. Tut es wirklich? Kann tatsächlich sein. Scheißegal. Wir haben jetzt halt auf alle Fälle. Wo ist jetzt die Pflanzen? Psychotrika hat es geheißen. Ach da, Ah ja. Wir kriegen eine saubere Lebensmittelvergiftung, das ist alles, was ich weiß. Jetzt schauen wir mal. Das schauen wir gut aus, bloß das Fett ist nicht so geil, aber ist egal. So. Dann müssen wir mir jetzt da Ayahuasca hineinstecken. Soulwine, drink Ayahuasca. Hey, what are you doing here? Jetzt geht's ganz anders. Los geht's. Ballert. Kann ich da hingehen? Achso, ich kann mich bewegen. Hey, wait! What the? Umbaga? Umbagaga! Uga Uga! Unga Jonga! Confused Unga Bunga!
Ich bin im Vollsprint. Ist Kursquaus da. Ich bin unterwegs. Hier, ich habe hier wunderschöne Schmetterling in Blau und Lila und Grün und keine Ahnung. Was möchten ihr da eigentlich über? Wieso sägen die eigentlich in seine Arschgrunzen rein? So tief, dass du sagst, gibt es so ein Tier, wo noch kein Mensch nicht reingesehen. Ein 4 Liter Flogger, das ist LSD, nice nicht. Das ist ganz was anderes. Das gibt's in echt. Da gibt's Berichte drüber. Wenn das interessiert, gibt's genügend Videos auf YouTube. Wo es Ayahuasca-Berichte gibt, wo Leute Sachen singen, dass dann Vogel aushaut. Vor allem richtig narrisch ist, manche Leute singen immer das Gleiche. Das ist so. Where are you? Okay. Where am I? Jetzt wird's narrisch. Ja, aber die gleiche Wirkung? Ich glaube ja nicht. Ich kann übrigens nichts tun, außer geradeaus gehen. Zum Antworten T drücken. Kleiner? Kid? Hello? Do you remember how we got here? Mia? Is that you? First contact is always difficult. They're extremely weary. I don't remember anything. You were calling to me. I ran out of the tent and... They have to be. Civilization is killing them, and we don't even realize it. Mia. Maybe Geile it would have Frisur. been better if I just died back then. Mia. Kennt es so? Ich hoffe schon. When the American colonization began, the conquistadores brought their diseases here with them. Many tribes were wiped out, and the rest moved even deeper into the jungle. Chief Kuini went on and on about whole generations of his ancestors being decimated, until they received a gift from the jungle. Was ist denn das Gift of the Jungle? Naively, I assured them about our good intentions. Da blinkt was, glaube ich. Heute bin ich im Dorf angekommen. Tagebuch von Mia. Das ist die Tussi, die wir suchen, mit der wir gekommen sind. Bisher war jeder meiner Versuche, mit den Yabahuaca zu kommunizieren, erfolglos. Sie behandeln mich, als wäre ich unsichtbar. Aber immer noch besser, als davongejagt zu werden. Ich muss ihr Vertrauen gewinnen, ihnen zeigen, dass ich bin wie sie. Du bist aber nicht wie sie. Und dafür muss ich den Luxus der Technologie aufgeben. Wir werden sehen, wie lange ich mich nur von Bananen ernähren kann. Jake ist im Lager. Wie lange kann man sich von Bananen ernähren? Für immer? Ich mache mir Sorgen um ihn. Als er gestürzt ist, hat er sich ziemlich schlimm verletzt. Er hat gesagt, es gehe ihm gut, aber ich könnte schwören, dass ich ein Zögern in seiner Stimme gehört habe. Hoffentlich habe ich mir das nur eingebildet und eigentlich ist alles in Ordnung. Ja, er ist ein erwachsener Mann, aber gleichzeitig ist er so tollpatschig. Im Dschungel muss man auf jeden seiner Schritte achten. Selbst der kleinste Kratzer kann tödlich enden. Das haben wir ein paar Mal zu spüren gekriegt, ja. Wenn er sich entzündet. Ich will gar nicht darüber nachdenken. Okay. So, was der... Oh. These children, I've seen them before. Was? I miss them, you know? I wish I could see them again. Die haben alle auf Ayahuasca irgendwo umeinander gelegen und ich glaube, die Gabe, die sie gekriegt haben, die Gabe des Dschungels, die sie gekriegt haben, war ein Haarschneidrasierer. Und jetzt müssen wir bloß noch den finden, der den Haarschneidrasierer hat. Und ich sag dir was, es ist entweder er, oh, ja, auch nicht ganz, aber einer, vielleicht ist es aber auch sie. Vielleicht setzt sie einfach alle unter Drogen und geht dann mit der Haarschneidmaschine. Da der Trottel. Du musst die Bananenfrau fragen. Wer ist denn Bananenfrau? Bananenfrau! Bananawoman! Was liegt denn da noch so alles umeinander?
liegt da noch eine Verzeihung. Vielleicht kann man auch mal mit denen da interagieren, oder? Kann man da was machen? Ja, kann man mit dir was machen? Du schaust sehr entspannt aus. Just Ah ja. Mir hat über die Scheiße aus. Wir haben bloß in den Dschungel gefunden, damit sie die eingeborenen Tore rasieren kann. They trusted us. Und sie einen Witz draus machen. Gut They ausschauen. raised Jetzt us schau dir as mal das their an. own. They even shared their secret with us. Dios mío, ¿qué hemos hecho? Warum kann man in echt die Leute nicht einfach in Ruhe lassen? Sag, verstehe ich nicht. Aber gut. I just wanna. Geschenk. Jake? Come in, please. I need you. And I Mia? need Wait, you. I'm here. Hello? Jake? Please. I can't live without you. Mia, is it really you? What happened? Are you safe? Gracias a Dios que estás vivo. Me? I'm safe. Trust me. Tell me what happened to you. I was losing it trying to contact you. I was hoping you could tell me that. You called me in the middle of the night, and I ran out to look for you, and all I remember is running and falling? Wait, you fell? That doesn't sound good. Okay, take it easy. Breathe. Do you know where you are? I have no idea. Can you Yeah, give but me go on, man. some clue as to your whereabouts? A landmark or something? Ich habe eine Karte gefunden. Stammesdorf. Ja, meine Uhr hat GPS. Yeah, I have a GPS on my watch. Can you write this down? Yes, but you had the map and the GPS. We weren't supposed to split up and... God, this is all my fault. Hey, there has to be another way. I found a map. No clue. Birger, It's da haben wir. half Alle, burnt, da but haben wir. there's a location marked on it. Lambda 2. Not sure what it is. Ich versteh's Do nicht. you? No, Ja, der Falle, da haben wir. I think so. Ich kann doch dir jetzt die Koordinaten geben. I Da, will hier, try. Stammesdorf. Weißt du, die hat sich ihren Rucksack da liegen lassen. Ich weiß ganz genau, wo wir sind. Left me. Mia? Come again? You're breaking up. Ich verarscht uns doch. Without the... Oh, hope. Mia? Mia! Stift kann ich nicht Oh, anklicken. Ne? fuck! Battery's dead. Warte, bis die Funkgerätbatterie wieder aufgeladen ist. Tagebuch, neuer Eintrag. Tagebuch, neuer Eintrag. Überprüfe den Ort Lambda 2. Was war denn das? Warte, bis die Funkgerätbatterie wieder aufgeladen ist. Nochmal ein neuer Tagebucheintrag. Haben wir da jetzt was Tolles gekriegt? Was ist das für ein Ort? Ayahuasca, bla bla bla. Sollte ich das nochmal machen? Mia, sie hat mich endlich kontaktiert. Die verdammte Batterie ist leer. Bei Tag kann ich sie in der Sonne aufladen. Ich muss nur warten. Hello? Mia? You there? Jake? Oh my god, I'm freaking out here. Why did you go silent? What happened? Battery died. I had to charge it, and we can't talk long. Just tell me where you are. I'll find you somehow. Me? I told you. I'm safe. Let's focus on you, okay? Report everything. I'll always be here for you if you need to talk. Alter, das ist dermaßen sass, dass bloß noch schäbert. Was soll das denn? Die macht doch... Wir haben ja doch Teil eines Experiments, oder? Oder irgendein Scheiß.
Was soll das denn? Was labert denn die? Does that mean you're in our tent? You know I'm safe. I already told you. Don't waste the battery. I'll be wherever you need me. Okay, will do. Over and out. Abgesehen davon, nach diesem Ayahuasca-Trip, da ich nicht sagen, dass das wahr ist. Ach du Scheiße. Okay, da müssen wir Dialoge durchhauen. Hey, Mia. About this village I found? Yes? What about it? It's abandoned, but I found a few burned items that couldn't have belonged to the tribe. These came from outside the jungle, it looks like. Are you certain we haven't been here before? The tribe fears our world, but they would never burn our things. They know we are not the enemy. Wer weiß denn das so genau? Sie ist der Enemy. You don't think that there's someone else here, do you? I don't know, but I don't like any of this. Just be careful if you see anyone. Mia, is there anything else that you could tell me about my accident? Honey, I know as Mein little Mann, as das ist you do. meine Theorie. I know, but I was running from something. I don't know how to help you. Just do whatever it takes to survive, okay? Your memories might come back on their own. Yeah, well, maybe you're right. Over and out. Mia, just before the accident, you called me in the middle of the night. What happened? My lamp went out. I panicked. Ja, ich weiß nicht. What? Entweder sind wir noch Vollgas unterwegs und wir reden mit einem Lara ein Walkie-Talkie, oder die Tussi schaut uns dabei beim Sterben zu. Also kill mal, aber... Ah, ich weiß ja nicht, du. That's it? Yeah, that's it. Der Klung! I know, given the situation you're in, my problems really don't seem like much, but I got scared, okay? Oh, I'm sorry. I didn't mean to offend you. I didn't mean to offend you. It's not that. I just don't know what will happen to me if we don't get you out of there. Mia, come on. Don't say that. Let's just focus on getting you out safe and sound, okay? Mia, before you called, I drank ayahuasca. It helped me remember our first days here. Das, was der Vlogger schreibt, das ist absolut richtig. Die meldet sich 2 Wochen nicht, nix hörst, keine Ahnung, dann sauf ich eine der krassesten halluzinogenen Drogen der Welt. Und auf einmal habe ich 28 Dialoge in diesem scheiß Walkie-Talkie da drin. I don't believe you. When you went to the village? What? Jake, don't ever do that again. It's dangerous. Besides, not all you see under its influence is true. But did you get to the village by boat? Yes. And you did take part in the ritual. That doesn't change anything. I'm afraid of what you might see. Just come back to me. Please. Ja, wohin denn? Let's leave the past behind. I'm trying to, but I need to know what happened. Na, ist mir scheißegal, was passiert ist. Wo bist du? Mia. Ach so, und jetzt ist du wieder vor mir. Ja. Scheiße, hoppala, ich bin fort. Ich habe einen merkwürdigen Felsen mit Stammesmalereien. I saw a strange rock covered with tribal paintings. You think you could translate them for me? Do you remember what was on it? 2 men, one black and one blue with a stone between them. Were there any inscriptions?
Ja. Ja. Oh, yes. Yes, there were. Müssen wir noch mal hinterher reisen. Can you describe them? Oh shit. Oh, da haben wir noch Zeit. Scheiße. Strich 8. Ja, das ist jetzt mies. Aber, Alter, Ah, shit. I don't remember. I'll let you know when I get back there. dann gehen wir doch da mal hinterher, hätte ich vorgeschlagen. Sollen wir so? Nein, geht nicht schnell genug. Geht nicht schnell genug, was die richtige Antwort ist. Da springt man jetzt schnell ganz furchtbar flachsig dahin. Bin ich da überhaupt richtig? Ja. Gut, dann wird einmarschiert. Ich marschiere ein. Mia, the rock I mentioned earlier is gone now. I don't know what happened. Are you certain you're in the right spot? Ja, bin ich. Yes, I'm positive. Okay. I am lost for words. Well, regardless, now I can get through here. I'll contact you if I find anything. Just be careful. I better not be going crazy. Mia, I met a tribal warrior. Einen aber nur. Your Einen. voice sounds strange. What happened? Mir nur einen. He attacked me. Also, Oh my God, Selbstverteidigung. are you okay? I killed him, Mia. I had to. I've never... Mia. Cariño, breathe. You can't let it get to you. Breathe is a good Lied I'm für glad Prodigy. you're still alive and talking to me. You're right. But I'm afraid it might happen again. What if there's more of them? Just keep thinking about me. You have to survive for me. War es Aim nicht vorhanden? War es Aim nicht vorhanden? Wie kann man das abbrechen? Kann man nicht, gell? Scheiße. Mia, how are you feeling? It's been days. Is everything okay? Yeah, I'm a little dizzy. That's all. Warum reden die nicht miteinander? Wo ist er? Wo ist sie? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das stinkt dermaßen nach Plottarme, das bloß noch schäbert, muss ich ganz I'm ehrlich just sagen. tired. Why don't you get some rest? I just remembered that time when we flew out for the weekend to the Bahamas. Do you remember? Stay focused. That doesn't help us right now. Weiber. Nothing makes sense anymore. Everything's lost. There is no one left. Don't say that. Don't give up. Stay focused. Everything will be fine. You'll see. If you believe it, then so do I. Okay, Dialoge sind durch. Das ist der Ayahuasca-Scheiß. Überprüfe den Ort Lambda 2. Was ist Lambda 2? Also kann ich da weiterbleiben und es passiert nichts. Y, alle gelesen. Okay, so, was wir mir jetzt mit denen ist folgendes. Wir speichern mal, wir haben richtig gut dabei, unser Dings, wie schaut unser Essen aus, wir haben voll bis oben hin. Dann haben wir da einen Haufen Zeug dabei, das ist das Ara-Fleisch, das lassen wir... Ach, das hängen wir da hin, warum nicht? Die ist heute noch 3 Tage und keine Ahnung. Oh, die Nussen geben Fett. Wir geben einen Namen. Der Erste, der einen Namen für die Nussen reinschreibt. Los, das Symbol Lambda auf der Karte. Lambda 2 ist das rote Drum auf der Map. Trotzdem einmal einen Namen für die Nuss einfallen.
Das da soll Lambda 2 sein, das heißt, wir müssen straight nach Osten. Und das da darf mich noch interessieren da. Da ist dieser Hagel dort. Das heißt, wir müssen ja da so und nicht da so. Genau, aber still, ich sag, sie ist Gators und er hat's nicht verkraft und halluziniert, gibt jetzt noch den Trip. Du hast bei den Gesprächen einen kleinen Fehler gemacht, dann hättest du einen Tipp mehr bekommen. Ich nehme mir ein Nüsschen raus aus der Nüsschenbox. Fettnuts! Fettnuss, Fettbeidel, Cojones, Mandeln. Herr Martins Mandeln ist mir jetzt einfach. Nehmen wir Cojones. Wir nennen es Cojones. Namen geben. Ich weiß nicht, wie man das schreibt, deswegen schreibe ich einfach, was du geschrieben hast. Achtung. Cojones. Schreibt man so Cojones? Ich habe keine Ahnung. So ist überhaupt Cojones heißen. Ich habe keine Ahnung. Genius what? Mir ist wieder ein Resub. Danke dir. Mr. Bimdaust, mir ist für 58 Monate. Servus, kann der Vorstand am langen Tom einmal 2 schreiben? Die machen gerade Küchenschere. Die kann gerade nicht. Vorstand ist beschäftigt. Alex, Steffi, Nüffe. Natürlich. Cojones à la Nüffe. So, eins nach dem anderen. Was jetzt? Das erste, was ich da rausgelesen habe, ich soll das Ayahuasca nicht nochmal machen. Das Spiel kennt mich echt schlecht. Haben wir mir noch. Ja. Sollen wir halt nochmal so eine Pflanze. Dass wir ein bisschen vorwärts kommen. Ja? Wenn ich da noch umeinander probiere wie ein Behinderter, dann dauert das noch 80 Stunden, das Spiel. Macht Sinn, sich das Ayahuasca sofort nochmal reinpimmeln. Macht das Sinn? Bringt mir das weiter? Schau erstmal nach dem Topf. Achso. Okay. I see. Es macht keinen Sinn. Lagerfeuer, ich kann mal alles liegen lassen. Okay, passt schon. Tja, dann da ich vorschlagen. Jetzt gehen wir da so durch und dann ist das alles oft da. Da unten ist die Höhle. Seht ihr mein Mauszeiger eigentlich? Ja. Da ist die Höhle, wo dieses Metallding drin war, glaube ich. Das ist unser Lager. Das ist das Lambda 2. Und das da oben ist der Stor zum Durchgehen. Ich möchte nur wissen. Ich möchte nur eine grobe, geh da hin. Lambda 2 oder durch den Stor in das neue Gebiet. Und da einfach mal ein bisschen rum. Opa sagt Stor, Lambda zuerst, denke ich mal, sagt der Toni. Ich glaube, du bist jetzt mit dem Tutorial durch und kannst in die Open World. Herzlichen Glückwunsch mir. Durch den Stor, der Martin sagt Narrenfreiheit, gibt nicht genau den einen Weg, ist Open World, geht zum bemalten Felsen, holt mehrere Sachen so, am besten nach Wosten, durch den Stor für die Story Lambda 2, jetzt ist Open und die meisten sagen, es ist egal. Kupft wie katscht. Dann machen wir Lambda 2. Das Gebiet, wo man, ich sag das da so als unser Startgebiet, das heißt, wir müssen eigentlich nur geradeaus nach Osten, bis wir das da irgendwie finden und dann müssen wir nach 41,26. Bitte aufschreiben, 41,26. Und zurück müssen wir 46, das finden wir dann schon. Genauso machen wir es jetzt, wir haben eigentlich geschickt. Das passt schon. Eigentlich kann man nochmal schnell laden, aber ja, ist ja wurscht. Ja genau, versucht. 41, wir müssen genau da oben. Genau in diese Richtung, soweit wie wir kommen, immer nur nach Osten. Immer nur Osten. Wir gehen mal ganz normal. Jetzt warte mal, da müssen wir mal was tauschen, weil sonst. Ja, das nervt mich jetzt, dass man die nicht tauschen kann. Ja, nehmen wir Sachen mit. Das hilft uns nichts, auch wenn wir schon noch irgendwann einmal brauchen. XT plus 1, Psychotria. So, immer schön brav auf den Kompass schauen. Ich habe schon ein paar Mal gemacht, mal laufen wir nach Osten und dann laufen wir aber mal komplett in die andere Richtung. Vielleicht ein bisschen Ausschau halten noch Heilpflanzi. Pflanzi McPflanzi. Irgendwo da ist ein Facki.
Da hinten sitzt, brauchen wir nicht. Aber wir werden wahrscheinlich irgendwie da auf müssen. Hm? Dann sind wir da einmal unterwegs. Schauen wir uns erst Lambda 2 und dann gehen wir durch den Felsen. Wieso tue ich das und laufe nicht einfach raus rundum, der Trottel? Wir haben dreckig, das ist nix. Wunderbar. So, fucky Sepp. Seine nette Ich scheiß dich nicht an, du scheißt mich nicht an, Vereinbarung. So, ich hoffe mal, dass Lambda 2 ziemlich einfach zu sehen ist. Und ich hoffe, dass Lambda 2 nicht einfach unser altes Lager ist. Wenn nur das nicht. Osten. Ja, straight dahinter. Dann kann man langsam auch einmal. Ich habe auch gar kein Gefühl nicht, wie groß so ein Planquadrat ist. So, eine Schweinersepp ab. Lambda 2 kannst du noch nicht ohne Kletterausrüstung. Das ist mir jetzt nicht wurscht. Aber genau, ja. Ist das Lambda 2. How do I get up there? Ja. Ich bin fast an dem ersten Ort, den du erwähnt hast. Mia? I've almost reached the Lambda location, but I can't get there. Greenscreen? I mean, there's a way up, but the ropes have been cut. And Verzeihung. I could use some climbing gear. is there nothing you can use? I'm not having much luck. I'll let you know if I find anything. Kletterstelle. Kletterständer hätte ich jetzt fast gesagt. Da sag ich dir was. Wir haben jetzt da. Ach, das sind. Ach so. Dann gehen wir jetzt mal am Nordrand rundum da. Schauen wir, ob wir noch irgendwas finden. Und dann durch den Stor durch, weil das da unten ist auch eine Kletterstelle. Und das da unten ist eine Höhle. Der Caesar sagt, ab in die Höhle. Gelangt mir. Mehr mag ich nicht wissen. Findet man die? Südwesten gehe von dem Pfleger aus da, oder? So grob in die Richtung. Kriegen wir schon. Außer mit den Tepfmachnudeln. Da! Gott verdammt nochmal! Tabakverband ich muss gegangen! Nein, glaub nicht. Wenn man mich vergiftet, sehe ich das richtig. Ah, jetzt verlieren wir schnell aus. Da, fuck off. Ja gut, dann müssen wir ins Lager zurück, das hilft nicht. Aber das findet man schon. Das findet man schon. Was ist das der Isog? Ah, fuck. Nein, nicht. Ja, kein Hosen. Ja, aber das zuckt umeinander wie ein Behinderter. Okay, auf R kommen wir ab. Ich hätte einfach auf das andere geschossen. Hilft nicht, das müssen wir noch mitnehmen. Das Money ist gestorben, aber ich muss es finden. Mit R kannst du aimen. Oh shit, wir müssen noch heim. Fuck! Nein, diese eine kleine Mist... Ich sag da jetzt was, wir probieren da jetzt ein paar Sachen. Damn it! Vergiftung ist weg. Wir haben bloß noch ein bisschen Vierbeit, das ist in Ordnung. Haut uns halt ein paar mehr um, aber das ist mir wurscht. Da ist Herz, das nehmen wir mal.
Notfalllager brauchen wir nicht. Da kommen wir heim. Weiß ich nicht. Nein, können wir nicht. Werden wir leider Gottes mitten im Dschungel leider kurz einschlafen müssen. Das hilft nicht. Das Notfalllager schaffen wir nicht mehr. Aber schauen wir, dass wir so weit heimkommen, wie es geht. Und wenn es wirklich pressiert, drücken wir einfach auf Laden und laufen wir nochmal von vorne und wissen wir, dass wir an der Stelle nicht weiterkommen. Und fertig. Fleisch essen für Energy. Oh. Macht Sinn. Ich hoffe, dass wir da grob irgendwo richtig sind. Haben wir schon eine Zeit gegangen, gell? God, I could use a drink. Drink. Ab in diese. Ich mag jetzt mein ganz Fleisch auch nicht verbringen. Ist mir wurscht, dann haut es uns halt einmal um, dann ist es Fieber weg. Das kriegen wir schon. Das kriegen. Oh, ich sehe schon so. Okay, eins friese ich noch. Dann haben wir nämlich daheim und dann passt's. So, Capybara ist gleich wieder gejagt, das kriegen wir schon. Energy-Pilze, ich hab nicht aufgepasst jetzt gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. Wahrscheinlich haben wir an irgendwelche vorbeigelaufen. Jetzt gehen wir Treppen auf, schlafen wir und dann ist alles wieder gut. Geht dazu, Mund putzen, weiter geht's. Mein, geh halt auf. Das habe ich einfach ein bisschen blöd platziert da. Beißt der schnell, Schlangenfuß ein! So, haben wir schon wieder gut beieinander. Passt schon. So. Haben wir trotzdem nicht genug Energy, gell? Ein paar Pfeile haben wir auch verschossen und nicht zusammengeglaubt, aber ist mir egal. Da haben wir was. Wie schauen wir da aus? Nur Wasser. Da müssten wir eigentlich in die Kokosnussschalen uns haben. Tut denn da schon wieder so? Warne euch. Kokosnussschale haben die Wasser sauber, sauber, leer, leer, leer. Alles leer, Wasser sauber. Wunderbar. So, was kann man dabei da? Bis wieder die blauen Pilze am Baum. Oh ja, genau, die geben Energie, gell? Schauen wir mal, ob die noch da sind. An unserem Baumheiselbaum. Ne, die sind nimmer. Nein, das muss. Es ist natürlich die Frage, wenn man ein Baumheisel an einen Baum ohne baut, wachsen dann auf diesem Baum noch Sachen? Oder wird der. Da haben wir auch einen Energizer Fungi. Energizer Fungi kann man eigentlich einen ganzen Stack auf einmal fressen. Weiß ich nicht, wird schon. Wird schon. So. In die Höhle rein hat's geheißen. Sollten wir da vielleicht unsere Spitzhacke mitnehmen, da kriegen wir Eisenerz, wenn mich nicht alles täuscht. Die wachsen wieder nach, ja. Auch wenn ein Baumhaus auf dem Baumhaus. Wie ein Baumhaus auf dem Baumhaus ist. Ein Baumhausl an den Baum und nicht genagelt ist. Ich habe jetzt nämlich da keine mehr gesehen. Aber gut, ist ja wurscht, Wird schon passen. So, jetzt habe ich wieder vor lauter Labern, checke ich wieder nicht mehr, was ich wollte. Ich mag eigentlich ungern mit der halberten Ausdauer leisten jetzt da irgendwo hingehen. Sag ich freiwillig, wie es ist. Können wir dabei noch was anderes tun? Können wir dabei noch irgendwas anderes tun, was Sinn macht? Können wir noch mit Pfeile bauen? Herstellen. Hoppala. Weg, Feder weg. Ja. Können wir diese 2 Pfeile noch verbauen. Die haben wir jetzt rein. Viel Spaß und Nachschauungsquad. Dumi, hauen Sie sich hinein. Mehr fürs Mitspielen, sorry. Mehr fürs Zuschauen. Kuss auf die Nuss. Fackel und Spitzhacke. Sehen, bauen wir uns noch. Genau, dann gehen wir schlafen, bis hell ist. Und dann gehen wir los in die Höhle und holen wir uns das Zeug und schauen wir, was da drin los ist. Das ist ein stabiler Plan. Das hört sich vernünftig an. So, wo waren wir bei der Fackel gleich wieder? Schwache Fackel. Wir bauen eine starke Fackel. So nicht. So vielleicht. Auch nicht. Starke Fackel. Ich bräuchte das Rezept. Und in der Höhle Apps mitnehmen für Anti-Gift vielleicht. Wir haben einen Funikenverband. Was tut denn der gleich wieder? Ich weiß nicht, was der Funikenverband. Da braucht man eine Tabakpflanze noch. Vielleicht mit. Vielleicht, oh, Harz vielleicht? Ja. Nein, das ist ein. Dann haben wir eine Fackel.
Na gut, wir haben doch schon mehr Fackel gebaut, aber ohne Herz. Egal, bauen wir mal nein, nicht eine Fackel bauen wir. Eine Fackel. Kein Platz mehr im Rucksack. Das ist okay. Da müssen wir die Obsidianklinge, die werfen wir zu unserem Bogen dazu. Hat denn da jetzt schon wieder gefaucht, weh, da ist wieder irgendeine Schlange. Ah, der Pfeilgiftfrosch kann man auch mal, aber draufgeschissen. Werfen wir da hin und dann nehmen wir die Fackel mit. Ich weiß doch, dass ich einen Platz habe. Kann man die da oben rein. Steinaxt. Da kann man bloß kleine Sachen reinzwicken, gell? Bogen, Speer, Knochen, da müssen wir einen Knochenspeer müssen wir auch noch weg tun. Knochenspeer, wir nehmen einen Bogen auf 2. Die Steinaxt, brauchen wir die Steinaxt. Nein. Da glaube ich lieber noch 2 Steine auf und bauen wir ein Messer, mit dem können wir zur Not auch kleine Sachen machen. Wir nehmen die Fackel, neuer Eintrag. Fuck, wir haben doch schon mal eine Fackel gebaut. Ist mir übrigens schon klar, dass ich die anzünden muss. Jetzt kannst du das Messer auch wieder mitnehmen. Stimmt eigentlich, aber ich werde mir eine Spitzhacke bauen. Weil ich glaube, dass ich das nicht mehr mit. Ich höre da schon irgendwas zischen, aber. Nö, die kann man auch mehr einsammeln. Warum nicht? Stein. Stein. Gib mir einen Stein. Wo ist ein Stein? Da ist ein Stein. Liegt da zufälliger Stein drin. Dumm. Ins Kleine geht ja das Messer rein. Da das Messer reingehen. Ja, aber ich hätte gerne das Stockklinge. Was tut denn die Stockklinge? Nehmen wir doch die Stockklinge mit. Leider Gottes sind die Leichen despawned. Das ist ein bisschen schade. Das ist wirklich ein bisschen schade. Aber gut, it is what it is. Vielleicht finden wir noch Tabakpflanzen, einen Stor. Dann wir da noch irgendwas rumgichteln. Na, aber da haben wir mal noch eine Liane. Warum nicht? Warum nicht? Da haben wir eine Paulafen, die nehmen wir auch mit. Warum nicht? Was haben wir da? Der Tukan. Den sammeln wir auch ein. Erstens fürs Fleisch, zweitens für die Federn und Pfeile. Nimm das mit, weil er das gecraftet hat und Haltbarkeit auf 0 ist. Stimmt, Spitzhacke vor. Stimmt, wir haben ja eine Spitzhacke, das haben wir irgendwo hingeworfen. Stimmt. Gut, scheiß wurscht. Mehr Zeiger sammeln, mehr Risis, mehr gut hat's geheißen. Da liegt noch was umeinander, den sammelt man auch noch ein, weil warum nicht? Ja, das ist wieder der höchste Baumstumpf auf der Welt, da kann man nicht umsteigen. Schon gut, kleiner Stecker nehmen wir auch mit, wunderbar. So. Vollsprint. Kann nicht mehr. Was ist das da? Faser kriegen wir nicht mehr rein, aber wir haben ja dort Steinaxt. Wo haben wir denn das Ding hingeworfen? Da haben wir es hingeworfen. Steinhacke. Wunderbar. Haben wir es. Fackel, Dingsbums, Steinhacke. Haben wir Feuerbredel dabei, wenn es pressiert. Zum Feuermachen, ja, Steckern haben wir auch ein paar dabei. Seile, Waffenarsenal ist gut. Dann hängt. Essen haben wir nicht mehr so viel. Das ist ein wenig, naja, gut, 2 Fleischstücke. Wenn das nicht gelangt, dann weiß ich es auch nicht. Was sagt die Uhr? Die Uhr, wir sind mal gut dabei. Zum Trinken schaut nicht ganz so schlecht aus, aber. Nicht ganz so gut aus, aber das passt schon. Dann die wir jetzt speichern. Jawohl. Und wo wollen wir dann hin? Wo wollen wir da? Höhle. Einfach Süden, leicht südwestlich. Süden und dann leicht westlich bis zur Stormauke. Kriegen wir hin. Jetzt gehen wir schlafi und dann gehen wir in die Höhle rein und dann auf dem Weg dahin suchen wir mir Tabakpflanzen und Verbände. Da wachen wir mir perfekt um 6 in der Früh auf. Schau hin. 5, 6 ist, machen wir 7. 7 ist eine gute Zeit. So, Thirsty, wir saufen mal Kokosnuss aus. Wie schauen wir dann aus da? Nicht ganz so geil. Sollte man vielleicht Nobos trinken? Hat es in der Nacht vielleicht geringt? Ich weiß es nicht. Hat es geringt vielleicht ein wenig? Leer. Alles leer. Das ist natürlich nichts. Dann nehmen wir die scheiß Kokosnuss. Trinken. Wunderbar.
Ja, haben wir gut dabei. Auf dem halben Weg essen wir dann was. So, jetzt Richtung Süden. Ist da lang. Das ist unser altbekannter Weg. Kriegen wir schon. Inventar leer. Ja, vielleicht können wir noch ein bisschen was wegwerfen. Da hast du recht. Da hast du allerdings recht. So. Ich glaube, dass wir die Kokosnuss nicht brauchen. Ich glaube, dass wir die Kokosnuss nicht brauchen. Zum Essen haben wir genug. Steckern finden wir am Weg genug. Weg. Was haben wir da so? Das können wir drin lassen. Das wiegt, da ist ein Scheißdreckpfeile, keine Ahnung. Haben wir, weißt du, was wir noch denn? Kleine Steckernpfeile und dann haben wir gut. Dann haben wir geschickt, Kinder. Dann haben wir geschickt. Herstellen. So. Passt. Bredel nicht mitnehmen. Habe ich irgendwo Bredel drin. Das glaube ich das sind Bohrbredel, also zum Feuermachen, das brauchen wir schon. Tatsächlich, da liegen Feuerbredel drin, die brauchen wir natürlich nicht. Ich glaube, den Handbohrer haben wir seit Sekunde 1. So, jetzt aber Abflug, gelangt überall hin. Süden, diese Richtung. Die Feuerbrett brauchst du nicht, zur Sicherheit nimm es mit, ist mir wurscht. Die haben wir schon seit Stream 1 dabei. Die kommt da, ist eine Tabakpflanze, haben wir es schon. Wie der wir das aussehen. Geht das mit dem auch? Oh, die hält überhaupt nicht viel aus, das Ding. Wir kommen das Teil ernten, noch nicht, dass. Ich probiere jetzt was. Ja, da geht genau die. Oder warte mal. Weil das ist halt ultra nervig. Weil wir die Sahne gestellt haben. Okay. Süden. Wie machst du dann die Fackel an? Mit meinem Feuer. Da muss ich ganz Lagerfeuer bauen und dann kann ich es dann noch zünden. Deswegen nehme ich die Feuerbrille mit. So, kleine Heilpflanze war geil. Mit 1, 2, 3, 4, 5 kannst du auf die Waffen swappen. Da steckt kein 5er. Der 5er geht nicht. Muss ich wahrscheinlich in die Steuerung hineinstellen. Die ich übrigens nicht ausgestellt habe. So, Süden. Oh, das ist unser kleiner altbekannter Pit, glaube ich. Dann gehen wir mal runter, hätte ich vorgeschlagen. Nehmen wir ein paar so Energizer-Schwammerl mit. Kohlehydrat. Nicht da gelangen. Nein, wir gelangen die nicht da weg. Einfach Süden. Hergeschenkt wird nichts. Ein bisschen dreckig sein wir, aber das wird schon. Was kriegen wir denn? Kriegen wir eigentlich Schlangenhaut oder sowas? Klapperschlangenfleisch, Tiere ausnehmen plus 1. Schwammerlsamen nehmen wir mit. Da haben wir die Lust am Holz. Wir können mal einen Abstecher in unsere alte Bude machen. Banane. Banane kann man brauchen. So, hier, wo haben wir? Süden. Ich glaube, die Höhle ist echt sogar von da. Die war da an der Mauer irgendwo dran. Das war kurz vor 7:30, hat schon ausgeholt. Ja, ich hab's gehört. Ich hab's vernommen. Dann habe ich ins Gesicht geschossen. Einen Sehen haben wir auch noch nicht umgebracht, gell? Der sagt. Oh. In meiner Welt habe ich den getroffen. Das sage ich dir, wie es ist. Der ist erwischt. Ist er nicht? Gehen wir auf die Jagd. So, irgendwo da war die Höhle. Oder bin ich schon vorbei? Weiß nicht. Jetzt gehen wir mal da entlang. Schauen wir mal, es ist da. Dann müssen wir wieder zurück aus. Ja, das glaube ich ist nicht ganz richtig. Das ist so. Ah ja, Maden for free, oder?
Ja, mit dem Schund, genau, nehmen wir auch mit, warum nicht? Ah, da war's, du blinder Da du jetzt Ausdauer hast, kannst du mit R aimen, aber das zieht Ausdauer ab wie Sau, wahrscheinlich dauerhaft. Nein, das der wir nicht. Das der wir nicht. Oh. Köder. Für was auch immer ein Köder, aber gut. Großer Stein. Da war letztes Mal irgendwo an der Wand war da Eisenerz. Da hinten ist eine Erzader. Oder irgendwo da war doch das. Irgendwo da war eine Erzader. Da täusche ich mich. Körper nicht Köder. Hoppala. Ja, wir will liegen. So, die Frage ist, was die haben wir da drin? Du kannst halt nicht eine halbe Stunde aimen. Ja, ist eh klar. Da ist was. Jetzt pass auf. Oh no. Wow, das war das tollste Spitzhacke der ganzen Welt. Gut. Die Frage ist das Eisenerz so beschissen wichtig? Bin ich wegen dem gekommen, weil mehr sehe ich in der Höhle nicht. Letztes Mal hat es da ehrlich gesagt auch nicht recht viel mehr gegeben. Ist das überhaupt die Höhle? 47,30. Wir haben jetzt da irgendwo. Da herunten. Wir haben jetzt südlich von der Höhle. Weil wir halt in den Berg gegangen sind. Nein, da gibt's nicht mehr. Weil du es auf dem Boden geworfen hast, ist es kaputt gegangen über Zeit. Ach so! Geh halt mal durch den Stor. Ich denke, das ist jetzt die letzte Option. Wir haben da fast alles ausgespäht. Wir könnten natürlich da noch rundherum laufen und so, aber das ist mal wurscht. Was das für Pflege ist da, das weiß ich auch nicht. Jetzt gehen wir zurück ins Lager. Dann gehen wir jetzt zurück ins Lager. Das ist nicht so hilfreich als Erz. Ja, da müssen die das mit dem Lehm machen. Da müssen die den Lehmofen bauen. Dann kann ich Eisenerz machen. Dann kann ich mir wahrscheinlich eine Eisenhacke machen und das hält ewig. Oder ein Eisenspeer oder Eisenpfeile oder was auch immer. Aber das Erz, da, wenn eins in der ganzen Höhle ist, dann kannst du Fotzen schon wieder ans Tisch gehen. Und Spitzhacke hat einmal ein F verdient. Übrigens. Du kannst zum linken Haken gehen. Also zu dem da. Das heißt, aus der Höhle aus leicht nordwestlich. Und das soll man eigentlich hinkriegen. Dann haben wir nochmal back to the Höhle. Und dann nordwestlich, also grob da hinten. Das kriegen wir zusammen. Drecker zusammen wie Scheiße, wir sollten uns einmal waschen. Nicht kratzen, waschen können. Da wird dann wahrscheinlich irgendwo so ein Kletterstell sein oder so. Guckst du eine Banane aus. Ne? Apropos Banane! Willst du eine Scheiße, Klapperschlangen. Haben wir noch nicht aufgehängt, oder die kriegen wir noch. Ja, da an der Felsenmauer entlang, wo soll denn das Hagelding sonst sein? Let's have a look. Oh, da vorne schaut es doch gut aus. Und eine Capybara kann man uns einmal noch schießen. Wie viel Tragelast haben wir? Ja, so 12. Aber da können wir halt ohne Hagel auch nichts machen, gell? Erforderliche Gegenstände Wurfhaken, den werden wir irgendwo finden müssen. Den werden wir wohl oder übel irgendwo finden müssen. So, von hier aus eigentlich an der Stormauer entlang Richtung Nord. Einfach der Stormauer entlang, das machen wir jetzt mal. Wenn wir irgendein Viech finden, dann schießen wir ihm ins Gesicht. Was hängen denn da für geile Früchtchen? Fruchtige Frucht, die schaut gut aus. Die nehmen wir mal mit. So. Wir hätten gerne so eine Facke schießen. Heißt als wenn ich da ins Gesicht schieße, dann bist du hin. Hat nicht als Gesicht. Das hat schon als Gesicht gezählt. Oder auch als Gesicht gezählt. Jetzt aber. Ja, sagst du nichts mehr. So, da werden wir zwar mit einem ziemlichen Slow Pacing nach Hause wandern, habe ich das Gefühl. Kein Platz mehr im Rucksack. Was haben wir da noch? Pekarifleisch.
Was ist denn Pekerifleisch? Ja. Sonst noch was? Wieso hab ich jetzt einen Parasiten? Da habe ich ja was von Ratiofarm. Lecker schmecker. Das nehmen wir auch noch mit. Passt auch nicht alles sein, das ist mir schon klar, aber bevor wir es am Boden liegen lassen, legt mir am Arsch. Oh, die ist ja was möchtest du? So! Jetzt halt noch auf die Nacht. Jetzt halt noch. Thirsty. Oh Gott, durstig sind wir auch noch. Dann trinken wir halt mal was. So. Ist die grüne Frucht. Ist einmal die grüne Frucht. Das ist eine gute Frucht. Was ist da gelaufen? Ich weiß nicht. Was ist da gelaufen? Das bin ich selber. Leute, sie haben vergessen, dass Geschwindigkeit vom Sprinten vom Sprintsound anpassen. Also Gum-Gum-Frucht, die schaut ja wirklich so aus, gell? Oder? Da ist mich gerade nicht. Gum-Gum-Frucht in One Piece schaut genauso aus wie das Stachelding da, oder? Jetzt hätte ich fast drungen. Waschen sollst du da drauf. Müssen wir uns oft waschen. Wir haben 5004 ausgenommen. Wir haben Zeug zum Saufudern. Wir haben eine Sau zum Saufudern dabei. Die schaut gar nicht. Die kommen aufhängen. Die dauert 14 Tage, bis die Drucker ist. Nein, ein bisschen anders. Ich also Ananas-mäßig ausgeschaut irgendwie. Voll, wasch dich mal. Trinke der Sauhund. Da, was sind das eigentlich? Affenköpfe, oder was? Nee, ja, warum nicht? Muss jeder selber wissen, ne? Das gegessen. Muss jeder selber wissen, das kann ich wieder nicht mehr. Jetzt geh halt ein Stückchen schneller. Kim. Der scheiß Lego an, der da die ganze Zeit umeinander krebst. Kannst du auch mal vertüddeln. Vertüddeln Sie sich mal. So, was haben wir da alles? Schön singen? Haben wir einen Platz. Da ist hier. Hier, Fleischi, das Fleischi nehmen wir mit, das hängen wir auf. So, wunderbar. Was haben wir jetzt da? Ja, die ganzen Knochen, die müssen wir alle, was Knochen schmeißen wir alle da her. Du, den ganzen Stack aussehen. Stackweise ausgeschissene Knochen haben wir zum Saufudern, die werden schon nicht kaputt gehen. So, können wir schon wieder gehen. Wunderbar. Arafleisch, getrocknet haben wir noch nie gegessen. Eine ins Maul! Proteine, was auch sonst. Da haben wir noch einen. Was ist das da? Kaki-Fleisch. Wir brauchen einen zweiten Ständer. Skorpionkörper, Verfall 20 Verbrauchsgegenstandseffekte, unbekannt. Ich glaube, ich mag es gar nicht wissen. Wirfen da auf und gut ist. So, und da haben wir eigentlich nicht so viel. Wenn es keine Haltbarkeit hat, kann es nicht despawnen. Hat er genug nicht, oder? Gut, der Knochen despawnt den echt eigentlich auch nur ganz furchtbar. Wenn er nicht Eigramm ist, Eigramm eigentlich auch. Nur ganz extrem selten. Halten, um den Spielstand zu speichern, meine Damen und Herren! So, wir sind mal richtig gut beieinander. Wir haben geile Waffen, wir haben Rüstungen, wir haben Essen ohne Ende. Wir haben das Spielfeld besser verstanden mittlerweile, etc., etc. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir uns in Richtung Stein bewegen. Was sagt man, die Kongo-Muse? Fahren die da... Vogel! Ja, war schnell wie verdammter Tukan. Tja, dann wären wir uns wohl oder übel. Ach, die Kongo-Muse kommt, wenn ich da hindrehe. Was ist denn da? Da ist das Ding mittlerweile gewachsen. Clitorus plumbus! Ist das mittlerweile? Nein, das ist immer nur ein Klitoris. Wir haben das Spiel verstanden, wird Zeit, dass wir unser Eis hören. Recht weit davon haben wir noch mehr entfernt. Da sind wir eigentlich gut dabei, da gehen wir jetzt mal durch den Stor durch. Richtung Stein bewegen, meine Damen und Herren. Dann nehmen wir mal Steckerl mit, weil für was, dass man alles so Steckerl brauchen kann. Okay? So, was haben wir jetzt da alles für Waffen? Da liegt nämlich eine Tabakpflanze. Tabakpflanze, da nehmen wir mit das Ding. Hier, die nehmen wir natürlich mit. Hallo?
Ah, diese... Ich hab jetzt eigentlich gehofft, die geht aufs erste Mal kaputt, aber gut. Keinen Platz mehr im Rucksack, bist du besoffen? Bruder, da lager die, das möchte ich mal hoffen. Coconut, nimm auch mit. Irgend merke, immer hinknocken beim... Immer hinknocken. So. Auf dem Weg zum Stein, der sich uns eröffnete, als wir die Drogen nahmen. Oh, das gefällt mir schon aus wie Glory Hole. Da müssen wir fast einen Screenshot machen. Das Einzige, was ihr nicht wisst, ist, dass wir wirklich selten einen schönen Cliffhanger haben und dieser Screenshot eigentlich nur dafür gedacht war, dass ich am Montag, beziehungsweise nächsten Mittwoch, Apps fürs Thumbnail habe. Meine Damen und Herren, hast du schon mal durchgeschaut, 3:12 Uhr. Was? Druckbomb zielen mit Bogen, mal links Shift, jetzt soll ich zusehen. Stein, böser Bereich, nix gut. Ja, das werden wir sehen, was das für ein böser Bereich ist. We will see. Hallo, einen schönen, was? Ach, wir haben doch Zeit, stell dich nicht so. Das warten immer noch. Das brauchst mir du nicht verzeihen, dass du am Freitagabend, wenn 2 Weiber in deiner Küche hocken und auf die warten, dass du dann bis um 1 in der Früh speist. Es ist einfach so, Steffi, ich bestätige es. Ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich 10 Jahre lang, langen 10 Jahre, ich weiß es nicht, wann ich das letzte Mal ein Survival-Game gespielt habe. Ich spiele vieles und alles, aber Survival-Game habe ich 10 Jahre lang weggepackt, weil es immer das Gleiche ist. Außer The Forest einmal kurz, ja, und da, das haben wir auch nicht oft gespielt, sagen wir es, was es ist. Aber das Spiel da, frag mich nicht, warum, das ist so gut gemacht. Aus irgendeinem Grund, ich mag das, wenn das war am Anfang wirklich zack. So, wie viele Stunden Playtime haben wir jetzt? Das ist der 4. Stream, 2, 4, 6. Ja, so gut, irgendwo, so, ich sag mal, bei reiner Playtime sind wir wahrscheinlich so bei 7 Stunden. 7, 8 Stunden. Spiel einigermaßen verstanden, Steuerung verinnerlicht, eigentlich haben wir das scheiß Baumenü gelesen, wird schon, und es wird. Es ist richtig gut. Wir haben überlebt, 15 Tage, wir sind 15,6 Kilometer gereist und im ersten Stream haben wir halt 2, 3 Mal gespielt. Jetzt ärgere ich mich noch mehr über die geschissene Controllersteuerung. Das ist wirklich bitter. Kannst gar nicht mit Maus und Tastatur umgehen. Probier's! Ich war eine Bürgerin, kann es auch nicht. Völlig lost. Ist für mich halt unverständlich. Ich kann versuchen, dass ich mich zu Zeiten von Alien vs. Predator 1, lass mich auf die Uhr schauen. Ich glaube, das war 1998 oder 99. Da habe ich das erste Mal ich glaube, das war sogar noch Pfeiltasten plus Maus, wo ich das erste Mal gemacht habe mit Mauszielen und hab mir gedacht, Alter, bist du komplett behindert. Oder haben sie dir ins Hirn geschissen? Wer spielt denn so? Wie sollst du denn so irgendwas treffen? Es dauert nicht lang, bis du das drin hast. Es dauert nicht lang, aber ich weiß, ich kann mich an die Hürde noch erinnern, aber es wird. Einfach mal jeden Tag 10 Minuten, Viertelstunde. Da bieten sie vielleicht auch Spiele an wie Half-Life. 1 oder 2. Einfach eine saubere On-Point-Steuerung und ein sauberes Feeling haben und das tust du ein bisschen. Reicht nicht, wenn ich eine enttäuscht. Reicht nicht, wenn ich eine enttäuscht. Der Anderle kommt jetzt gerade, wo ich gerade gehe. Haben wir gespeichert vom Weggehen. Deswegen haben wir auch gespeichert vom Weggehen. Mit was 40 kennen die Weiber hocken wie das Ming. Das können nur Leute sagen, die mindestens 2 Kinder und seit 15 Jahren verheiratet sind. 2 Weiber in der Küche haben es gekocht, dann ja. Ansonsten habe ich lieber meine Ruhe. Da wartet jetzt einiges auf mich. Ich weiß, dass da mindestens 1 bis 8 lustige Zigaretten warten. Da wird das selber gemachte Pizza. Ich habe den ganzen Tag noch nichts, das stimmt nicht, ich habe Leberkasse gegessen. Birger liegt nicht. Die habe ich aber mit den Hund teilen müssen, darum habe ich gar nicht so viel Leberkasse erwischt, wie ich gern gehört hätte. Und heute hat mich beim Einkaufen hat mich so eine gelbe Nesquik-Schachtel angelacht. Das ist so wie Milchschnitte, bloß in braun und im Viereckern. Und das habe ich gegessen, das war's für einen. Ich meine, damit reicht es nicht, wenn einer enttäuscht, müssen es gleich 2 sein. Ja, freilich, es ist egal wann und egal wo, mehr ist mehr gut. Mehr ist immer mehr gut.
Mr. Genius SWAT, die habe ich übersehen für den Resub. Es tut mir so leid, ich hoffe, du bist noch da. Das war vor 40 Minuten. Has been a member for 3 months in a row. Da sage ich mir erst wieder in die 3 Monate. Ich hoffe, ich habe keinen gesehen. Ich hoffe, ich kann übersehen. Was reden die für einen? Ich bin dermaßen im Wochenendmode, dass es zu spät ist. Freunde der Sonne. 3 für Levi. Hat's euch gefallen? Ihr müsst mir unbedingt sagen, wenn es anfängt langweilig zu werden. Es kann natürlich auch einmal passieren, dass ich mich in ein Spiel einsteigert ohne Ende, das aber keiner sehen will. Das ist mir zwar in der Regel dann auch wurscht, aber ich meine, ich muss ja nicht mit Gewalt dann streamen, wenn der Großteil irgendwann sagt, jetzt weiß ich nicht, das ist jetzt der 12. Stream, jetzt kann man langsam mal was anderes tun. Die Frage ist, wie werden wir das Spiel nicht fertig kriegen? Mal wirklich ernsthaft einigermaßen geschätzt ab dem Punkt jetzt. Ich meine, das Spiel einigermaßen verstanden, wer weiß, was noch kommt. Keine Ahnung. Mit vielleicht ein paar Tipps aus der Community, in welche Richtung, dass man gehen soll, dass mit der Story schneller vorangeht. Vielleicht, dass man nicht irgendwie so viel Zeit verplempern mit der, ich sage mal, der Survival-Mode ist durch. Ich glaube, überleben der wir. Das Einzige, was noch passieren kann, ist, dass da irgendwie krassen Viecher kommen, die und wir haben keine Gier nicht und wir sterben. Dass das vielleicht nicht mehr ganz so spannend ist, dass man das Spiel vielleicht auf einfach steht, dass die Ausdauerzeiger nicht so schnell, aber dass wenn die eine Schlange beißt, dass du nicht eine Stunde rumpimmeln musst und so weiter und so fort, dass wir uns auf die Story konzentrieren, weil das darf mich wirklich interessieren, was da los ist. 15 Stunden hast du braucht. Wirklich von erster Playtime-Hour bis Story durch. 15 Stunden. Einfach mega gespielt. Das hätte ich gern. Noch so eine Woche. Ich glaube, dann haben wir... Was? Ja, wegen mir darfst du das vielleicht schon ein paar Mal streamen, war mir schon recht. Ja, gute Namen. Aber so richtig, also der Einzige, der Baldschirmer hat mir jetzt gesagt, so 15 Stunden hat er braucht. Was sagt How Long to Beat? Ja, stimmt. Ja, kannst du auf leichtfertig machen. Also ich glaube, dass das macht jetzt keinen Unterschied. Das hält uns nur unnötig aus. Auf Blödeln der wir auf alle Fälle noch. Da machen wir einen Stream, der letzte Stream wird Community-Zock und da bauen wir einen Turm. So wie wir können. Bis Spiel abgehackt. Tobi, wie hast du auf einen Euro 90 gekommen, das weiß ich nicht, aber merci dir. Derry Birger, ich würde es richtig fühlen, wenn du deinen alten Mitgliedersound für einen Stream wieder benutzt. Was ist denn los mit dir? Das ist übrigens Kollege. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen, weil jetzt magst du ihn vielleicht doch nicht mehr hören. Tobi, merci dir. Ich werde mal drüber nachdenken. Aufs Rumblödeln warte ich schon. Ich spiele Story mit einem Gurkerl seit 38 Stunden. Okay, verstehe. Bin ich für, ist so, aber wenn dann einer, das ist halt wirklich ein großer, wie soll ich sagen, ein großer Spagat zwischen 15 Stunden hat er braucht und 38 Stunden habt ihr zu zweit braucht. Ich weiß jetzt auch nicht. Allerdings habe ich das Gurkerl in Arvidari jetzt schon einmal gesehen. Deswegen kann ich die 38 Stunden schon verstehen. Okay, ciao. Es macht mir eine Gaudi zum Zuschauen, wenn man sieht, dass gut, das ist sowieso klar. Also das glaube ich ist auch mit allem so. Ja, das ist glaube ich auch grundsätzlich so ein kleines Streamer-Problem, die sich selber so hart einreden, sie haben da gerade Spaß dabei, spielen aber dann die Spiele, die gerade im Hype sind. Gängen dann erstens schon einmal unter 2,5 Millionen anderen Streamer komplett unter und ich glaube auch, dass ich auf 5 Minuten gespannt bin, wenn ich keinen Bock nicht habe. Das sage ich aber dann auch freiweg, weil dann ist das Spiel immer wieder fort mittendrin. 15 Stunden sind schon realistisch. Ab jetzt noch. Brauchen wir ab jetzt noch 15. Jetzt schauen wir mal in How Long to Beat. Jetzt warte mal. Ja, vielleicht, weiß ich das, 5 Noob-Sekunden. Was ist How Long to Beat? Das ist eine Seite, da kannst du dich registrieren und kannst eintragen, wie lange das jeden Tag zum Schleudern braucht. Nein, natürlich nicht. How Long to Beat ist eine Seite, da kannst du ein Spiel eingeben. Auf der Startseite kommt dort zum Beispiel Clair Obscure Expedition 33 und da können Leute posten, wie lange das für das Spiel braucht haben. Das schaue ich mir oft an, das ist für mich perfekt, dass ich sehe, oh Gott, ist das, da sehe ich zum Beispiel Red Dead 2, das ist dann immer unterteilt in 3 verschiedene Zeiten, was dann so der Durchschnitt ist, wie lange das Leute braucht haben. Einmal Main Story, also wirklich nur Story und durch. Einmal Main plus Extra, also so Main Hauptstory plus Nebenquests und was man sonst noch machen kann.
Und der Completionist, das ist wirklich, wenn du alles gemacht hast. Und da steht ja bei Red Dead Main Story 50,5 Stunden. Und das geht ziemlich gut hin. Ich glaube, dass ich auch so 50, 60 Stunden gebraucht habe. Und ich bin auch jemand, der sich meistens nur auf die Main Story konzentriert. Da hier Cyberpunk, da hat anscheinend 26 Stunden, wenn du Completionist machst, 108 Stunden. So, jetzt schauen wir da mal. Green Hell. Was sagt die grüne Hölle? Es gibt Green Hell in VR? Ja, ich hab Green Hell und Raft am Anfang ja nicht kennt und hab so erst einmal so ein bisschen die Befürchtung gehabt, Survival Games, probierst du so einmal, dass mir eins davor aber so richtig hart anfixt, habe ich nicht kommen sehen. Das hätte ich nicht in VR ausprobiert, blind. Das hätte ich nicht da. Und jetzt, wo eigentlich der Survival-Part durch ist, ja, wir sterben nicht mehr alle 5 Minuten, haben wir keine Ahnung von gar nichts und bla bla bla, interessiert mich das VR nicht mehr. Und irgendjemand schreibt da schon, oh, don't do it. Irgendwann das VR-Thema ist durch. Er ist auch so gut wie du, also im Sommer sowieso, im Winter ist da schon eher, aber die Experience, die hätte ich gern gehabt. Aber das war geistesgestört. Und das ist ein Teleport. Ihr wisst, ich leide hart an Motion Sickness. Ich kann da nicht flüssig durchgehen. Und mit dem Teleport ist es auch ein komisch so. Das ist schade, wegen. Ja, was nicht. Gut, oh Gott. Gut, geil, das war nicht ernst gemeint. Was auch immer jetzt kommt. Danke dir. Das kann ich nicht so einfach auf mich sitzen. Kann ich nicht so einfach auf mich sitzen lassen. Erstens habe ich auch schon lange mit meinen Spezies durchgespielt. Und zweitens spielen Green Hell der Ica und ich nicht nur auf schnell durch, sondern schauen so auch noch herum. Wie denn? So? Ist er hier voll? Oh, Stocki. Es tut mir leid. Es ist doch bloß ein Gaudi hier offen. Danke dir. Schluss mit dem Zehner und anwerfen hier. Offen! So. Okay, kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Green Hell Main Story sagt tatsächlich 16,5 Stunden. Das heißt so Abwehr, aber der Completionist sagt, sind wir fertig. Jetzt schon mal. Freunde, das ist schon mal fertig. 16? Wir haben noch, also jetzt passt mir auch. Wir haben ja noch mitten in der Winterseason, aber die Winterseason ist nicht mehr so unendlich lang. Februar, März noch. Wann ist Zeitumstellung? Am 29. März. Genau. Und Pro-Gamer herinnen, die lang genug dabei sind, die wissen, was geschlagen hat. Ab März dann, also ab April, gibt es dann keine Freitagsstreams mehr. Ja, da bin ich viel mehr drauf, da tue ich am Wochenende auch was anderes, das glaube ich weiß ja jeder. Aber wir haben noch den ganzen, na gut, wir haben einen Januar auch noch vor uns, ich meine, der ist auch noch 1,5 Wochen lang. Dann haben wir noch im Februar und im März. Und für das kannst du sich genau ausgehen, wenn wir das dann am Freitag legen und da wirklich in die Story reinpowern, dass wir das, hey, schau, PlayStation Controller-Style. Ja, nächste Woche noch einmal am Freitag, dann werden wir es wohl haben. Was? Kann mir irgendjemand, der schon durch hat, und es sind ja einige da, die wirklich schon gespielt haben, sonst darf ich das alles nicht auswendig wissen. Soweit wie ich jetzt bin, und ich konzentriere mich, ich sage jetzt einmal zu 80% auf die Story. Und ihr schubst es mir ein bisschen in die Richtung Story. Ja, wenn ich gar nicht weiß, wo hin mit dem Scheiß. Wie lange, Schatz, brauchen wir dann jetzt noch? 5 Stunden, 10 Stunden, 15, also 15 Stunden kann ich mir nicht vorstellen. Weil selbst wenn da bei How Long to Beat Main Story steht, muss sich ein Spieler erst einmal 3 Tage überleben und fangen. Und dann kann er mit der Story anfangen. Gute 12 bis 13 Stunden. Nein, das dauert schon noch 8 bis 10 Stunden. Ja gut, Main Story durch, bin gerade begeistert von Amazonien. Ja gut, wenn der Jaguar kommt, wird es länger dauern. Kann ich dir nicht sagen, ich eskaliere mit dem Bauen in Survivals. Das gehört natürlich auch dazu. Ja, ich weiß schon. Ist, glaube ich, schwierig zum sagen. Ich wüsste jetzt bei The Forest auch nicht. Circa 8 Stunden ist möglich. Ja, aber das ist doch eine Zahl, mit der kann man arbeiten. Das ist was, das warten reguläre Streams, 4 Stück nochmal, dann warten wir bei 8 Streams insgesamt. Das ist mehr wie normal, aber nicht zu viel. Für das ist ein Spiel gut genug, das passt. Und wenn wir da 2 Freitagsstreams noch machen, wo wir wirklich 3 Stunden und wirklich Fokus auf die Story,
dann haben da gleich einmal 6 Stunden weiter und das kriegen wir schon. Das schauen wir. Solange es das Level halten kann, wenn es ein absoluter Bullshit wird, dann hören wir halt mittendrin auf. Und ganz ehrlich, ein bisschen Bullshit smellen tue ich schon. Tue ich nicht ab. Aber das Gameplay ist geil. Und schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Wie Lex, alter Birger, du bist ja auch so ein Depp. Wir spielen halt nicht nur stumpf auf Story, sondern schauen so auch noch, ob wir Dörfer oder sonst was finden. Sie fix. Zum 18. Mal jetzt gut, geil. Das war ein Witz. Ich hab weder deinen Mann beleidigt noch dein Spein oder irgendwas. Ist ja gut jetzt. Da tun wir einfach jetzt da hier und fertig. Und nächste Woche, ja, Raft muss weichen. Ich sag das mit Raft wie nicht warm. It is what it is. Jeder hat einen anderen Geschmack. Da werden wir uns Hightail anschauen. Ich weiß, Hightail ist in der Early Access. Hightail ist nicht fertig. Aber Hightail wird unter manchem Munde als Minecraft 2 gesehen. Und alles, was ich bis jetzt gesehen habe, schaut auch nach Minecraft 2 aus. Sage ich freiwillig, wie es ist. Und das interessiert mich, damit ich einmal ein Hype-Spiel anschaue, bevor es wieder an mir vorbeifährt und alle wollen Hightail, geiler Scheiße, der Hightail, kennst Hightail? Und ich so, ich bin zu alt für den Scheiß. kann natürlich auch passieren. Kann natürlich auch passieren. Den schauen wir uns an, ob das was kann oder nicht, bevor es es wieder kauft, weil irgendein Influencer-Trottel gesagt hat, das ist gut und dann ist es da nicht. Dann muss der Pro-Gamer ran und schaut sich den Bums einmal an. Wobei, wann hab ich das letzte Mal Minecraft ernsthaft gespielt? Keine Ahnung. Wann war denn das mit den Server? 2019. Ich hab keine Ahnung, das war vor 7 Jahren. Leck mir am Arsch, was war 7, da habe ich nicht gescheit Minecraft gespielt. Das letzte Mal, wo ich Minecraft gespielt habe, da war es in der Alpha. Das war 2010 oder 9 oder so. Keine Ahnung. Ist schon spät, ist schon gehabt. Dass du das hast, das war mir klar. Du hast auch jetzt Pimmel gespielt. Ich sag mal Balex Pit und lauter solche Geschichten. Sehe ich immer hier, auch da ist auch der Sprengi. Man spielt Minecraft ernsthaft? Ja, schon ein wenig. Warum sowas gehypt wird, aber Geschmäcker sind halt verschieden. Ja, das habe ich mir bei Fortnite zum Beispiel auch gedacht. Aber wenn man mal nicht die große Säge ist, sondern einfach mal wirklich versucht, wie die Schweiz auf das Spiel zu schauen, dann kann ich bei Fortnite verstehen, warum es den Erfolg gehabt hat, den es gehabt hat und wahrscheinlich auch immer noch hat. Es ist halt nichts für mich. Aber ich sehe, warum da auch jeder Bub vor allem und Mädels wahrscheinlich auch einige zwischen 10 und 25 völlig ausrasten. Oder ausgerast sind. Bei Minecraft ist auch nicht so wirklich was für mich, aber ich verstehe es, warum Minecraft das größte Spiel der Welt ist. Gut, ist Minecraft das größte Spiel oder ist GTA 5? Ich weiß es nicht. Ist auch wurscht, ihr wisst, was ich meine. Minecraft und GTA haben die 2 größten Spiele auf dem Planeten. Und mittlerweile darf man Roblox, glaube ich, nicht ganz vergessen. Das schwimmt so hart unterm Radar, dass ich von dem gar nichts mitkriege. Und ab und zu habe ich mir wieder ein Video da, das schauen wir dann an, wo ich mir dann denke, wie viel Leute spenden das? Was? Was? Plus noch ein paar andere Geschichten, die in dem Spiel anscheinend los sind. Aber gut, das ist wieder was anderes. Fortnite, Roblox, muss das sein oder kann das weg? Ja, das sind nicht Kinderspiele. Aber ich kann verstehen, warum das so erfolgreich ist, auch wenn es nichts für mich ist. Und wenn es für einen Dreck halt. Wenn das neue DayZ-Update kommt, wirst du wieder einmal reinschauen oder eher nicht? Nein, das alte DayZ Standalone interessiert mich überhaupt nicht mehr. Null. Da haben wir wirklich die Scheiße rausgezockt aus dem Spiel. Das ist dasselbe in grün. Und die letzten 2 Updates oder DLCs, die 2 Pimmel-Maps, die da gekommen sind, also tut mir leid, jeder Mod, den es für DayZ gibt, und da, Entschuldigung, Verzeihung, und da gibt es wirklich viele, gibt es bessere Maps wie den Schrott, den sie da hergeschissen haben. Sagen wir uns ehrlich, das Spiel, dass das überhaupt noch weiterentwickelt wird, das verstehe ich sowieso nicht. Ich darf einmal langsam auf Arma 4 warten. Das war einmal eine Ansage, weil dann weiß ich, oh, neue Engine, also auf der auch übrigens DayZ basiert, ja. Und dann kann man sich einmal überlegen, so Freunde, wie schaut es mit DayZ 2 aus? Oder irgendwelche Mods am Anfang wieder oder sonst irgendwas. Das war geil. Man kann im Edeka Roblox Währung als Guthabenkarte kaufen, das sollte alles sagen über deren Größe. Also richtig. Arma 4 kommt 2027, das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Ich habe schon vor, wann haben wir die ersten Engine-Sachen gesehen und haben gesagt, die sind schon voll weit und keine Ahnung. Das ist auch schon wieder 3-4 Jahre her. Arma 3 ist, wann war Arma 3? 2014? ...2013. Das Scheißgespräch ist 13 Jahre alt. Schaut immer noch gut aus, by the way.
Da war mal ein Update geil. Da war mal ein neuer Arma-Teil, war mal richtig stark. Arma Reforger ist die Beta. Ja, das weiß ich. Und genau, und in dem Stadium ist schon ewig. Fable ein Thema, kommt im Herbst, habe ich gesehen, ich habe da gestern diese Xbox-Präsentation angeschaut, das ist nur Schrott. Das ist nur Scheißdreck. Ich weiß nicht, was Microsoft treibt, Alter. Also ich weiß nicht, was die Xbox denkt. Ich weiß nicht, was das soll. Weiß nicht, was da los ist. Cartoon schreibt, leg mich hat gerade von hinten ein Kroker angegriffen in Green Hell, wäre fast vom Stuhl gefallen. Da legt der Scheiß, der geschissene Panther oder Jaguar oder was weiß ich, was es war, vorher war fast vom Hocker gefallen. So, Freunde der Sonne! Jetzt ist Punkt 12, jetzt gehen wir ins Bett. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich hoffe, ich konnte Ihren Freitagabend etwas angenehmer gestalten. Ich hatte Spaß. Wie Sau, ist ein gutes Spät. Wir sehen uns nächste Woche am Montag mit Hightail und am Mittwoch wahrscheinlich nochmal mit Green Hell. Und da werden wir Fokus auf die Story. Und übernächste Woche, da müssen wir dann sowieso generell schauen, ist Hightail was? Wenn ja, werden wir da weiter. Und dann war es eigentlich cool, wenn wir irgendein zweites Spiel mit Green Hell ersetzen und Green Hell nur noch an Freitagen spielen. Und dann haben wir da eine schöne Abwechslung und jeder hat was davon und so weiter und so fort. Geht Zigaretten rauchen und Pizza fressen. Du hast keine Ahnung, wie ich mich da drauf jetzt frei. Freunde der Sonne. Let's go to bed. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Schöne Grüße an den Nachschau-Squad, an die Moderatorinnen Triple F bitte. Und NX wann laden möglich? Ich weiß es nicht. Bei mir funktioniert NX ganz normal. Abwarten und Tee trinken. Da kann ich jetzt momentan gerade nichts machen. Wir müssen warten, bis sich der DNS global geändert hat. Und das kann, steht überall 2, 24 oder 48 Stunden dauern. We will see. So, jetzt schleichen Sie sich davon. Dankeschön für die Donations, Dankeschön für die Resubs und Dankeschön für die neuen Mitglieder. Das waren halt auch wieder 5000. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Hashtag Strapse, wir sehen uns am Montag. Wer noch nicht im Discord ist, ab ins Discord. Wer neu ist, los ein Abo da, drücken einen Like-Button und was ist die ganze Kacke. Schleicht euch davor! Ah, war eine gute Tröte. Die Tröte war gut. So, ich sage jetzt sonst nicht recht viel. Okay, ciao. Aber der schaut gut aus. Okay, tschüss!